keine Verluste halt, ne? Kommt Muss nix. ich einmal nehmen. So Leute, wir sind wieder da. Mal gucken, ob das jetzt läuft. Ich bin den Rechner neu gestartet. Warte, Ich log mich wieder in Valorant Du ein. kriegst sie gleich wieder. Ey, was gibst du denn? Ich treffe überhaupt nichts. Jetzt Dann warte ab. stelle ich sie da her. Ja, die gehen B. Ja. Ich bleib nicht. Ah. Aber dachte nicht, wenn alle B sind. Ja, hier ist auf jeden Fall Chat. Ja, hier ist der Spike. Oh, Ich komme. Hey, what the fuck? Wie? Junge, ich hab 3 HP, was soll das? Was ist schlecht? Ich gucke dir zu. Streng dich an. The fuck, 30 wie geht das? seconds left. Ich push nicht, Leute. Ich gehe hier nicht weg. Ich will nicht. Ja, ich bin immer noch da. Oh, Das ist gut. Flawless. Doggo wurde geblockt. Hello. Last round in the half. Use everything you Letzte have. Runde. We lose it Nein, dabei, anyway. go. Ich hab Ult, ich hab alles. Keine Ult. Ah, wir sind ja alle voll rich unterwegs. Ah. Rich Bitches. Nicht nice. Hätte ich nicht sagen dürfen. Jetzt wird das YouTube-Video nicht mehr empfohlen. Get out of my way. Ich flash mal, ja? Ja. Auf A ist einer. Ich hab wirklich flash. Hast du geflasht? Ja, ich hab Spike geflasht. down B. Aber ich gebe B jetzt, weil. Oh. Oh, bisher keinen gesehen. One enemy remaining. Was ist denn der? Lang. Lang? Ach, da nimmt er seine Ult stehen. Oh. Weiß nicht, wie viel ich seit Jet gedrückt habe, aber die ist instant abgehauen von der Switching sides. 80. Ja, okay. Dann ist sie keinen Bock mehr. Was kann Pi? Assessing blade integrity. Oder was hast du gesagt? Ach so, die Frenzy, ne? Oh. So, nächstes Sie ganz Ace. schwach, wenn sie die Frenzy hat. Ja. Oh mein Gott. Ey, dieses Kanal, wenn man die so nimmt, so Close in die Hand. quarters unit online. Und dann macht Ja, die das haben sie so ein schön richtig gemacht. kleines, so ein Quickgeräusch. Und dann schlängelt sie sich um die Hand, ja. Das sieht schon cool aus, auf jeden Fall. Let's blast them out. Ich sterb gleich. Get him. Enemy spotted A. Einer rechts, einer links. Oh Gott, danke. So, der ist tot. Ich flash. Hawk out. Der ist weg. Enemy spotted. Blind. Haben wir eine Wall. Ich kann nicht blenden. Einer ist hinten bei den Kisten. Boah. Leute. Oh, bevor kommt Talent. einer raus. Warte. Du siehst doch, dass ich gerade flanke. Okay, nehmen wir mal zwei. Last player standing. Okay. Oops. Der war auf jeden Fall links. Mhm, hab ich gehört, ja.
60 nur. unlucky. Na. Ich hab schon von ihm weggeaimt, dachte der wäre durch. Weil die waren beide da, der eine da. Und der andere da. Here. Egal. Das Spike Planter. Ah, warte. Weißt du, was du denn? Danke. Ja, gerne. Ja, komplizierte Strategien hier, Tobi. Ja. Trample them. Ich will sowas in echt haben, wirklich. Blocking Leute. sight. Aber, ja, wirklich, ja. Be Ist quiet. er eigentlich weg? Two guys Yeah, standing that's- there. Be quiet. Schön. Killing over here. Munitions expended. Oh, da liegt ne. Oh, ne. Komm mal raus, ich will da rein. Einer lang, einer hinter uns, 75. Oh, Gott. Go here, Breach. 1 HP. Ich flash rein. Ich hab gesagt, ich flash rein. Ah, alles gut. Was? Spike War die carrier is down. Verzögerung. Spike Da down liegt B. der Sheriff. Oh, hier hat Headshot. Reloading. Ja, gut aus. Here. Hinter uns. Ja, sind zwei hinter euch. Einer kommt von kurz, einer von lang. Last player standing. Fuck, wieso? Nein. Der hat 1 HP, Tobi. Der hat 1 HP. Schade. Die Chat hat auch Low gehabt. Ja, der Chamber, dem habe ich 75 gegeben. We get a pick. We move in. Got it? Das ist ein schwieriges Game. Boah, die Fente muss echt weg, ey. Das ist so ein hässliches Skin. Ja, deswegen habe ich mir die Protokoll geholt. Ich hatte keinen guten Skin. Nur die Kingdom. Also ich finde den besten Phantom Skin, den es gibt, ist Iron. Ja. Aber die Iron-Serie ist richtig clean. Allgemein, jede Waffe, die Sheriff. Ich habe das Gefühl, dass der aimt 1000-mal besser. Und ich mag diesen, ja. So einen Schöner Skin Schal. würde ich mir sogar kaufen, aber auch bei mir nie im Markt. Jetzt hier ist Brimstone. 100. Sind beide minus 104. Ja, das ist natürlich hart belastend. 1 HP, die... Last player What the standing. fuck, wieso muss Das man ist die nicht- extra, wenn ich Listen nachlade? up. Wieso? Einer Lamps, One enemy remaining. anderen... Ich hätte nicht gönnen können, Alter. Fucking Bitch. Hol ich mir. Ja, der ist tot. Nice. Der Nice. Bombenblenden. Could have beaten twice enough. Ja. Und leg mir der Waffe da. Tschüss. Richtig so. Aber jetzt dazu. Wow. Ja, okay. Ja, das ist wirklich belastend. Ich weiß, ja. Cutting force calibrated for Ja, combat wow, das ist application. viel Wort. Okay, ich habe dann keinen Robot. Hello. Ja, Tobi, Tobi, komm mal mit. Tobi, Ja, wo bist du du? musst mitkommen. Wenn ich alleine mal reingehe, kill ich 2 und ihr sterbt alle. Einfach mitkommen. Flash raus, ja? Ja, einfach raus damit. What the fuck war das? Blender? Blocking sight. Danke. Einer lang, Elbow jetzt. Viper und Breach suchen immer noch die Side. Three for me. Seht ihr wahrscheinlich. Ace, ich kann Ace Von machen. Info. One enemy remaining. Ace, Ace, Four. What the fuck? Elbow. Ace. Nein! My Ace! Bro, my Ace! Oh, okay, Phantom. I'm sorry, I didn't recognize. None of my stuff Hey, it's has okay, it's functioned okay. yet. No problem. Can we All good. celebrate that? Nein. I'm a bit lost. A bit much. I have no Die money. Phantom ist auch nice. Aber Iron ist das beste Skinset. Reloading. Obwohl der Sound ist nicht so schön eigentlich von der. Reloading. Ist ja auch die Z. You want to Das ist ja play? nicht die Iron. Let's play. Bomb buddy out. Blocking sight. Steht einer. Ja, deswegen schieße ich da ja auch.
Operator. Fenster. Na, nicht gut. Ja, jetzt. Spike down A. Last player standing. Dauert zu lang. Ich muss Abendessen gehen. Oh nein. Ernsthaft? Also, tut mir vielleicht den Gefallen und gewinnst so schnell wie möglich. So, ich kann übrigens für jemanden kaufen. Ja, kauf. Can I get a drop? Thanks. Ich kann ja jetzt schon sagen, das ist eine Your Stunde. combat data is subject to protocol review. Warte, kannst du nicht noch eine Minute rausholen? Wir müssen eigentlich jetzt nur einmal reinrennen und dann haben wir. Ja, komm einfach rein. Komm. Sag, du musst noch schnell aufs Klo oder so. Bomb buddy out. Satchel Schön, auf geht's. Jo, los. Einfach rein. Ich hab dich. Einer ist hinten. Hab ich. Down. Blende. Successful. down one. Beide Keine CT. Waffe, Junge. Wieso haben wir hier keine Waffe? One enemy remaining. Der ist auch down. Flawless. Ja, Easy. wieder kein Ace. Das ist schade. Match point. Können wir surrendern? They're desperate. Jemand muss gehen bei uns. Aber wenn wir diese Runde schaffen, Ja, Also falls wir die Runde verlieren, danach. Achso, nee, geht nicht mal. danach? Ja, wir das- haben jetzt halt an der scheiß Passt. Stelle gedingst. Wir haben Okay, lass die Runde gewinnen, ungünstig ja. surrendert, ungünstig. Einfach versuchen jetzt zu beenden, wenn es geht. Alles klar. Schaffen wir schon. Also wenn wir jetzt so spielen wie eben, dann packen wir das. Einfach rein. Ne? Einer steht rechts hinter der Wand. Enemy spotted A. Warum? Ich brauche Hilfe beim Blenden, sonst blende ich nicht. Rechts, bleib hier. Get out of my way. Hinter der Wall. Hinter der Wall. Planted. Lärmt's einer? Einer CT. In die Ult, in die Ult. Und spawnen. Serum Breach. Einfach rein. Ne? Noch einer Fenster? Noch einer Ja, Fenster? nice try. Immer noch einer. Spawn einer, Heaven. Wird Last markiert, player wo standing. die stehen. Go, Sarah. Spiel auf Zeit, nicht pieken, würde ich sagen. Der ist schon auf Spot, ne? Hast du gehört? What? Schade. Der Flug war... Hä, wer war Wenn wir das? Glück haben? Ja, Könnte klappen. Bitte. Nice. Clutch. Oh, Gott sei Dank. Schönes Spiel. Viel Spaß beim nächsten. Jo, perfekt. Ah, KINE ist ja da. Hi. Gerade gesehen. Ich auch nicht. Ja. Also dann bis später. Jo, guten. Aber Bis wenn später ich so. darf. Ja. Ah, das passt schon. Ja. Ja, vielleicht darfst du ja in den Call kommen, wenigstens. Ja, ich weiß halt nicht. Es ist. Ja. Bis vielleicht später. Jo. Ciao. Ciao. Oh. Ich würde ein Game mitmachen. Und auch jetzt da mit Adrian. Ja, also dann So. starten wir gleich. Match found. Ich bin ein Einzelkind und ich kann einfach nicht teilen. Es tut mir leid, nein, auch nicht meine Aufmerksamkeit. Ich bin ein Einzelkind, denn Eltern kann man nicht teilen. Abgesehen von Scheidung, die kommt mit der Zeit. Dann ist das Einzelkind mal wieder meistens allein. Doch allein sein ist cool, das sehen die meisten nicht ein. Ich war schon ein Einzelkind, da war ich noch richtig klein. Im Matheunterricht konnte ich dann wirklich nicht teilen. Ich hab die Lehrer genervt, ich bin ein Einzelkind. Mich haben die Schläge
schon immer ein Star, sogar als kleines Kind stand ich immer im Mittelpunkt, denn ich bin Einzelkind. Es liegt ein roter Teppich vor der Kinderzimmertür. Meine Eltern sind die Fans und machen Fotos von mir. Und sie sagen, ich bin alles, was sie haben. Select your agent. Verkauft Papa den Wagen. Meine Eltern sagen, sie wollen noch mehr Kinder. Weiß ich das mit deinem Hungerstreik zu verhindern? Ich habe mir gar nicht die Stats angeguckt. Wie ich stand. Flo? Aber ich nicht. Oder? Weißt du, wie ich stand am Ende? Ich habe gar nicht auf den Feed geschaut. Punktestand da unten? Wo ich wie viel Frags ich hatte, wie viele Kills. Rex weiß ich nicht. War ich Erster? Weiß ich nicht. Okay. Alles gut. Ich habe nicht mal drauf geguckt am Ende. Ey, auch nicht. Wie gesagt, ich war beschäftigt zu gucken, warum Valorant sich beendet hier. Bisher geht's nach dem Neustart, aber ist halt hart belastend, weil ich muss halt gucken, dass der Streamer auch wieder läuft und alles. Oh naja, geht's. Ich weiß nur, dass wir mehrere Chancen für Aces hatten und zweimal hatten wir, glaube ich, Ace, ne? No? Ich hatte einmal Ace und zweimal, glaube ich, 4 Kills. Oder einmal? Ich weiß gar nicht. Aber war eine gute Runde. Ja, Ja, dann gehe ich mit wir waren hoffnungslos unterlegen, ne? Ja. Mit A. Cover going out. Und drauf. Spike planted. Reloading. Enemy spotted. A. Ja, von hinten. Schieß auf die. Remaining. Hab den 32 gegeben durch Schild. Backside. Ich glaube, er steht immer noch hinter dem Last Schild. player standing. Den One-Tap. Right? Okay. Fine, I admit it. That was nice. Ja, das war sehr strange. Die sind einfach durchgerannt. Konnte man schön die Köpfe anaimen, ein nach dem anderen. Go, go, go. Also mich hat eigentlich gewundert, dass ich auf die Sky einen Rechtsklick getroffen habe. Ja, momentan funktioniert das Spiel nicht. Server haben tierische Probleme in Europa. Cover going out. I know exactly where you are. Die rennen halt einfach nur durch. Ich flash. Effective. Reloading. Reloading. One enemy remaining. I'm out of here. Close quarters unit online. Ready for close quarters engagement. Sage, Das war ja the belastend. life you give. Do you ever wonder where it's taken Ich sterbe from? da instant gegen eine Bucky. Ja, wie gesagt. Deren Attack ist W, Linksklick, alle Utilities raus, hoffen, dass es klappt. Ja. Das ist kein Scherz, muss einfach nur zurückgehen. Einen mitnehmen, auf dein Team warten, fertig. Jetzt kommen die wieder A. Also eine IQ-Player. Nee. Ja, wir sind A. Danke für diesen Call. Die rennt halt einfach alles runter auf A.
Also vor B war noch einer. Last player Ja, standing. das war deine einzige. Das war nur die Race auch, sonst keiner. Ja, die sind durch Mitte und durch A durchgerannt. Richtung A, Richtung B verteilen. Spike planted. Einer war B, 3 Mitte und einer A. Ja, ungefähr so, ja. Ingat ka, don't get stabbed. Bad Ja, way ja. to go. Oh, das ist doch gut. Nur ein Ich Wegkiller. mal Mitte auf. Oder? Ja doch. I'm out of here. Ich schau Mitte mit der Operator. Ja, ich bleib jetzt einfach auf A stehen. Ja, nicht verschieben gleich. Wir haben 2 AFKler. Ja, die küssen sich noch im Spawn. Schau mal. 105 auf die Sky. Da ist einer. Da bin ich. Super. Einer plantet. Spike planted. Enemy spotted A. Da hat einer B. Stay down. For you. Junge, also Also ich meine, Jet rennt mit dem Messer im Football. Unlucky. Bug einfach komplett über den Boden die ganze Zeit. Das ist ganz komisch, also das glaube ich hatte ich noch nie. Habe ich auch schon gesehen, So ja. halb durch den Boden Bug irgendwie. Ja. Weiß nicht, momentan gibt es nur Probleme. Und nichts machen. Go, go, go. Also es ist irgendwie aktuell wirklich komisch. Es ist nicht die ganze Zeit derselbe Bug, sondern du hast einfach jede Runde irgendeinen anderen Bug. Ja, wie gesagt, Server. Jede Runde funktioniert irgendwas anderes nicht. I've got your Nein. trail. Chip, help. Come on, bro. Your fault. Enemy spotted B. One enemy remaining. Spike down B. Okay. Ich denke mal, die Bei, Mess over there. bei Neon müssen die nach dem Sliden, dass du da irgendwie gefühlt immer drauf bist, das müssen die noch ändern. Du musst nur irgendwie in Richtung Gegner eben und du bist drauf. Nach dem Sliden, egal wie weit der weg steht von dir, das müssen die ändern. Das ist meiner Meinung nach too strong. Maybe they're pacifists. naja, aber sonst spielt ja keiner. Fire in the hole. Aber es kann doch nicht sein, dass du rein slidest und jedes Mal einfach drauf bist. Sky killed. Blinding. Healing you. Shadows traveling. No, quiet. Hier ist weg, Chat.
Spike down A. Rechts kommt Last player standing. noch einer. 70 auf den Chat. 30 seconds left. Ich glaube, ich habe mir jetzt zum dritten Mal im Fullsprint einen One-Tap gegeben. Schade. 15 Sekunden. 10 seconds left. Spike planted. Einer CT und einer Onside, glaube ich. Oh, ein Operator, das wusste ich gar nicht. Keine Ahnung, wo die Ork haut. Charge and shoot. Ich habe keine Op gehört, die ganze Runde. Aber die Race, das einzige was die Race macht, ist W-Ult oder W-Linksklick. Die rennt durchgehend immer A hoch. Jede Runde. Und jede Runde kriegt sie instant. Ich krieg halt auch mal 100 Schaden. So ist es ja nicht, aber... Geht halt nichts. So. Ey, die Chat geht mir jetzt auf den Sack. Also ich report die gleich. Oh. I know exactly where you are. Wie hat denn das gedauert? Keine Ahnung. Spike down B. One enemy remaining. Oh, schön runtergerannt. Can someone get out of here? Ein Tomahawk und jetzt ist... Jetzt kommen wieder 2, 3 A. Kannst du droppen? Danke. Hesitation is commensurate to negligence. Da sind sie auch schon. Shadows traveling. One enemy remaining. Vorne rennt er weg. Flawless. I'm amped. Let's go. I got things to do. Mein Headshot Machine. Commencing service. Negative. Ach ja. Dann töten wir wieder die Rails. Ja, da. Runterfallen. Shadows traveling. Wo? One enemy remaining. In welchem Eck die überall sitzen. Unglaublich. Wo war die Race? Spike planted. Cover going Die out. Race habe ich hinter der Wall gekillt. I've got your trail. Easy peasy. Die hat mir einen Backgeschoss Your reingedrückt. combat data is subject to protocol review. Assessing blade integrity.
complete. Once more into battle. I'm not tired. Are you? Defenders win. Ja, das war ja mit Ansage. So war. It's Bro. Aber Ja, ich die versteh's Race nicht, hat warum absichtlich Sage- gethrown. Warum Ja, die auf Race jeden Fall. mir einen Bucky-Hit reingedrückt hat. Du steppst vor ihr die ganze Zeit schon, ganz close vor ihr. Was macht die? Die guckt oben auf die Wand, wo sie nicht mal weiß, dass ich da oben bin. Und drückt ihr oben einen Bucky-Schuss. Statt dir, wo du direkt vor ihr stehst. Hä? Glaubst du nicht? Ja, das ist manchmal ganz strange. Das Problem hängt ja auch damit zusammen, dass sie, die haben kein Aim Assist drin, aber das snappt manchmal auf die Targets so ein bisschen. Wenn das Snappen dann zwischen zwei Targets, jetzt bei dir und Tobi, da hin und her geht, kommen manchmal solche Schüsse zustande. Ja, momentan ist eh alles kaputt. Zumindest bei den europäischen Servern. Alle anderen können übrigens wunderbar spielen. Ne? Ja, wenn du dir so NA-Gameplay anguckst, da denkst du dir, oh, würde ich gerne auf den Servern spielen. Ja. Die haben es echt gut. Die haben einen guten Server-Praktikanten da vorne. Please let me play. Das ist aber nicht nur bei Valorant so, das ist bei allen Spielen leider so. Aber wenn ihr wollt, können wir noch mal kurz auf Sarah warten und noch ein Game machen. Wir gleich wieder. Ja, was aktuell auch für Shots reingehen, ich raff's nicht. Beide Nachmittag auf Breeze, auf Outside zwischen den beiden Pyramiden. Ist so die kleine Brücke. Was macht die Sage? Die hat eine Frenzy in der Hand. Die läuft da Full Speed über die Brücke drüber, springt weg, dreht sich um 360 Grad in der Luft, gibt mir Doppel-Headshot. Riot. Why? Was habe ich dir getan? Aber momentan ist es echt merkwürdig. Also was da Shots reinfliegen, das ist... Hatte ich aber auch schon in der ersten Runde heute. Ich smoke bei Ich sag ja Bind. nichts gegen, wenn Leute gut spielen, wenn sie gute Headshots setzen. Aber solche Shots, die, also was ja nichts mit Skill zu tun hat, das ist reines Luck. Der springt da raus, dreht sich um 360 Grad und gibt mir einen Doppel-Headshot mit der Frenzy in der Luft. Also, das ist kein Skill, das ist rein Luck. Also, hä? Nur solche Shots aktuell. Es ist halt. Da gibt aber viele, die mit der Stinger oder mit der Frenzy solche Shots landen. Also auch völlig legit. Ja, natürlich kann es legit sein, aber ich fresse nur noch solche Luck-Shots. In den letzten beiden Wochen ungefähr nur solche Shots. Früher ganz selten, weil das einer mal aus Versehen irgendwo einen Jumping Headshot oder was reingedrückt hat. Aber es fliegen ja nur noch solche Shots rein. Der eine, der mit Leon, der über den Boden rutscht und mir kompletten Headshot reindrückt, obwohl er nicht mal in meine Richtung kommt. Ja. Dann 5 Leute, die mir im Springen Stunt einen Headshot geben. Also was da für Shots reinfliegen aktuell, das ist der Wahnsinn. Ja, ich denke mal, es liegt zum Teil auch daran, dass die Leute halt mittlerweile realisieren, was sie machen müssen. Wenn da zum Beispiel eine Smoke ist, dass sie dann nicht da blöd vorstehen und nichts tun, sondern einfach mal so auf Kopfhöhe da reinballern. Das gab es ja am Anfang gar nicht. Das gibt es ja mittlerweile nur noch. Selbst Bronze-Spieler. Ja, aber es gab es vorher gar nicht. Das aktuell stark an den Servern einfach liegt. Genau, und dann kommen noch die Server-Performance dazu. Da sagt dann der Server, 50 Eingaben gleichzeitig? Nee, das kann ich nicht machen.
So, du bist jetzt auf dem Kopf gewesen, fertig. Ist für mich einfacher, geht schneller. Ja. Ja, ist doch so. Also irgendwie sowas in der Richtung wird es sein. Wright hat irgendwo reinprogrammiert. Sobald du fürs Berechnen länger als, weiß ich nicht, 2 Millisekunden brauchst, war ein Headshot. Egal ob der drauf war, war ein Headshot. Ja, es gibt ja einen kleinen Aim Assist, das gibt es ja in dem Spiel. Vielleicht geht er halt einfach durch irgendeinen Fehler gegen die Decke, wenn der Server die Performance runterschraubt oder immer. Tja. Ich muss sagen, die Tigers-Reihe da aktuell im Shop, die ist echt muck. Was für ein Ding? Die ist echt hässlich. Die aktuelle Skin-Reihe im Shop. Die Skins sind ja echt scheiße. Oh stimmt, die habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Wirklich einfach nur muck. Ich hab Angst vor Stillstand, mich nicht zu bewegen. Da gibt es kaum Skins, die schlechter sind. Das hat wirklich alles hässlich. Ist jeder Skin einfach scheiße. Ah, das ist ein normales Set ohne Effekte, nix. Naja, Trotzdem ist halt einfach scheiße. halt so asiatischer Stil, ne? Ja, aber trotzdem, also das ist halt schon wirklich sehr harter Muck. Ich glaube, das liegt auch daran, weil da gibt es ja wirklich richtig coole Sets mit tollen Effekten und Animationen. Und wenn sie dann wieder sowas hier rausbringen, so ein Standardkram, dann geht das halt einfach unter, weil das halt, da steckt halt nicht so viel Arbeit drin wie in den zum Beispiel Elder Flame Set oder so. Ja, es muss ja jetzt nicht einen Haufen Effekte und so weiter haben, aber einfach nur ein normaler Skin, der gut aussieht, aber das ist halt einfach nur Muck. Was mir doch nicht erzählen, dass sich irgendjemand den Müllskin kauft. Habe ich bisher noch keinen gesehen, der das gekauft hat. Es sei denn, er hat den geschenkt bekommen. Ganz ehrlich, wenn ich jetzt hier so durch die Phantom Skins durchgehe, da ist nur der Prism Skin schlechter. Und maybe... Oh, ansonsten... schon schwierig. Das Blind ist noch ziemlich hässlich. Und Smite ist auch gut hässlich. Aber ansonsten ist er schon, also... Der ist doch schon sehr weit unten, das Skin. Ja, das Schwert ist ganz witzig, ne? Ja, das Knife ist halt auch langweilig irgendwie. Solche Knives haben wir halt jetzt schon 50.000. Oh. So, und wie sieht's aus, Leute? Das kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nicht, ob Sarah jetzt gerade kommt oder noch ist.
Macht Kai noch mit? Ja, jetzt würde ich noch mal. Also go. Ich dachte, wir wollten noch auf Sarah warten. Match found. So ändern wir. Sarah ist da mit mir in Runde 1. Der Klassiker. Meistens ja, ja, das stimmt. Ist immer so. Och, Breeze auch noch. Was du nicht hast, brauchst du. Was du hast, das brauchst du nicht mehr. Was du nicht brauchst, kaufst du. Und du kaufst immer mehr. Was du nicht hast, brauchst du. Was du hast, das brauchst du nicht mehr. Was du nicht brauchst, kaufst du. Und du kaufst immer mehr. Was sollst du spielen, Flo? Also wie es aussieht, kein Duelist, ne? Weil wir ja schon 3 haben. Oh Mann. Ja, Breeze ist einer der wenigen Maps, wo ein Duelist fast schon zu viel ist. Choose your agent. Kann Smoke oder Flash spielen. Kannst du mir aussuchen. Wir haben wen noch? Sage, glaube ich. Die letzten Turniermatches haben alle Teams gewonnen, die einen KO auf Breeze hatten. Denke ich mal, ist auch klar warum, ne? Na, er kann halt die Agents disablen. Ja, Snipe ist relativ useless, glaube ich, auf Breeze. Nö. Das hat so einen großen Radius. Das ballerst du einfach Richtung Chamber, Jet. Ja, Und dann sitzen sie da. Wo er steht. Ja. Musst du schon Deswegen kaum spielen ja auch alle einen Sober. Arrow, Knife. Bye bye. Easy peasy. Quiet now. Thank you. My apologies. Yes. Affirmative. Yes. Quiet now. Bravo. 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 On my way. Wait. I'm on my way. Shutting them down. Einer Mitte. Schon auf B. Flashbang. Wie bin ich der Flash Riot? Oh, bei mir geht kein Shot rein. Reloading. Ja, auch nicht. Ja, interessant. 20er Ping. I can't miss. Einer Tunnel. Ah, nee, der ist down. Keine Ahnung, wo der ist. Reloading. Das ist die Rainer. Naja, das war ja klar. Reloading. Chamber müsste Spawn sein, ne? Oder der Flag. Here. Reloading. Last player standing. Aber One Feierabend. enemy Ne? remaining. Helf ich die mal. Das war greedy. Das war, ja, wieso muss er mich treffen? Das war schlecht, das war nicht nice try, das war einfach nur schlecht. Their sky is weak without her beasts. I'm on it. Ah, I'm out of here. Yes. da hab ich auch noch. Wird bestimmt was. Need a drop. Go, go. Affirmative. Does anyone have funds? Negative.
Ich dachte auch nicht, dass die Rainer da Fullsprint durchrennt und dann hinter uns ist. Dachte ich hätte noch 2, 3 Und dann mit der Sekunden. Classic. Was für eine Classic wieder denn? Keine Ahnung. Flash. Oh, die rennen halt durch den Spawn in die Mitte. Also das verstehe ich echt noch nicht. Oh, Spike die down Die A. Chamber-Falle. Au revoir, Ferro. Last player standing. Wo kommst du her? Wo kommt die Sky her? Bitte. Go, go, go! Ja, nee, die kam aus Hallway. Okay. Kam nicht von Hat sie sich da irgendwo in den Ecken versteckt. Aber ich weiß, dass sie hier und von da sind sie alle in die Mitte gerannt. Ich war umzingelt innerhalb von 3 Sekunden. Das mit der Chamber-Falle verstehe ich noch nicht. Also, Wenn die Bugs sind wie oft schon. ich da 3 Kugeln in die Halt schon. Chamber-Falle reindrücke und die trotzdem auslöst. Keine Ahnung. Keine Ahnung, ist die Hitbox einfach nicht vorhanden bei dem Ding? Oder? Keine Ahnung. Oh, danke. Gochu. Gotta go! One enemy remaining. Flawless. Beautifully. Now they are I'm not. out of here! Go, go, go! I'm out of here! Gotta go! Thanks. Nice job. Go, go, go. Be quiet. Suppressing. Flashbang. Flashbang. Splash down. Spike down B. Genau war das jetzt nochmal ein Headshot. Grenade out. Enemy B. I have the spike. Na, Backside. Bomb buddy out. Gotta go! Nee, nee, nee. Waiting to kill. Nee, nee. 80 auf die Sage. B. Enemy mid. Üft. Last player standing. Ganz was der Chamber davor hat, aber. Trap destroyed. Ja, habe ich seit der ersten Runde, wo ich ihn gesehen habe, schon gemutet. Teleport's broken. Er hat sich bewegt, deswegen ist der Schuss nach oben weg. Wieder bei One Lasst. enemy remaining. Clutch. Ein bisschen vergessen zu diffusen, ich sag, es ist. One bullet break. Ja, die sind killgeil. Need a drop. Sieht man ja schon an den 3 Mitte fast jede Runde. I can buy. Who needs what? I can buy. Go, go, go! Vorsicht, dass du Mitte nicht der Neon, die steht da immer. Nice job. Die müsste Ult haben dann. I'm out of here. Flash. Oh, Blind. Gott, bin ich flash. Gotta go. Flash. Reloading. Enemy spotted A. Grenade. Shutting them down.
Last player Ach, standing. Riot, Mann, das Sind ist schon alle auf Zeit? Headshots und zwar 1000 Mal. Das ist ja unlucky. Chamber. Ey, ich klick den 5-mal auf den Kopf. Eine Main, eine unten. Eine CT. Oh, da oben, okay. Hi, fight's not over, you know. Go, go, go. Sarah! Ist nicht doch jetzt. Wir brauchen dich. Drecks Mann. Wo ist sie? I'm going to save. I'm going to save. Stay quiet. I can buy. No. Can someone get this? No. Stay quiet. Gotta go. Suppress it. You want to play? Let's play. Ich hasse No diese. charges. Enemy charge. Gehen alle auf B. Macht keinen Sinn, da reinzugehen. Your duty is Ah, ich bin tot. remove. One enemy remaining. Hier glaube ich, oder? Nö, nö. Ja, der ist Spawn mit seiner Arm. Genau. Shutting them down. Pass auf, der hat seine Ult. Ja, ich wollte ihn in die gerade designen. Ja. Wie, was? Was? Wie? Riot? Last player Oh ja, genau. Billig. Ganz klar sieht er mich da. Ja, Runde geholt. Fight till the end. No matter what. Gotta go. Woher wusste er denn, dass ich da rein bin? Keine Ahnung. Komisch, ne? Ich glaube, wäre ich auch noch rausgepiekt, wäre ich auch noch gestorben. What's up? Ja. Yes. Bravo. ich hab den clean die Leber weggeschossen. Der ging genau in die Leber rein. Ja. Ah, das Der hab hat ich auch keine gesehen. Leber mehr, aber Riot sagt nein. Muss halt den Kopf treffen. Das ist eine Orb, der ist tot. Mitte. Miete. An der Tür. Oh, was Spike ist der down bitte? A. Alles. Ey, wie hab ich den Spike? I'm out of here. Gotta go. Healing. I had the spike. Wolke. Ah, da ist eine Locke weggegangen bei denen. I've got your trail. Ist hier schlecht. Go, go, go. One enemy remaining. Last player standing. Das soll übrigens. Please stay alive. Ah, da ist der I Muskel. hate making new friends. Here. I'm out of here. Gerade noch von gesprochen, ne? Mhm. I'm out of here. Das hat belassen, ich hab kein Geld. Achso, ihr habt ja noch Geld, ne? Thank you. Merci. Aber eigentlich keine große Lust auf B, um ehrlich zu sein, weil jedes Mal das gleiche passiert. One dead. One enemy remaining. Dust. Nicht an der Brücke. What? Wieso treffe ich den denn nicht? Satchel out. Der ist auf B.
Auf A, Tür. Ja, also irgendwo müsst ihr schon hingucken. Ja, da wo Tobi hinguckt, du schon, richtig. Das zeigt wahrscheinlich meine Phantom. Mitte gammelt da rum. Gott, ist das... Genau, guckt der Chamber jetzt eigentlich wieder. Zu dir, natürlich. Wo sonst? Jetzt sieht, dass ich Richtung Mitte gucke, was macht er? Ah ja, ich guck auch mal Mitte, ist nicht gut. Deswegen ist er gemutet, weil einfach nur strunzendämlich. Ja, aktuell wirklich alle Mates. Okay, which gun to pick this time? Ja, was mich fasziniert hat, ist, dass der Chamber da hin und her jiggelt an der Tür. Ich ein ganzes Magazin auf ihn abfeuere und 0 Kugeln reingehen. No Need a drop. loose end. I can buy. Who needs one? Flashbang. Flash. Oh, alles geklärt. Kann nichts mehr sein. Reloading. Spike drop. I have this spike. Ich treffe nicht. Unhittable Targets. Rechts steht der. Last player standing. Links in der Kiste auch rein. Ich frag mich echt, was die Mates machen. Ganz ehrlich. Das Surrender, Sarah ist da. Go. Hi. Nee. Hallo, oh, du bist ja richtig laut. Ist du? Oh Gott. My power does not end. Nice try. Und alles gut? Bist du ready? Go, go. Ja. Okay. Muss ich mal ein bisschen leiser machen, irgendwas stimmt gerade nicht. Geben wir denen mal eine einfache Einleitung, welche Taste sie drücken müssen. Defenders win. Oh, Arten ist auch dabei. Also nee, er spielt mit 2 Dingen. Ich wollte vorhin nur fragen, Wir sind jetzt fertig. Willst du wieder Sniper Elite spielen oder? Können wir machen. Du kannst schon noch hier weiter Valorant spielen, wenn du willst. Ich wollte vorhin nur fragen, wie es bei euch aktuell aussieht. Ja, wir sind gerade mit der Runde durch, also alles ist auf. Sniper Elite. Ah, okay. Jo, viel Spaß euch, ne? Ja, was? Ja, euch auch. Ciao. Danke, danke, ciao. Match found. Zucker blärt. Wollen wir erstmal einstimmen hier, die Leute? All muted. All muted. Warte, was für ein Map ist denn das? Oh, ne Haven. Bloß kein Dodge, bitte. Haven. Ich finde Haven nicht so nice. Ich weiß immer nicht, was ich so. Ich mit Einfachkeit. Na, Haven gefällt mir richtig. Mit den 3 Spots. Nicht zu groß die Map. Eigentlich, ja, linear finde ich. Weder geradeaus oder zurück. Von den Spots her gesehen. Bleibt eine klassische Counter-Strike-Map. Ja, auf jeden Fall. CS-Map, ja, richtig. Schön übersichtlich, funktioniert einwandfrei, keine verpackten Geländer oder irgendwelche Ecken, wo man sich da verstecken kann, großartig. Ich weiß, was du meinst. Die machen Icebox, machen die eine Überarbeitung. Breeze haben sie ja schon überarbeitet, aber ist trotzdem halt noch, da geht noch was.
Select your agent. Ist auch nötig, ja. Stimmt. Den Rest müssen sie doch. Wir brauchen halt einen Healer. Nee, brauchen wir nicht. Wir haben eine Ja, Rainer. Die carried das. ist kein Rank-Pick, was du magst. Ah, einfach mal ausprobieren. Jo. Fracture müssen die noch überarbeiten. Da geht noch was. Aber Fracture ist eigentlich unspielbar mit Randoms. Wenn man sich da nicht abspricht, können die von allen Seiten irgendwo durchkommen. Naja. Und was gab's Schickes zu essen bei dir? Fragen. Poor place. Hast du schon vergessen? Weißt du nicht, was du gegessen hast? Hä? I'll send you off with a bang. Ja, alles gut, musst du nicht sagen, aber so. Hey, ich glaube, ich habe wirklich Demenz. Ja, alles gut. Hauptsache es hat geschmeckt. Wollte ich gerade sagen. Egal. Ist wahr. Ist gut. Besser als meine Wurstbrote auf jeden Fall. Und Pizza. Ja, Wurstbrote, Pizza und Tee. Mehr gibt's bei Tobi nicht. echt so. Richtig belastend. Bin alleine auf A, by the way. Fällt mir nicht wirklich. Cover going out. Jo. Einer ist auf jeden Fall da. Headshot. Blinding. Kann ich denn meine... What the fuck, verstehe ich nicht. Ah ja, meinen. Den Rest müsst ihr machen. Ja, von Mitte kommt noch einer. Spike down A. Reloading. Spike spotted A. No charges. Enemy One enemy remaining. Shutting them down. Reloading. Spike planted. Okay, geht's jetzt wieder. Oh, losable. Oh ne, er ist scarish. Naja, wo wird er wohl sein? They think they know pain. They can't begin to comprehend it. Hauptsache, die kommen wieder A. Kann ich wieder meine ganzen Bullets in die reinhauen, einen umhauen, fertig. Nobi. Noch da. Hey. Snuff them out. Probier es aufgenommen. Shadows traveling. So wieder A. Hey. 84, 22, 8. A. Weapon here. Hey, Junge, was? Flashbang. Spike planted. Alle low, by the way. Last player standing. No hard feelings. Ja, ja. Na klar. Kommt daraus eine Ehestraßen. Keep hunting them down. Their sage cannot protect them all.
Aber schießen, Rainer. Das ist jetzt nicht so hart, wenn ich bei jedem minus 100 reinhau. Oh, schon wieder da. Jetzt. Who's next? Put down. Over 1 AP. Ja. 5. Spike planted. If you flash them, just shoot them also in order to kill them. Nice, good job, Rainer. Ja, nix. Haben die überhaupt A geplantet? Nein. Hallo. Also mit 4 Leuten A gerannt und irgendwo hat irgendwer geplantet. Ah, das... Ja, die sieht die Rainer auch gerade nicht gut. Was machen die denn? Oh Gott, sind die blöd. Nein, nein. Ja, ich glaube, die sind frisch im Spiel. None of my stuff has malfunctioned yet. Can we celebrate that? Warum? Was mich mehr fasziniert hat, ist, dass halt von den 6 Schüssen nur einer reinging. No. You good race. So als will ich ihn nicht kennen. Aber irgendwo das Ding von Jobo. Ja, der ist hier. Lang. Shadows traveling. Cover going out. Blinding. Down. Fuck, ich wollte meine Dings nicht benutzen. Cover going out. Da oben drauf auf der Mauer aufpassen. Die kommen wieder A. Muss wirklich aufpassen, sie ist auf der Mauer drauf. Bitte Steps. 30 seconds Bitte. left. Die kommen wieder A, wie gesagt. Reloading. Ah, da ist eine Mauer, okay. C wird gelegt. Oder B. Spike planted. Reloading. Here. Defuse the spike. One enemy remaining. Shadows traveling. Diffuse, Jetzt am Eck hinten. diffuse, diffuse, diffuse. Schön. Oh. Oder kill sie alle und dann diffuse. Oh, cool. Reloading. Haben wir hier irgendeine interessante Waffe? Nee, du hast doch einen. Ja, okay. Die haben ja alle keine Skins. Nicht ein einziger von denen. Ich hab einen, aber der ist halt nicht so nice. I can feel their panic rising. Drive it Der into hat mit der Marshall auf lang zerlegt. Oh, was für einer. Nicht. Ich glaube, Das ist den hat gut. Niki auch, zumindest bei irgendeiner ihrer Waffen. Ja, ich glaube, die Sheriff hat die. cower. Wir machen ein Selfie von uns. Shadows Okay, traveling. wir das ein Selfie machen können von uns. Den
ein Selfie. Ja, mit einer Kern. Bobby. Boah. Ein Fenster, ja. Ah, Boah. mit unten. Zwei mit unten. Immer noch A, Leute. Leider nicht. Wir brauchen Hilfe auf A. Spike planted. Ah. C ist geplantet. Holy hell. Ist nur eine näher und die steht direkt an der Garage. Reloading. Da steht die Tobi. Hinter der Kiste jetzt. One enemy remaining. Unknown. Oh, nice. Kann diffusen? Diffusen? Diffuse it. Ja, ich mach. Cheat! Ja, es sind halt Shame. zwei von uns, von unseren Randoms sind Anfänger und die Gegner auch. Die rennen halt einfach raus, ohne irgendwie Sorry. Info zu sammeln. Die schießen den Arrow A kurz und rennen halt mit 3 Leuten raus und kassieren jede Runde. Also, that's strange. Ich mach ein Selfie. Ja. Aber ich kann dann kein Dings machen. Double, dreifach Headshot Okay, warte, müssen mit einer Spectre. Ja. Nice. In Script. Boy. Das müssen wir irgendwann machen, wenn du Zeit hast. Weil ich kann die Bildschirm-Dings nicht machen. Spike planted. Wirklich, ich bin gerade richtig pisst, Alter. Brauch mich mal. Feeling safe. Krieg 3 Headshots mit einer Ladung während der Bewegung von der Spectre. One enemy remaining. Da kann man schon pissig werden. Ja, 4 Schuss. Da kannst du mir alles machen, was macht die Reina da? Nichts. Die kämpft da gegen 3 Leute. Sie kämpft gegen eine Mauer. I love explosions. They will scurry, Ja. and then they will die. Ich krieg richtig Aggression, Junge. Nein, ich hasse diese Leute. Ich hasse es. Wirklich. Welche Leute? Ich bin grad richtig pisst. Die Dinger. Sonst Die Gegner? Wieso, was machen die denn? Arschlöcher. Ja, gar nichts, aber. Ey, kann ja sein, dass sie irgendwas gemacht haben, was ich nicht gesehen habe. Wir haben mich gekillt. Ja. Get out of my way. C, Leute. Who's next? Cover going out. Watch them run. Spike down. C. Ich glaube, da könnte einer noch sein. Kann man, oder? Ja. Nö. Keine Ahnung. Hinter dir, Sarah. Hier. Ja, ist immer noch da. One enemy remaining. Ace, Leute. Ace. Shadows traveling. Ace. Ich hab noch überlegt, ob ich rumziehe, aber. Schönes Ding, Tobi. Jo. Race. Never lose your voice. Oh, sorry, bro. Take mine. Jo, ist okay. Race Cheater. Ich stehe 13-3? What the fuck? Okay. Ja, wir haben noch ein paar Runden vor uns. Da geht noch was. Ja. Jetzt Sarah. Hier, Selfie. Hier, Selfie. Ja, Was? zu spät. Alles gut, weiter. Ja, okay, schön, Flo.
Ich brauche irgendwann hier mal Hilfe. Die Reyna kann schon Yo, vergessen. Reyna, dude. You see they are all A long and you pick a shot. What's happening with you, dude? Why are you AFK on Reyna? The fuck, Junge? Spike down A. Die ist halt original AFK. Aber Jet war grad hier. Sie hat mich grad Ja, die ist durchgerannt, glaube ich, bis in unseren Spawn. Ich steh da nicht hin. Müsste vor der Treppe irgendwo rumlungern. Ich sterbe, ich sterbe. Last player standing. Rechts steht da. Oh Gott. Guck ich. Nee. Wenn ich nach rechts gucke, steht da links. Simple as that. Ja, das Belastende ist halt ja, ich spiele die ganze Zeit alleine auf. Der Keo, der haut einmal eine Granate dahin und das war's dann. Dann ist sein Gameplay vorüber. Hey, okay, Shot. Was machst du? Ich hab. Go Shot, du. Was soll das denn heißen, wenn man als Preis bei irgendwas 25 Gramm hinschreibt? Dann Drogen? Achtung, Sarah, Achtung. Spike down A. Ist der denn hin? Der hat sein Teleport zurück. You will not kill my Die ally. letzten halt hier, ne? Auf A. Ist immer noch A, keine Ahnung, also ich kämpfe da die ganze Zeit alleine, ey. Das ist halt faszinierend. Ja, ich gehe jetzt wieder auf A. Here. Spike planted. Die Reyna macht nichts. Die Reyna One guckt da enemy oben. remaining. Ich weiß, ja. Ich spiele halt 4 oder 3,5 gegen 5. Aber jetzt müssen wir Last player standing. Clutch. Junge, ich check's nicht, Alter. Nee, Mann. I survived obliteration. I will survive them. Boah. Und somit haben wir den 4 Runden geschenkt. sagen, lass alle A mit Pistol. Ja, ich kauf nix. Dann einfach runter. Kann uns eine Smoke hinsetzen, dass sie uns nicht sehen. Ist gesmoked. Kleiner ab. Oh Mann. Oh, die ist sogar tot. Ey, ich bin nur One-Tap von dem Sova auf einmal. Oh. Wo ist die Reyna wieder? Der ist ja halt jede Runde A, deswegen habe ich kämpfe da ja gegen One-Tap-Server und 3 weitere. Die Reyna macht nur Faxen, die spielt nicht. Last player standing. Yes. Die ist mit dem Messer in die Neon rein. Strike at their weak points. If one link breaks, the rest will follow. So, nächster Versuch. Das ist halt die einzige Variante, wie man das spielen kann. Müssen halt einfach nur verschieben. Wenn ich jetzt 3 A sehe oder so, dann kümmert euch einfach nur um die Mitte, dann passt das. Und Block. Ich bin richtig deprimiert. A passt. Einer ist durch. Sind wieder. Ja, die haben wieder verschoben. Ich glaube, der Server hat angemacht zwischendurch. Sind wieder A. Ja, da war noch ein Yoru-Teleport hier. Ja, das war, um euch abzulenken von A. So wie jede Runde. Spike planted. Nicht vergessen. Blend. Oh, ich mach Surrender Vote, hat keinen Sinn mehr.
Last player standing. Aber wie ist das möglich? Es geht nicht. Aber mich pieken die immer nur dann, wenn ich gerade kurz weggucke. Satchel out. Flawless. Oh, ist das... Nee. Ja, ich Last hab's round da before noch gar the nicht switch. getroffen. Nothing will be saved after this. Use it. Das Round. Wenn Sarah FF schreit, dann müssen wir Ich bin gerade FF. richtig piss. Ich bin gerade richtig piss. Wir sind gerade voll am Abkacken. Ja, die Reina ist halt Ich will scheiße. nie wieder Cypher. Ja, die beiden Randoms, die passen halt nicht auf. Plus, ich aim die ganze Zeit A lang runter. Sobald ich mich einmal kurz weggehe, pieken die mich mit 3 Leuten und schießen mir in den Kopf. Was soll ich machen? Aber das Spiel werde ich nicht weiter runterspielen, weil es macht halt keinen Sinn, weil die da einen haben, der einen Warlock anhat. Spike down mid. One enemy remaining. Das so war A. Siehst du, was ich meine? Spike spotted. In der Bewegung sniped er instant hier runter. Ich kotze gleich. Sorry, ich merke heute ein bisschen viel, aber es ist gerade echt. Wo ist er hin? Ah, Garrett. Wer ist Garrett? Aber die können auch immer voll nicht mit einem Auto gehen. Switching sides. Ich bin halt nicht A gegangen und da haben sie mich diesmal nicht wegsnipen können, so einfach ist es. Aber wie gesagt, der Sora Colt wahrscheinlich wohl wer von uns stimmt. Weil wenn wir da nicht defenden können, wie sollen wir denn angreifen, wenn der uns durch die Wände sieht? Das Sora. Ja, ich würde sagen, ja gut, es wird nichts im Surrendern. Und die wissen nicht, welche Taste die drücken müssen. Die denken sich, oh, da unten links ist eine Box. Lese ich mir nicht durch, passt. Dann gehen wir halt mal. Ich habe NITRO reported, aber es ist mir sowas von scheißegal. Die sind Enemy auch spotted C. scheiße. So. Leute, ihr müsst doch... Spike down C. Ja. Wie gesagt, der weiß, wo wir stehen, versteckt sich in den Ecken. Das ist so. 15 HP. 2 gegen 3. Ja, da beiden werden dir nicht Nur helfen. beim Planten. Du musst das alles alleine machen. I have retrieved the spike. Reloading. I planted the spike. Ja, ich. Oh. Last player standing. Ich bin halt tot, Leute. What? Okay. Ah, Nobi, ein Leck bei dir. Sah zumindest komisch aus. Ja, es hat mittendrin gestoppt in der Bewegung. Ja, ja, so sah das bei uns Ich auch meiner aus. Maus. Ich komme mit diesen Tasten nicht klar, die so unter diesem Drehding liegen. Da gibt es so diese Tasten zum dieser Schnelligkeit dieser Maus einstellen. Und die sind so, manchmal komme ich da unbewusst raus. Drauf. We know more than we did Egal. before. Und dann ist es so richtig schnell auf einmal. Kenn ich, habe ich bei mir ausgeschaltet, die Tasten. Dann kann man die nicht mehr aus Versehen drücken, habe ich die Taste einfach disabled. Aber unten rechts bei Ich Logitech. verstanden, wie man das macht. Aber, hä, wie können wir dann so oft surrendern? Zweimal, geht in der zweiten Hälfte. Defenders Himmel win. kriegt. Die haben die Taste gefunden. Stolz auf die. Ja, wie gesagt, ich weiß nur, wie das bei Logitech geht.
Aber Sarah, du hast doch eine neue Maus. Wir haben dieselbe Maus, ne? Ja, und da sind ja unter diesem Drehding diese Z-Tasten. Zur Schnelligkeit Ja. einstellen. Ach, Also, da kommt aber mal rauf. ich drück bei denen nichts, ne? Ja. Ja, was ist denn das für eine Maus? Das ist die Rocket Cone. Da musst du bei der Rocket Software einmal unten rechts in Windows bei der Rocket Software einmal doppelklicken und die Tasten deaktivieren. Rocket hat ja auch so eine Software. Ich glaube nicht, dass die Sarah die Swarms Software drauf hat. Ah, okay. Für eine Software? Rocket Selbst Swarm. wenn, ich wüsste es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, das muss man separat installieren. Genau, die musst du nochmal oben drauf installieren und dann kannst du die Maus erst einstellen. Kannst du auch die Farbe dann ändern. Helligkeit bitte. Ja. Das können wir morgen mal machen. Klingt gut. Ja, nicht heute. Also komm, ich mach noch eins, dann bin ich raus. Match found. Dann könnt ihr jetzt zu zweit weitermachen. Mal schauen. Ich muss. Jetzt bitte gescheiter Mail. So dürfte es eigentlich klappen. Wieder nochmal Race. Heaven off nochmal. So, nochmal die gleiche Map wie eben. Choose your agent. Killjoy! After this, you wanna do some tinkering? Sure, but if anything explodes again, you are telling Brim. Ja. Placing swarm grenade. Usama Katzen. Aha. Placing swarm grenade. Turret out. Swarm grenade out. Kurz durch, hinter der Kiste. Reloading. Ah, wir haben hier Roboter. Spike down A. Hallo. Spike spotted. Ja, wo gammelt der Rest rum? Das ist die Ich gute glaube Frage. wieder in den Camper rein, das weiß ich jetzt Bot schon. coming back. One enemy remaining. In unserem Spawn. Ja, nee, ich kann jetzt auch nicht.
Ach, Spike ist hier. Da ist er. Gun here. If you're not a good shot today, don't worry. There are other ways to be useful. Ja, einen guten Start zumindest schon wieder. Das ist halt easy, soweit ich jemanden sehe, wird er weggehen, Molly. Und ansonsten halt mit dem Sentry. Placing sentry. Kommt B oder C, würde ich behaupten. Mitte einer. Hier sehe ich noch nix. Immer noch vor Doppeldos was? Ja, B und Einer C. Mitte unten, zwei Mitte unten. Ich raus. Spike down A. Turrets destroyed. What? One enemy remaining. Aber ich alle gebaitet. Okay. Okay. Don't stress if I die. It was great knowing Jetzt you spiele all. ich gerade mal die Marshall Also weiter. delete my hard drive. Nein. Placing swarm Ich glaube, grenade. ich komme jetzt C. Jetzt kommt unser Auftritt hier. Placing swarm grenade. Ich bin verkrittelt, aber. Ja. Oh, warte. Placing sentry. Jo, C. Ansage. Warte mal, ich flash noch. Ja, bleib der. Oh, ich bin blind. Die dürfen alle so ein bisschen low sein. Placing alarm bot. Und ich habe halt keine. Placing swarm grenade. B. Auf B drauf. Steht der hier oder hier? Ja, gut. Go in shop and buy a aim sight. Last player standing. What the heck ist das? Hä? Achso. Die ist nicht treffbar, die Jet. Ja, Wir haben nicht gekriegt. sorry. Ich hab der Jet das ganze Magazin in den Hals reingedrückt. 0 Damage. Ja gut, ich hätte auch die Marshall wegschmeißen können. Dann wäre es vielleicht anders gelaufen. Placing swarm grenade. Alarm bot out. I will find you. Turret out. Placing swarm Okay, grenade. ich hab wieder eine Marshall. Was ist ein Bastard? B. Okay, ich hab eine. Oh, Level 13, Sage. 105 HP, was soll das? Turret down. So haben wir keine Hiding. Out of charges. Reload. Don't run away, Cypher. Holy shit, you are so fancy. Lass mich mal vorgehen. Oh Gott. Aber die macht nur Stress da. Spike planted. Swarm grenade out. Bot coming back. Last player standing. Klar. Auf C geplantet, oder? Ja, das war hier. Oh. Der geht mir mal. 80. Duckt sich unter meinem Headshot unter mich. Ja, lass auch Where are gehen. we going
things this time. Macht keinen Sinn. Remember what worked in the past. Oh. Weil der Cypher guckt die ganze Zeit in die Kamera. Dann wird er angeschossen, weil er das gar nicht registriert, dass sie schon neben ihm stehen. Dann rennt er vor den weg, anstatt zu schießen. Das macht er jede Runde. Kein Scherz. Placing swarm grenade. Turret out. Satchel out. Placing alarm bomb. Placing swarm grenade. Oh, ich krieg schon wieder langsam. Mann. What the fuck, wie ist das? Ja. Die kommen A. Einfach hat wieder die Zeit aufgegeben. Recalling my boss. Spike down mid. Solche Stärken One meiner enemy Nation. remaining. Auch mit einer Aufbereitung. Mein Gott. Recalling my bot. Thirty seconds left. Ten seconds left. They're sinking so hard, I can smell their circuits frying. Placing sentry. Tobi. Ja, Placing swarm grenade. schöner Headshot. Ihr habt einen Sentry auf B, ne? Kannst du einfach reinrennen lassen. Da müsste Garage schon einer sein. Einer ist auf A drauf. You will not kill my allies. Sehe ich Flash. Eine Flash. Danke. Spike down mid. Okay. Ich lob mich einfach mal selbst. One enemy Ich kann noch remaining. einen Ace machen. Die ist hier. Nein! 139! Unlucky. Oh, belastend. Die kriegt We einen know what Headshot we're mit der doing. Fente Trust each other and we'll be fine. und stirbt halt nicht. Oh, danke. Ja, da ist er wieder. Placing swarm grenade. Turret out. Jo, komm mal. Alarm bot out. Placing swarm grenade. Ja, Enemy okay, spotted okay, mid. dann- Satchel out. Enemy spotted mid. Hawk out. Enemy tagged. Hier ist einer. Lust dazu pushen, aber ich will auch nicht. Okay. Ja, nein, alles. Boah, ich hab Spotted einfach over here. Turret down. Sind auf A drauf.
Bot coming back. Spike down A. One enemy remaining. Unter Heaven oder Spawn, eins von beiden. Out of charges. Oh, müde. Nein. Ja, ist ja gleich vorbei. Wir hören ja gleich auf zum Mitspielen. Ja. Placing sentry. Placing swarm grenade. Das ist Ja, aber dann frag doch wenigstens an. Nein, ich hab das Placing nicht. alarm bot. Placing swarm grenade. Alles gut, passt doch. Ja, aber du. Nein, passt, alles gut. C, Full C, würde ich behaupten. Recalling my bot. Recalling my What bot. the fuck? Wie? Spike down. C. Spike down. Nee, der ist gut C. Garage einer. Wir haben noch keinen Garage stehen. Fuck. Bitte. Placing sentry. Und jetzt aber. Oh, der hat ja nichts mehr, das Seite. Alarm bot out. Safe ist Aulo. What the fuck? Wie? Hawk out. Blinded. Reloading. So, komm weg. Vor C, immer noch weiter. Nee, gehen zurück. Ja, der hat sein Dings ja auch schon gemacht. 30 seconds left. Ah, die traden doch 100 Pro. Ja, ich habe auf den anderen Sites habe ich meine Mollys. Ja, aber. One enemy remaining. Spike down mid. C, 10 seconds left. letzter C. Sicher ist B? Ja, ich höre ihn ja. Ja, hier ist auch der Cypher. Ja? Das Spike liegt Mitte. Ja. Ich höre ihn ja hier. Also bitte. What the fuck? Hä? Achso, ich hab grad immer mehr. A day working the farm would do these fellas good. Ja, der steppt die ganze Zeit hier hin und her. Alarm bot out. Placing swarm grenade. Turret out. Placing swarm grenade. Ich hab B, aber Garage ist wieder frei, ne? B gucken. Garage, ich hab B. Komm A. Scanning ahead. Lang. Turrets destroyed. Take flight. What the fuck? Na klar. Enemy tag. Spike down A. Ja, aber die ist doch da schon hinten in der Ecke. One enemy remaining. You will not kill my allies. 30 seconds left. Und hier, schaut beide. Ja, nee. One enemy remaining. Ah, nice. Bot coming. Out of charges. Swarm grenade out. Also ich hab dreimal gefailt mit der Operator. Das heißt, ins Bett. Danke.
swarm grenade. Placing alarm bot. Placing swarm grenade. Garage ist wieder frei. Ich hab B. Leute. Junge, ich bin da voll mit dem Messer an dem Down. Spike Leute, auf down B B. drauf. Ich dachte, wir haben B. Ich hab B, ja. Ich hab den ersten habe ich gekillt gerade. Ja, die Chat stand vor mir. Oh mein Gott, was macht unser Server? Was macht... Oh mein Gott. Here. Last player standing. Ja, du Cypher, please stay A and watch your cam. Das ist der Typ ist so belastend, das geht gar nicht. Ey, wir waren so aus dem Verkauf. Ja, die haben 3 Smokes haben die auf B rausgehauen. Da ist wahrscheinlich einer durchgeschlüpft, bevor meine Alarmbot anging. Backside. One enemy remaining. Hat er gehört? Ich habe gar nicht hingehen. Schade. Hat aber gut gemacht. You say something? Sorry. Here's the eye. Jo, ich hab Eco. Kann ja 3 Waffen droppen. Danke. Ich pick halt null, nicht ein einziges Mal die Leute. Ich spiele nur auf meine Utilities und das euch mal. Aber, nee, du kannst... Ich schieße nicht auf Leute. Ich bin Pazifist. Placing sentry. Placing swarm grenade. Multiple enemies mid. Hi! Found them. Enemy spotted mid. Da reicht doch nicht. Welcome to my world. Get out of my way. Swarm grenade out. Nee. Ja, das ist unten. Spike down Ja, ja. A. Die war da oben und hat sich gerade weggedingst. Recalling my bot. There. Einer ist da. Flash raus. Oh mein Gott, und Garrett. Mhm. Junge, ich fall gleich. Wir haben den Spike hier. Ja. Wow, ich habe viel HP verloren. Oh, 70 in unserem Spawn sind die. One enemy remaining. Habt ihr markiert, wo sie ist? 70. 30 seconds left. Last player standing. you will not kill my ally. Oh, schade. Und dann krieg ich einen One-Tap. Im Hab ich auch. Laufen. Hab ich auch. Yes. Last round in the half. Save nothing. Ey, ich hab halt wirklich... Ja. The fuck, was habt ihr denn alle noch so für Geld? Auf der Spectra. Ich habe halt nicht gegen die Kann gekämpft. ich ja nicht Sag mal mal. Placing Dann sentry. mach. Ja. Recalling my bot. Turret out. Placing swarm grenade. Mitte unten 2 und lang 2. Bin schon raus. Schön. Da war noch einer lang. Ja, da war noch... Ah! Ich dachte, ihr habt gehört. Mano, schade. Aber ich bin ja gestorben, ne? Okay. Ja, gleich gehen wir schlafen. Spike planted. Nee, ich will nicht schlafen hier. Ah, du bist müde. Alarm bot out. Placing swarm grenade. Swarm grenade out. One enemy remaining. Ja, die blauen.
Oh, bin schon wieder. Last player standing. Headshot. This is no problem. Spike diffused. Jetzt sage ich dazu. Ja, gleich fangen die Give them time to reposition. Turnierspiele wieder an, dann gucke ich da wieder zu. Kann ich leider nicht mehr mit euch spielen. Sarah muss danach alleine spielen, glaube ich. Was? Nein? Erst Flo ist weg, ich bin weg. Echt? Ja, Nein? gleich um 22 Uhr fangen die Turnierspiele an. Die übertrage ich wieder. Hat Ne? uns keiner erlaubt? Ist nicht anders. Messi drüber, wirklich, wir verbitten uns gegen euch. Habe ich versprochen, dass Das wir... wollt ihr nicht, wir sind zwei Mädchen, das wollt ihr nicht. Zwei Mädchen. Placing Wir sentry. finden eine Mafia und wir finden euch, wirklich. Und bei Mafia join ich auch. Oh. Kommt ruhig vorbei, alles gut. Revealing area. Placing swarm grenade. Swarm grenade out. Die Chat ist nicht treffbar, Mann. Rechts ist frei. Reloading. Our spike carrier is dead. Spike down A. Got one. One enemy remaining. Your combat data is subject. Make sure to follow my Schönes pack in. Teamplay. They'll lead us right to the enemy. Cypher spielt jetzt auch mit. Da kann das was werden. Spikes here. So eine Ding. Ich spiele klasse. Na, nimm mal. Okay, okay. Okay, danke. Placing swarm grenade. Swarm grenade out. Turret out. Alarm bot out. Placing swarm grenade. Nice try, Cypher, würde ich sagen. Bomb buddy out. Bot coming back. Calling my bot. Enemy spotted A. Spike carrier is dead. Spike down A. Ja, die hat halt an die Sage. Okay, rechts steht so. Super. Es geht nicht. Es geht nicht. Die Sage ist komisch. Out of charges. Hier wird schon viel reported. Spikes down. Last player standing. Okay. Die Sage ist nicht komisch, hier ist am hart reinschieben. Wie? Nee. Enemies Aber ihr dürft close. mich wirklich nicht Eyes allein up. lassen. Du bist in unserem Herzen, du bist nicht allein. Auf jeden Fall. Ja, geht halt nicht anders, weil die Übertragung fängt halt 22 Uhr an, da muss ich da sein. Spikes there. Turret out. Tobi halt bleiben. Gerade einer. Jetzt habe ich dich, Sage. Bot coming back. Einer ist hinten im Arscheck. Placing alarm bot. Placing swarm grenade. Wow, ich hab Placing swarm grenade. Swarm grenade here. One enemy remaining. Bot coming back. A bow and arrow is old-fashioned, but sometimes old ways are best. Here.
Placing swarm grenade. Time to explode. Placing alarm bot. Jet grounded. Our spike, there they are. Placing One tap schon Spike wieder. down mid. Okay. Okay, Sage. Reloading. Alles klar. Uah. Found them. Hawk out. Swarm grenade out. Spike down B. One enemy remaining. Nicht treffbar, die Jungs. Wieder andersrum oder was? Keine Ahnung. Ich glaube, die war hier. Last player standing. Hawk out. Haben auch wieder einen 100er Ping. Wunder, dass ich den nicht treffe. You're up. Stay safe. We're going back in. Placing sentry. Placing swarm grenade. Aha, das war ja meine. Geronimo, ich geh rein. Steht er schon wieder da hinten? Ja, steht er. Der hat nichts mehr, der hat nichts mehr. Oh, er kommt raus, nimmt Dash, unglaublich. Echt da hinten. Nee, 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 nee. Sage. That's done. One enemy remaining. Out of charges. Recalling my bot. Match point. We can end it now. Once more. Yes. Reloading. Yes. Ah, dieses blaue sieht voll nice aus. Reloading. Ja. Also die Farbe, die sie hat. So sind auch die Einschlagsflächen. Turret out. Placing swarm Das ist grenade. cool. Jetzt A oder? Ja, das war. Freeze Enemy out. spotted A. Heal up, squad. Recalling my bot. Alarm bot out. Placing swarm. Ja, klar, Junge, nee. Spike down A. No harm. Last player standing. No more charges left. I know exactly where you What do you say, drone? Ready to stretch your wings?
Also Double Doors piekt die Sage oft raus. Ja, schon wieder. Oh, das war ein Operator. Revealing area. Placing swarm grenade. Swarm grenade out. Enemy marked. Gone. Warte, soll ich reinschalten? Das war schön, Tobi, ne? Leider hat's nicht ganz gelangt für alle. Ich hoffe, das noch so war. One enemy remaining. Bitte, bitte. Revealing area. Man muss ja den Spike mitnehmen. Unlucky Spike, Dude. I have the spike. 30 seconds Und left. tot. Und tot. Oh. Die Race reagiert nicht. Oder die wartet schon auf A, das kannst du haben. Ist ja blöd, wieso? Planted. Plantet er nicht verloren? Weil er seine Ult hat. Oh, und dann versteckt er sich genau da, wo er sich nicht verstecken darf. Jetzt muss er nämlich nochmal überqueren und... Aber wenn sie hinten bei C war, wird sie wohl kaum von der Seite A kommen, oder? Nee, aber er muss da hingucken, weil er alle anderen Dinger nicht checkt. I am the hunter. Er ist tot, mit Ansage. Ach, der. Er bricht sein Ult ab. Clutch. Ja gut, er hat gewonnen noch, aber naja. Attackers So. win. War wackelig. Exception. Today is not our day to die. Oh, schön war's. Geh mal Ja, ins aber Bett. Tobi. Uff. Ja. Wenn Flo schon gehen muss, dann darfst du nicht gehen. Aha, ich bin raus. Weil eigentlich dürfen wir alle nicht gehen. Oh. Das ist voll gemein. Ja, weiß ich. Von mir aus können wir nach dem Spiel noch gerne nochmal eine Runde machen. Aber es dauert auf jeden Fall 1 Stunde oder 1,5. Ja, ich glaube, ganz so lange darf ich dann auch nicht aufbleiben, aber. Könnte machen wir noch eins. Ja, aber ich, Also wie eigentlich gesagt, ich muss jetzt noch erstmal weg. haben wir doch eine Regel. Tobi? Ja, die Regel war schon 20 Uhr. 2, 4 oder 6. Ab 20 Uhr. Nee. Die Regel war 2 oder 4. Ja, aber 4 schaffen wir nicht. Ja, aber 2. Das schaffen wir auch nicht. Doch. Hä? Klar. Ja, wer weiß, vielleicht kommt in einer Minute deine Mama und dann. Das kann sein, aber das können wir ja nach dem Spiel gucken, oder? Jetzt steht noch 2. Wie lange musst du es noch mit mir aushalten? Vor allen Dingen aushalten. Ja, wie gesagt, ich muss jetzt erstmal weg. Sonst, wenn ich... Morgen dann. Ja, wenn ich euch nicht mehr sehe, dann bis morgen. Ansonsten können wir ja später noch ein Game machen oder so. Bis dann. Ciao, ciao. Ja, ciao. So Leute, hier machen wir jetzt eine Runde Sentinels gegen der Energy. Geht in 15 Sekunden los. Ist das erste Game von den Sentinels, was wir jetzt in dieser Qualifier Stage hier sehen. Ist ja... generell haben sie ja die Qualifikationsrunden quasi übersprungen, weil sie sich schon von den Punkten her qualifiziert haben. Sind wir mal gespannt, was da jetzt abgeht.
lines them up. They swing and the heads are being popped. Down! Banned! The takedown point. Went for more. No way! Picks up 4! Shanks, and speaking of... Oh my goodness! Day 2 is upon us as NAVCT continues in its first week. We saw Day 1 wrap up yesterday. So, ja, starten wir. Das ist der Tag 2 der ganzen Main Event. Wir gucken uns immer nur ein Spiel an, weil das wäre sonst viel zu viel. Das Ganze geht ja über 8 oder 10 Stunden oder so. Und da das bei den Amerikanern gerade um diese Uhrzeit immer startet, wären wir dann bis 8 Uhr morgens unterwegs. Das ist mir ein bisschen zu viel. Aber wir gucken auf jeden Fall jetzt mal, nachdem wir uns 100 Thieves gestern angeschaut haben, gucken wir uns jetzt mal die Sentinels an. Bin ich mal gespannt, was da abgeht. Wir haben noch kein Spiel von denen gesehen bisher. Die haben die ganze Zeit zwar geübt, aber es ist unklar, wie die spielen. Vor allen Dingen halt auch, weil die haben zwar den Tens dazu gekriegt, einer der Starspieler jetzt mittlerweile bei denen, aber die haben bei den letzten Runden nach den Championships, oder sagen wir so, wir fangen an bei den Championships, da haben sie nicht wirklich alles rausgeholt, was sie ausholen konnten. Die waren noch relativ frisch zusammen. Ja, die sind relativ früh ausgeschieden. Das war sehr überraschend. Jetzt gucken wir mal, wie weit sie jetzt kommen. Ist ja generell jetzt erstmal nur, um in die Championships reinzukommen. Double satchel charge whacked out of the sky from Hiko. And he goes for the hat trick at the same time, dropping the spike. Mitch Aston, oh, they go in. Aston, can he find him? Just gonna spot the arm of Zeppa, sorry. Then Mitch still gets the kill into Echoes. We tried to do some one ways, and then Mitch gets another one to Asuna. How does that happen? Pick up in Halls, another one just on the side of Baby J. Do they have the weapons to do this now? One picked up and you hear it running away. BBJ's tagged for a bit and you see he's just looking to save that weapon. Ooh. It's not going to happen. Vanity gets the headshot. Last one inside the site. If anything blows up from the spike, but no. If you think about it around that long, he gets to go cave otherwise. Well, the plant is happening and probably dashes and makes it in time. So he sees him running from pyramids or goes to B, sees him running. There's a very... Oh, but Zeppa's going to do the same very soon. And there you go. Hello. Triple kill. It's going to have to go. Xander on the drop. The gun gives him away. A 1v1. Zalsis with 26 armor swings around, but Scuba gives him the business. Can they protect it? Whippy, good for one. Zalsis takes care of another one as well. For now, it's going to stay alive, but they've got to push it, and they push it right into Zalsis. Zalsis gets 3. And they're going to try to go onto the site anyway, and it's a freaking meat grinder. That could have been so good, but Zip falls. Ban, though. Oh, man. And put the team on his back, baby. Ja, das waren so die Highlights vom ersten Tag. Ihr seht schon, da geht einiges. Die Amerikaner sind ja viel mit Flashy Plays unterwegs. Da bin ich mal gespannt. Ja, die 100 Thieves sind relativ weit unten. Ist jetzt nicht so verwunderlich, die haben auch gegen das stärkste Team, Cloud9, verloren jetzt. Das ist allerdings nur ein Bracket. Jetzt kommt das zweite Bracket, einige Spiele von denen, das sind ja erst die ersten Spiele, also ist noch nichts in Stein gemeißelt. Das zweite Bracket, da sind dann wieder andere Teams unterwegs und dort finden wir die Sentinels und das ist genau das Spiel, was wir uns jetzt anschauen werden einmal. Ja, was erwarten wir? Wir erwarten, dass auf jeden Fall Mr. Lab, also Tens, dass der Crispy Shots raushaut. Allerdings ist der Druck auch sehr, sehr hoch bei ihm. Also Tens, kann man darauf achten, er spielt
häufiger mal auf der Jet oder auf der Reyna. Manchmal auf der Race. Der ist unter Druck, ist er ziemlich instabil. Ansonsten hat er den besten Aim, den es bei den Amerikanern gibt. Müssen wir mal drauf achten. Dann als zweites Shazam. Shazam ist der Captain. Ist der auch auf der Jet zu finden ist oder halt auf dem Sober zum Beispiel. Da bin ich mal gespannt. Hier sehen wir mal das Bracket. Version 1 ist auf Platz 1. Sie haben schon gespielt gegen die Knights. Die haben verloren. Und sonst ist bisher nichts passiert. Also ihr habt da nichts verpasst. Version 1 ist ein ziemlich gutes Team. Optic Gaming, Energy und Ryzen sind ja, für alle Überraschungen gut. Aber unsere Augen sind erstmal auf die Sentinels gerichtet. Gucken wir mal, was da heute passiert. Version 1 are just a force to be reckoned with, and coming in out of the qualifiers, this team is looking exceptionally strong and one of the leaders currently in that group. Yeah, because when I was listening to the analyst desk yesterday and Sideshow's hyping it up for Ascent, oh, they're undefeated, 20-0. I'm like, okay, I'm ready for this game. And then I'm just falling asleep on my chair. With my old age, I was ready to go to bed right after that series. But I think it tells more about version 1, how they went through the open qualifier till now, because we see now a resurgence of Penny and how Whippy is so good in this role as a Sentinel player, as Killjoy locking down that B site on Ascent. And I'm really looking forward to version 1 continuing this streak of undefeated maps so far against in this open qualifier to the challengers. Yeah, I also think you have to give some credit over to Zelsis too on that KO. I think if you're not picking KO on Ascent right now, you are trolling. It just makes it so easy to get into those sites, and Knights just couldn't really deal with it, right? Their KJ util is getting turned off. V1 didn't lose a round on attack, and I think the KO pick and Zelsis in particular, 18-7 on that map, had a big role in that. And we'll be seeing more of them throughout the coming weeks as well. But let's take a look at the teams we're going to be seeing today and tomorrow as we take a gander over at the schedule. We get to start things off with Sentinels versus NRG. Sentinels, a team we haven't seen play in what feels like eons, as they only played a few games at Champs, and from then back, it was a few months even. So it's been a while since we've seen Sentinels play, and what we got was really not that much. It was basically a sample size of 3. The Guard versus Luminosity coming up after that as well. That's our Group A matchup. And I do actually feel like that has a potential to be one of the stronger matches on the day. I think a lot of people expect Sentinels to wipe the floor with energy, but I think the Guard versus Luminosity could be a really, really good series. Yeah, I mean, I think the Guard is picking up a lot of momentum. Everyone's seen like the highlight reels of Trent on Reddit and whatnot. His Sova is absolutely phenomenal, but I also think that team is just a really strong textbook team, not a very greedy squad. So they're one of my sort of, I guess, dark horses coming into this tournament. I'm really excited to see how far they can go. Let's take a look at the teams we're going to be seeing in just a minute here, though, on the stream. We've got Sentinels coming up against Energy. And these guys, they don't really need an introduction. Not strangers to the stage, as you've got Dapper, Shazam, Sick. So, wie ihr seht, ne, viel Blabla am Anfang. Aber hier sehen wir mal das Team der Sentinels. Dapper, Shazam, der Captain, Sick, Tense und Soms. Bei Tense wissen wir ja schon, der ist mehr auf den Duelist zu finden. Shazam ist sehr variabel einsetzbar. Duelist beziehungsweise ja, Sentinel im Prinzip. Infogamer, wo sitzen die Gegner? Dapper, der Klepper, der ist auch variabel einsetzbar, mal auf einer Race, mal auf einem Cypher. Big ist ja der bekannte Phoenix-Spieler. Phoenix ist derzeit leider nicht mehr Meta, sagen wir es mal so, und den kann man auf dem KO zum Beispiel finden. Auf der Sky. Und Soms ist der Support-Spieler. Den finden wir auch auf einer Sky. Manchmal auf einem KO, vielleicht mal auf einer Killjoy. Killjoy ist weniger gespielt momentan. Ist auch variabel. Das ist halt das Schöne bei denen. Die sind halt überall einsetzbar. Das Einzige, was halt das große Fragezeichen ist, wäre dann Tense. Wie performt er jetzt? Hat er das noch im Hinterkopf, dass er leider die letzten Male nicht so gut gespielt hat? Und wenn ja, bricht er unter dem Druck zusammen? Oder kann er sich zusammenreißen und das Ganze einmal nach Hause holen? Schauen wir mal. Looking at the roster as well, one player we often talk about is Sick, and that was our player to watch coming into this series. The stats here coming in from Hier sehen wir das mal. Headshot Percentage ist eigentlich immer fast
gleich bei allen. Ja, Signature Hero kann man nicht sagen Sky, aber er ist auch in der Sky zu finden, ja. Coming into this tournament, it's about like reframing expectations, and for Sick being a really strong flex player on the team, Van Silly, I know this guy used to play a million different agents. Nowadays, that pool has started shrinking, right? And I think as teams have figured out more of a meta, you are almost not rewarded as much for playing this wide list of agents, just because you figure out, oh, if we can just pick Sky every map, that's pretty good. Now, we could spend a lot of time talking about this Sentinels roster, but there's a team that they're competing against that we haven't spent as much time talking about over the last 6 months, and that is Energy, their opposition in this series, a team who has made some recent changes to try to improve what they've been doing in the past, and that takes place right in the center there as you see Hazed joining the roster. So, hier sind wir mal, das Team von Energy, Android, EIU, wie auch immer der ausgesprochen wird, Haste, Som und Tex. Som ist der mittlerweile Starspieler von denen auf einer Jet auf jeden Fall, zu 99%. Manchmal spielt er auch irgendwas anderes. Da müssen wir mal bei ihm drauf achten. Der hat halt üble Shots, vor allen Dingen mit einer Operator. Da gehe ich mal davon aus, dass Sentinels das wissen und ihn da quasi dementsprechend disablen, also mit Smokes, Flashes oder halt einfach einem Dodge ausfinden, wo sitzt er und ihn komplett dodgen. Also im Prinzip kann man sagen, was wir uns anschauen werden, ist Som gegen Tens oder Som gegen Shazam, je nach Map. Wie ich ja schon sagte, entweder der eine Tens oder der andere Shazam spielt Jet. Und bei Energy ist es Som. Gucken wir mal. Wird auf jeden Fall richtig geniales Matchup. Kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Allerdings habe ich so ein bisschen die Vermutung zumindest, dass bei Energy das ganze Team um Som herum nicht ganz so hundertprozentig funktioniert. Die sind auch gut, aber das Zusammenspiel, das hat ja letztes Mal nicht so gut geklappt, was ich gesehen habe zumindest. Som macht dann so 2-3 Kills und da muss das Team dann natürlich auch mit performen und wenn das nicht passiert, dann kann ich alles alleine machen. Ist halt einfach so. Und hier sehen wir die Map Selection bzw. die Bands und links sehen wir gebannt. Und in Sentinels ist Breeze und Ascent. Warum ist das so? Hatte ich eben gerade gesagt, Som ist ein super Operator-Spieler und mit langen, großen Maps ist er performt halt einfach am besten. Hier nehmen sie natürlich raus. Das ist auch völlig okay. Das ist auch das, was ich mir vorhin schon gedacht habe. Machen sie auch genau richtig. Auf der anderen Seite von Energy nehmen sie natürlich das Gegenteil heraus. Kleine, enge Maps, wo halt so ein Operator-Jet nicht so wirklich performen kann. Split und Icebox. Erste Map ist Fracture von den Sentinels gepickt. Und Energy will als erstes defenden. Haven und Bind kommen dann hinterher, je nachdem, ob wir 2 oder 3 Maps sehen. Teams, it does make sense. Like Sentinels did look pretty good on Breeze when that map first came out, but then they just kind of dropped. Meanwhile, Energy has been hot on that map. So it just makes sense now that you're looking at the map picks and bans where both of these teams, for Energy and Sentinels, are kind of playing the bans against each other to make sure that you have the most comfortable series that you could get for these two teams, which now allows this fracture unknown to what is going to be pulled out for Energy in this first map. Meanwhile, even for Sentinels, they haven't really played like a real comp. Can I put it that way? Because you had a Killjoy, and you didn't have too much Raze going with their breach to try to clear out some corners. So I love to see what Sentinels will bring out into this composition once we get to that map. And even looking at the second map too is Haven. Sure, it's been a map that's been better for Energy, but that's a little bit scary. So, Fracture ist natürlich eine Hausnummer als allererste Map. Vor allen Dingen, was wird dort gespielt? Wir hatten öfter eine Jet auf jeden Fall mal angesprochen, das ist ganz klar. Braucht man auch. Man braucht einen Sentinel, sowas wie ein Chamber zum Beispiel. Ich denke mal, das wird so ungefähr der Standard sein. Gucken wir mal. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Noch ist eine kurze Pause. Gleich geht's los, ungefähr 2 Minuten. ist ein komplexes Zeichensystem. Jeder weiß jetzt, dass wir über Leichen gehen. Die Ärzte weigern sich es einzusehen. Ich bin ein Style, bitte holt mich hier raus. Wir ticken nicht ganz sauber.
turnt an. Sie weiß, ich hab den Kopf, damit sie ihn verdrehen kann. Ich war so hin und weg, dass ich kaum noch stehen kann. Sie ist mein Ein und Alles, ich hab ihr blind vertraut. Ich fress sie aus der Hand und sie nimmt mich aus. Neue Schuhe, neuen Schmuck und neue Kleider. Was kostet die Welt? Ey, ich kauf sie ihr gleich zweimal. Meine Traumfrau, ich geb für sie mein letztes Cent. Und sie nimmt mich aus bis auf den letzten Cent. Doch als ich pleite war, da verließ sie mich mit den Worten: Der Sex war schon ganz geil, doch ich lieb dich nicht. Und sie singt: Männer haben nur einen Kopf, damit Frauen ihn verdrehen können. Verdrehen können. Männer haben nur einen Kopf, damit Frauen ihn verdrehen können. Verdrehen können. In ihren Händen bist du Knete, das ist gar nicht deine Art. Sie hat deinen Kopf gedreht um 180 Grad. Auch wenn ihr Gequatsche dich die ganze Nacht wach hält. Du erfüllst dir jeden Wunsch, da wird nicht lang gefackelt. Sie hat dich zum Friseur geschickt und du bist hingedackelt. Dein freier Wille ist Geschichte, wenn ihr Hintern wackelt. Sie ist jetzt dein Stilberater, du siehst aus wie ein Clown. Los geht's! Sentinels gegen Energy. Ich bin mal echt gespannt. Wird auf jeden Fall ein ziemlich krasser krasses Zusammentreffen. Not really, to be honest. I was expecting this one to be banned away from either side, honestly. But at the end of the day, I think it's fun because we get to do a little bit of theory crafting here, almost, as to what these teams are actually going to play. Because, like I mentioned before the break, I think Sentinels would be very well served to change up their composition. I think you need to be running Raze as your duelist on a map like this. So whether or not Tens is going to be playing that, whether or not it's going to be Som going on to the Raze, I actually think Som could go ahead and pull out the Chamber. If he wants to be opping, I think Chamber works so well on this map, and Tex could actually go back to some of the duelists he used to play for the roster. I mean, they've had a month to practice this. NRG have probably been waiting on this one for a while and maybe not even wanting to show it during the open quals, that now we have an opportunity to really show what they've been working on. Yeah, because agent composition for Sentinels on Fracture, as we had a chance to talk about it before the break, was Tens was still playing a Jet. And it's not necessarily that it's a bad agent to pick on this map, because Tens is still pretty good on this map, but not having a Raze in that composition is going to make things a little bit more difficult to try to execute in these sites. And I think at the same time, they're playing a single controller in the last time that they played. So I think going double controller for Sentinels will be a good one. On the other end, though, I do have to disagree with Ender on who should play the Chamber. So, ja, die diskutieren auch gerade die Agent-Komposition. Sorry, ich hatte eben gerade noch eine kurze Unterbrechung. Ja, was haben wir auf jeden Fall? Wir brauchen auf jeden Fall einen Flasher auf Fracture, das ist Standard. Vielleicht sogar zwei. Ist gar nicht verkehrt. Sowas wie KO Sky ist sehr beliebt. Was wir auch noch brauchen, ist ein Infogeber. Sowas wie Sober zum Beispiel. Ein Sentinel, sowas wie Chamber zum Beispiel. Und dann ist plus X. Was wir sehen könnten bei den Sentinels ist vielleicht eine Rainer. Und ja, sind wir mal gespannt. Ist auf jeden Fall alles offen. Wie gesagt, wir haben die Sentinels noch gar nicht gesehen. Da ist einiges offen. Multiple kills the second the round starts. I feel like if you're not locking in those three agents, you're trolling. And as for like, ja, stimmt, genau, die Raze habe ich ganz vergessen. Die benutzen einige einfach nur, um die ganzen Corners zu clearen. Es ist halt ziemlich einfach mit einer Raze. Die ganzen Boxen und die ganzen Ecken. Da sind halt die ganzen Utilities versteckt, beziehungsweise auch die Agents. Einmal mit der Nade, einmal mit dem Boombot und mit den Satchels, einmal alles zu clearen. Das Ganze geht natürlich auch mit einem Sober, ist auch kein Problem. Können wir mal gespannt sein. Was ich auf jeden Fall sehen will, ist ein KO. Ein KO ist so ein Secret Pick. Die meisten haben das noch nicht so richtig verstanden. Yeah, it's really interesting, right? Because usually Tex is going to be on the initiator duty these days, like a KO or a Sky, but he almost has some of the same like plays he used to make on Jet where he would go off on his own. So what I want to keep my eyes on is Tex on form? Is he winning his early fights? Because a lot of the times we've seen in the open quals, he dies early and then NRG stall out. They don't have the flashes to get onto site and they look a little hesitant to move forward. Well, I'm told that it's time to check out the agent select
and we'll see if we're going to get, in fact, the chamber on those players. So it does look like we're going to Genau, und hier haben wir das, was ich vorhin schon meinte, ein Chamber und eine Jet ist bei beiden sehr beliebt. Und genau da kommt das nämlich zum Tragen. Hier hatten wir eben ein KO, das ist nämlich wäre die richtige Wahl gewesen. Ein Breach funktioniert auch, aber ein KO hat halt noch die Möglichkeit, ein Chamber und eine Jet zu disablen. Ja, die Astra ist natürlich, die habe ich komplett vergessen, Standard. Und dann bleibt eigentlich nur noch ein Smoker über und das ist dann hier in diesem Fall die Viper. Wie ich schon meinte, die Race ist nice to have, aber man kann halt nur 5 Agents picken. Die kann man auch komplett weglassen, ist absolut kein Thema. Und die Ecken clearen ist mit einem Breach auch möglich. Wie gesagt, ich bin eher der Fan von KO anstatt Breach, aber das ist natürlich Geschmackssache. Die Winrate spricht allerdings für sich. You know what? I'm gonna go, you know what? Screw it. Forget expectations. NRG take Fracture. I think they're coming in with a plan. I don't like the Jets, but that's okay. NRG take Ja, was erwarten wir? Was passiert? Zom ist auf jeden Fall ein Faktor in diesem Spiel, also auf der Seite von Energy. Und der andere Faktor ist Tense, ob der nervös weiterhin bleibt oder sich jetzt zusammenreißen kann. Ich würde sagen, also mein Herz schlägt auf jeden Fall für die Sentinels, ganz klar. Ich würde sehr gerne sehen, dass die gewinnen, aber ich würde sagen, Energy hat eine reelle Chance, dass die das Ding nach Hause bringen. Thank you very much, guys. I wasn't expecting a speech from Bok. That's quite touching. He's been working on that for a while, hasn't he? I felt the rehearsal in the mirror off the back of that. I could see it. I could see it in his eyes. No, I mean, yeah. Thank you very much for the warm welcome, and yeah, excited to bring you guys the action here with this series today. Sentinels versus NRG. Everybody's waiting for it. Josh, it has been 68 days since we've seen Sentinels play an official map. And according to the community, genau. 68 days since they practiced. 68 Tage, Quatsch, 86 Tage her, seit wir die gesehen haben. Das ist schon ziemlich lange. Das sind die letzten Championships gewesen, wo sie leider sehr früh ausgeschieden sind. Und deswegen denke ich mal, der Counter, wie viele Leute gerade zugucken, wird relativ hoch sein. Wir sind alle gespannt, wie die Sentinels jetzt performen. Pistol Round, damit fangen wir an. Und Dapper, der Klepper, haut erstmal den ersten aus den Latschen. Schönes Ding. Tex macht das Ganze auch noch mal eben nach. Shazam ist auf dem Breach. Warum er den spielt, ist ganz klar. Er kann halt einfach alles spielen. Und er gibt die Calls vor, ist der Initiator, das passt sehr gut. Dann geht er down. Jetzt wird er den Call geben, zurückfallen auf die andere Seite. Natürlich nicht sofort. Erstmal gucken, ob man noch einen Pick aufkriegt. Oh, Tex wäre fast draufgegangen an der Stelle. Eingesprungener Rechtsklick Classic, sehr beliebt. Und die haben doch die Side bekommen. Sonst wird aber draufgehen, da hat er keine Chance. Das ist die Stärke des Breachs. 2 gegen 2, alles noch drin. Jetzt ist Dapper leider zum ungünstigsten Zeitpunkt einmal nach vorne gekommen. Und Sick mit einer Classic ist nicht zu unterschätzen. Und so wird es natürlich nichts. Und die erste Pistol-Runde ging natürlich jetzt relativ unentspannt vorbei. Yeah, I mean, everything is. Ja, Energy führt 1-0. Und Tense habe ich gar nichts gesehen. Okay. Pretty different comp. I mean, Sick was playing Sky. But here, saving the aftershock until the very end of the round just allows EU to turn this. Ja, da ist es natürlich auch wichtig, dass man solche Tools aufbewahrt für den richtigen Moment. With his rendezvous. Sentinels are not going to force up into this round.
And I went back and I took a look at Sentinels when they played this at Champions. And something that sprung out to me, even though the compositions are different, every single attacking round that Sentinels played on Fracture against Crew, they ran a split. They never defaulted. So this is actually slightly different. See how they're spread around the map? Dapper's just taking dish control. They have then Zoms watching over towards Tree. This is a bit of a different look. The strategy for Sentinels was quite one-dimensional when it came to Champions. It worked incredibly well. But this slower pace is slightly different. If you fast flank against them, Da kann ich nicht zustimmen. Eindimensionales Gameplay ist eigentlich nicht das Markenzeichen des Sentinels. Die adaptieren und variieren sehr, sehr stark. Vor allen Dingen, was halt auch die Agents angehen. Mal spielt der eine, mal spielt der andere eine Jet. Die sind eher unpredictable, genau das Gegenteil von dem, was der Caster eben gerade gesagt hat. Und das werden wir auch gleich mal sehen. Zom ist da sehr stark, ne? Ist, oh, da hat er aber gerifft. Dapper genauso und so geht die Runde sehr schnell vorbei. Wir haben nur einen gekriegt in der Eco-Runde. Jetzt kommt die Bonusrunde, wenn der Gegner führt 2-0, hat er nur einen Half-Buy, also so Billigwaffen quasi. Während der Gegner einen Full-Buy machen kann, nicht muss, aber kann. Aber sollte auf jeden Fall. Jetzt bin ich mal gespannt, was Dapper kauft. Er geht wahrscheinlich auf seine Sheriff, ne? Utility Sheriff. Ist nicht so dolle, finde ich. Bin das dann. Aber sonst weiß ganz genau, dass sie gerusht kommen. Oh, der hat seine Ult, das habe ich nicht gesehen. Oh, da wird er durchgesprayt durch die Kiste. Energy macht das richtig gut. Jetzt gucken wir mal, ob Haze das noch hinkriegt gegen Tens. He just doesn't know where Tens is whatsoever. Sick ran through tunnel to try and help Zoms, and Tens was lagging behind. But that's actually set up a situation here where Tens is able to get the spike safely and head over towards B. But at this point, Hayes, having not made contact towards A, has an idea that the spike is going to go down on B. Tens has been nasty in 1v1 so far. Has he got it this time? We'll see. Oh my goodness, a quick Oh, der Headshot. Spike is down and Hayes knows das ist natürlich äußerst belastend. Mojo is just trying to fake that he could be crossing, eventually going to be B-hopping behind those dice, but still this 1v1 is so important for him. Oh, macht er gut, macht er gut. Das war richtig knapp. Am Anfang hat er gleich durch das Spraydown einen Headshot kassiert. Mit Aspekta natürlich nicht so viel. Aber da hätte es an der Stelle schon vorbei sein können. Aber hat er gut gespielt. Hat er sehr gut gespielt. Also noch behält er die Nerven. Ich hoffe, das bleibt auch so. That was an expensive round, but it's actually NRG's economy that comes out looking a little worse here. And Sentinels once more set up for a bit of a default. The Astra being added into their composition instead of the Sky. 6 change to the agent comp overall. Means that it's a little easier to default on this map. You've got the Sucks to be able to stop any defensive aggression. But this setup towards A looks dangerous. Tex takes first contact. Looks like a fault line from EU. And Android was going to swing. Shaz has felt it out. Baited out the trap play. And now it's going to be on Som hiding in Arcade. Dapper has been a bit of a menace here at Arcade. Time being brought down. That's Hayes taking the angle. That's Sick falling. More Astra for their comp. Som has been spotted though behind these boxes. Needs a teammate to play off of. They know Dapper's there, and that's going to be the second one for Hayes. Good performance thus far. Sentinels are slowly creeping up through the B main. Just seeing if they can find something now. A lot of pressure on Tens' shoulders to see if he can try and convert something. 2 players down, it's going to be hard. Ja, die Sentinels haben schon 2 verloren. Das ist das, was die meisten unter eindimensionales Gameplay verstehen. Die versuchen halt immer noch auf die gleiche Side zu kommen. Das variieren die allerdings trotzdem häufiger mal und sehr gut auch. Momentan leider nicht.
Das könnte jetzt voll daneben gehen, wenn sie das so weiterspielen. Just be saving the rifles in a situation. And a stun just queued up. It's 12 seconds remaining. Surely they're not going to go for this. Ja, da haben sie keine Chance. Yeah, it's just going to be the save. Das wird ein Save, aber Soms holt nochmal Tanks weg. Macht er sehr gut. Okay. Yeah, just keep those rifles on hand. Keine Chance, da noch auf Seite zu kommen. Gegen 2 Modis von der Viper plus der Smoke. This is their map pick. This is NRG's permaban. This is not a good start. They've come into this looking for a bit more of a slow approach, but they're giving NRG opportunities to find those individual 1v1s, and it's what the desk were talking about. NRG are so strong in those positions. Ender was bringing up Tex and his success in early 1v1s. That's also the case for Som, and for Hazed here. He's 6-1. The old man energy is pounding. He's getting revenge for the PAX Invitational and the 30-bomb Summer Cup. The annals of history you're reaching into there. Gut, jetzt haben wir kein Fullbuy. Depper ist auf einer Bulldog. Pence geht diesmal aggressiv rein. Das ist das, was wir auch sehen wollten von ihm. Allerdings geht das daneben. Energy holt 2 weg von denen. Taking out the Astra player on the other side of things as well, sick and new to this role. Again, it's going to be Sentinels, 2 players down. And so much on chance to try and find another duel. This time it does go the way the Sentinels, but Som is instant. Shazam holt einen weg, macht allerdings den gleichen Fehler wie alle. Der repickt instant wieder. Und so gehen natürlich seine restlichen AP auch weg. Aber mit einer Bulldog ist das nicht so einfach. It's the way they play off of each other, always there, ready to just capitalize if a teammate takes a duel. And Dapper, Bulldog in hand. I imagine just wants to try and make it. Vielleicht kriegt er noch einen mit seiner Bulldog. See me was tapping the orb a couple of times there, just trying to bait a swing, but NRG. Hat er ganz gut gemacht. Jetzt wurde aber gejiggled peaked. Just showing how much they respect Sentinels. Not willing to give them really an inch still. Ja, da hat er den Som nicht mehr hinterher getrackt bekommen. Das Crosshair ist immer so ein bisschen hinterher nachgezogen. Wird auch nochmal geteabaggt von Som. Absolut keine Chance an der Stelle. Ja, was wir bisher gesehen haben, ist Som ist stark immer noch. Also da hat sich nichts geändert. Und Tense kommt noch nicht so richtig ins Spiel. Hier und da ist mal was Gutes. Aber da muss noch ein bisschen mehr kommen. Shazam versucht das Ganze gerade noch so ein bisschen zu organisieren. Haben allerdings jetzt so ein Half-Buy, also eine Eco-Runde quasi. Das bedeutet, die spielen jetzt auf Pick-Offs, versuchen natürlich die Runde zu gewinnen, aber unwahrscheinlich. Energy ist ein sehr starkes Team. Wird allerdings, wenn wir uns die letzten Matchups angucken, Schwierigkeiten haben gegen die ganzen anderen Top-Teams. Gegen die Sentinels interessanterweise haben sie die perfekte Lösung gefunden, wie sie die spielen. Schauen wir mal, ob das jetzt so bleibt. Ja, EU hat seine Ult im Anschlag, sobald ein Approach stattfindet, wird die gezündet. Da kommt der normale Stun von dem Breach. So wissen die, dass sie auf jeden Fall dort sind. Die Smoke müsste gleich faden. Da ist sie weg. Und die Tür geht zum richtigen Moment zu. So können sie auch kein Pick-Off durch die Tür kriegen. Double Smokes auf Side, dass sie da auch schön durchkommen. Und er wurde aber gesehen, dass er dort in der Ecke plantet. Taken out by a lot of this spam, but it looks like they're just trying to play post plant all from halls here. Die Viper Ult tut natürlich einiges. Und jetzt kommt der Approach. Breach Ult raus, einmal runtersprayen. Aber schöner Return Kill von Sick. 2 noch am Leben der Sentinels. Diffuse ist halb durch. Chess kriegt das Ganze noch unterbrochen, aber Soms zeigt sich einmal und dann war es das auch schon. Haben sie aber trotzdem einiges rausgeholt. Die haben zwar viel investiert, die haben eine Ult investiert von der Viper und natürlich einige Utilities und einige Buys, aber
3 Leute geholt und einen Plant rausgekriegt, das war sehr gut in der Eco-Runde. Jetzt allerdings wird es kritisch. Jetzt müssen sie langsam mal was zeigen. 5:1 steht für Energy. Und ich würde mir wünschen, dass sie das Ganze variieren, dass sie so wie jetzt sich aufteilen, 2A, 3B oder andersrum. Ja, die sind sich noch nicht sicher, wie sie das machen wollen. Flex schaut einmal A-Main rein. Dort sind 2 der Sentinels. Einer orientiert sich Richtung B. Die anderen beiden auf der anderen Seite. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt ist es auf jeden Fall eine andere Möglichkeit. Sick und Dapper, die hocken bei den Ropes in der Mitte rum. Schöner Flash. Und jetzt kommt die Smoke raus. Da will natürlich kein Chamber durch die Smoke rumballern mit seinen 4 Bullets. Oder 5 hat er, glaube ich. Das wird nicht passieren. Und an der Stelle haben wir ganz gut gesehen, warum ein KO zum Beispiel eine bessere Wahl gewesen wäre. Er wird instant die Ult vom Chamber. Oh, die Utilities werden diffused bei Drop oder auch Heaven. Heaven. Jetzt tickt die Zeit aber langsam extrem runter. Jetzt kommt die ASRock raus. Hex geht an der Wall links und rechts vorbei und versucht da einen Pick aufzukriegen. Da kriegt er den auch. Macht er gut. 2 down, 2 noch am Leben von den Sentinels. Das wird so natürlich nichts. Sick holt noch mal 2, macht er richtig gut. Und dann geht er natürlich selber down. Hat zu lange gedauert, die Idee war gut. Hat aber zu lange gedauert. Und war sehr holprig. Die Wall mochte ich nicht wirklich von Astra. Hier hat er zugunsten von Energy gespielt. Even here, it feels like an A-hit is coming. You know that you've given up dish control. The trademark gets broken. Everything telegraphs an A-split in this circumstance. And then it comes through and it doesn't even have that explosiveness. The Sentinels were doing well at ja, schwierig. Dapper und Tens haben ihre Utility bereit, ihre Ult. Und das bedeutet 2-mal gratis Waffe. Zom hat da knapp verfehlt. Tens geht mit einem Blade Storm rein. Back away with the op now, and yeah, Tens with the Blade Storm, and they've got Dapper with that tour de force, I believe, in hand. A lot of opportunities for them to find some picks. These are the most dangerous of eco rounds. Use those ultimates to offset the economical disadvantage they might have. And you can see burst the play, the updraft as Tens just looks to try and find ahead any sort of target. Ja gut, B haben sie eingenommen. Das sieht ganz gut aus soweit. Die haben sich weit zurückgezogen, weil die ganz genau wissen, dass sie mit einer Runde Eco-Waffen einmal versuchen, so viele Pickups wie möglich zu kriegen. Da ist es schlauer, auf Retake zu spielen. Vor allen Dingen, weil sie auch die besseren Waffen auf größere Distanz haben. So einfach ist es. Da machen viele Teams die Fehler, einfach reinzugehen und dann verlieren sie die ersten 3 Leute. Oh, Tens hat das nicht geschafft, seine Blades reinzukriegen. Unlucky an der Stelle. Som beschützt den Diffuser. Android kann da ganz beruhigt weiter diffusen. Er hat zwar unterbrochen, aber war sehr kostenintensiv für Energy. 4 Leute haben sie verloren. Die Opper haben sie zwar jetzt gesaved. Aber jetzt hat natürlich aufgrund der Komposition Chamber und Jet Ult genug Geld über, um nochmal voll reinzukaufen. Aber 7:1 für Energy ist das, was ich befürchtet habe, was kommen könnte, was auch passiert ist. Es ist nicht so einfach, Sentinels momentan einzuschätzen. Sie sind auf jeden Fall erfahrener, aber das hat nichts zu heißen, wie man hier sieht. Eine Return Kill von Sick, aber Haste holt 2. Und das ist das, was alle amerikanischen Teams leider mit Schwäche haben. Die wollen halt flashy Plays machen. So,
sprungende Headshots machen. Das ist natürlich schwierig, konsistent zu spielen und ist halt auch sehr unsichere Spielweise. Oh. Über der Wall konnte man noch den Kopf sehen. Hat er mal richtig einen noch mitgekriegt, aber Edward lebt noch. Jetzt ist er down. 2 gegen 3. Winnable für die Sentinels diesmal. Und super Crossfire an der Stelle. Jeder hat sein Target. Jeder weiß, wo er hingucken muss. Sauber runtergespielt, 7:2. Schwacher Start der Sentinels. Mal gucken, vielleicht will das ja noch. As NRG push out really heavily for that dish control, Sentinels realize holes must be open and they barrel their way through and play a post plant where they have some creative positions and the breach ult to lean onto. But unless NRG give them those opportunities, Sentinels just feel like they're running their heads into a brick wall. Here's Som once more, up in hand, peeking towards Zoms, towards Tree. He knows the kind of area that Zoms would have So, Som ist wieder aggressiv vorne. Oh, aber den Winkel, den hat er nicht erwartet. Zoms haut ihn da richtig ein vom Kopf. Es ist schon down. Sentinels finden langsam ihren Groove. Depper wird zwar geflasht, aber die Astra-Wall ist raus. Die cuttet ziemlich weird die Mitte ab. Langte aber, um einen Plant rauszukriegen. Und einer derjenigen Agents, die sehr gerne an so einer Wall spielen, ist zum Beispiel Chamber oder auch eine Jet. Die können dann halt nämlich ganz schnell wieder wegkommen, wenn sie einmal durchrennen durch die Wall. Shazam versucht da hinten reinzuflanken. Get a little bit sticky if Shaz pokes his head in here, but they have enough money to be able to. Double Peak von den Energy-Jungs machen die richtig gut. Die versuchen jetzt ihr Equipment zu saven. Allerdings, oh, schöner Shot durch die Satellitenschüssel. War ein guter Versuch. Sind aber noch 2 am Leben. They managed to keep 2 rifles in there. Which isn't bad. I mean, they still have Android's ult to be able to play around. This next round is going to be winnable. Obviously, so, Sig braucht jetzt einen Drop, aber die können voll einmal reinkaufen. Auf der Seite von Energy ist das sehr, sehr schwierig. Die haben 2 Leute, die kaufen können, der dritte nicht. 2 Leute haben schon Waffen. Ja, da kommt ein Timeout raus, jetzt besprechen sie sich, machen wir das, kaufen wir da rein, kaufen wir nicht rein, wie gehen wir das Ganze an? Like for example, in that prior round, the flash setup towards Arcade manages to isolate a player and they snap up that kill really easily with Tens updraft dashing into B tower. And that's the kind of thing that they were cautious about at the beginning. They were trying to feel out, looking for the areas of the map that NRG were fighting over. Now I feel like Sentinels have got a little bit of a feel of what NRG are up to, and so you need to see that adjustment from the defenders as well. NRG, I think, need to be looking at other areas of the map to try and pressure and play aggressively in. They've been playing pretty heavily towards Arcade, they've been playing pretty heavily towards Tree as well. Maybe it's time to try and start fighting like another trap play in halls, or have the op watching dish to try and catch anyone who's contacting in. Although they can't afford an op this time. Ja, hier sehen wir ein Fullbuy, 4 Rivals und eine Judge. Da bin ich ja mal gespannt, wie Som die Judge ausspielt. Kommt auf jeden Fall ein Early Viper Ult raus. Ist schwierig. Klappt auf den meisten Maps. Hier leider nicht. Weil wenn man eine Ecke wegultet mit der Viper, dann gibt es immer noch 2 weitere Stellen, wo man auf die Side kommt. So auf B wie auch auf A. Hey, jetzt holen die nochmal Tags weg. Hens ist schon down. 4 gegen 4. Same angle. EU ripping off another head on the same angle. Tens and Shaz both falling here. Ja, Shazam versucht da immer so ein bisschen den Lenker zu spielen. Ist vielleicht nicht so die beste Idee, aber klappt natürlich manchmal.
to put any pressure on Android. It's going to be so difficult. Und die versuchen wirklich in die Viper Ult reinzupushen. Das ist keine gute Idee. Das wird relativ fix vorbeigehen. Sind auch nur noch 2 der Sentinels am Leben. Normal müsste der Call rauskommen, saved eure Waffen, hat keinen Wert. Aber die versuchen es trotzdem. Mit 2 Rivals auf B. Und die haben einen super Spot da oben. Einmal auf Engel, einmal ein direkter Peak. Keine Chance dafür, die Sentinels noch irgendwas zu reißen. 8:3 für Energy. Letzte Runde dieser ersten Hälfte. Swinging the way of Sentinels, that shot was just filthy. Of course, Tens wasn't quite looking in that direction, had to anticipate that. Could have been multiple players posted up. But that's both of the AWPers that just got deleted by EU. Both Tens and Shaz pick up the AWP and try and challenge EU, and he swings the momentum firmly back in favor of NRG. This is going to be an amazing half no matter what. What does the play look like here? Possibly Tex taking a bit of contact towards Halls that triggers a breach ult, perhaps. But there isn't really anybody to follow up on it. This looks more like a fault line, actually. Yeah, he's just holding the stun, waiting. They're gonna know roughly that Tex. Also wie das jetzt derzeit aussieht, haben die Sentinels keine Idee, wie sie da in Attack spielen. Tens geht wieder als erster down. Und alle anderen stehen da und warten. Depper macht wieder den gleichen Approach. Vielleicht wird er von Tex wieder weggeholt, wenn es so weitergeht. But there the fault line works wonders. Tex must know that Dapper and Sick are on dish. He simply must. They've done it so many times. They see the gun just sticking out and it pings it. Shaz gets the swing and he knows exactly Schön rausgeholt, Tex ist weg. Here comes the push attempt. Sentinels just trying to get themselves into this side. You can see the spike. Die machen trotzdem eine Änderung, hier sieht man das ganz gut. Und jetzt wird einmal jede Ecke überprüft. Der Spike wird abgegeben. Viper Ult geht raus. Schön auf der obersten Plattform, damit auch beide Ebenen abgedeckt sind. So haben sie die Chance, den Plan zu verbergen. Ob der nun oben ist oder unten, wo sich wer versteckt, ist dann unklar. Und EU hat eine Breach Ult wieder am Start. Das bedeutet, es könnte ein easy Retake werden. Die kommt jetzt raus und damit wird einmal die Side gecleared. Som dasht rein. 2 gehen down, der Sentinels. Damit ist die Viper Ult weg. Und Last Player Standing. Depper kriegt das da nicht hin. Er steht leider immer an der gleichen Stelle. Alle anderen haben das ein bisschen variiert, haben sie sehr gut gemacht. Nur Depper leider nicht. 9:3 die erste Hälfte. Energy ohne Probleme in der Defense. Hat nichts zu sagen. Das Ganze kann sich jetzt ganz schlagartig ändern. Ja, kurze Pause, gleich geht's weiter. Zum Opfer und lässt ihn dir verdrehen. Lässt ihn dir verdrehen.
Ich höre die ganze Zeit nur. Mach ich den Fernseher an, höre ich. Mach ich das Fenster auf, höre ich. So, die zweite Hälfte von Fracture geht jetzt weiter. Sind wir mal gespannt, wie das jetzt abgeht. Jetzt greifen die Sentinels an. Und Energy, andersrum. Energy greift an, Sentinels verteidigen. Natürlich kann das Ganze jetzt wieder in die andere Richtung gehen. So, sind wir mal gespannt, wie das abgeht. And it's been fairly one-sided so far. You could argue maybe there's a defense-sided element to this, as Shaz gets that fault line set up towards A halls. So fast playing the same position. They are much quicker in order to take this map control compared to what Sentinels were doing on the other side of things. They're still defaulting a little bit, with Android looking over towards Tree as well, but Sentinels now have to be worried about the A halls area that entire time, especially if Hex breaks this trademark, which he does. This is going to keep 3 players from Sentinels on A this entire time. Plant the Spike, ja, das ist eine gute Idee. Bitte eine Runde gewinnen. Noch machen sie das Ganze schön langsam, damit sie auch die Pistol Round, wenn sie schon 9:3 führen, gewinnen. Damit haben sie dann die zweite Runde nämlich auch schon fast automatisch gewonnen. Und bei einem 11:3 wird es schwer, nochmal wieder zu kommen. Macht Zom richtig gut, der ist sehr aim- und reaktionsstark. Okay, die Side gehört ihm. Es muss nur noch ein Plant rauskommen. Da ist er. Android hält einmal um die Mitte. Macht er sehr gut. Und jetzt ist es nur noch 3 gegen 3. Da geht der nächste down. Sick hat alleine versucht. Tens hat ihn ein bisschen abgedeckt, aber nicht richtig. Die haben noch nicht die richtigen Ecken drin. Tens schafft das eventuell. Er macht das sehr gut. Und da ist er. Das ist das, was wir die ganze Zeit erwartet haben von ihm. Aber unnötig. Sein Team hat leider weder die ganzen Ecken gecheckt noch sich gegenseitig gedeckt. Sowas muss eigentlich bei einem Pro-Team immer konsistent klappen. Tat es leider nicht. Hat er gut gerettet. Wichtige Runde, denn bei einem 9:3 will man natürlich nicht 2 Runden in Folge abgeben. Where a single sheriff shot will take them out. Som and Android had to get the damage there on 10s, otherwise they were getting mopped up. So this gives them a little bit of breathing room here. Sentinels, they have better guns, they can start to get back in. And this looks like a fairly standard setup. Shaz playing with the fault line, Zom's still in halls, and Dapper, even though he's changed up his agent since last time we saw, still occupying the arcade position, trying to hold B tower. Ja, jetzt kommt ein Approach auf B wieder. Som versucht, da die Shots rauszubaiten und Info zu sammeln, macht er sehr gut. War eng die ganze Geschichte. Aber er hat halt die Reaktion dafür, um sowas zu machen. Auf der Map sehen wir, alle Leute sind ineinander, aber das sind ja 2 verschiedene Ebenen. Das ist dieser Tunnel da drunter. Da schleichen sie sich jetzt durch. Und der Gegner weiß immer noch nicht, wo sie sind. Jetzt wird es richtig übel, denn das Spraydown von Tens haut mal eben 2 aus den Latschen und da rettet er sich. Das ist auch genau richtig so. IO kriegt nochmal den Tens, aber mehr geht nicht. 9:5 verkürzt und das ist das, was ich meine. Die ganzen Angreifer haben hier das auf Fracture sehr, sehr schwer mittlerweile. Als die Map rauskam, war es genau andersrum. Jetzt sieht das Ganze sehr defender-sided aus. Und auch wenn man die erste Hälfte 9:3 verliert, kann man in der zweiten Hälfte dann wiederkommen, wenn man dort verteidigt. Jetzt haben wir einen Bladestorm auf Tens.
Das bedeutet eine vollwertige Waffe. from the NRG players as they're Die Energy-Leute haben trying to get a feel ein for the Full-Buy, position. also 5 Rivals. To see if Ten's Schwierig dagegen zu gewinnen, aber ist eine wichtige Runde, deswegen poppt er seine Ult. Genau richtig so. Und am besten schön nah bei dem Gegner spielen, damit man den mit einer Spectre auch nicht runtersprayen kann. Oder auf Retake ist auch möglich. Momentan spielen sie sehr weit auseinander, das bedeutet, die sammeln Info, machen so viel Schaden wie es geht und ziehen sich dann zurück. Also die spielen mehr auf Retake. Momentan ist noch kein Retake nötig, denn Energy kommt jetzt erst auf Side an und plantet. Die machen es genau richtig, die Sentinels. Da kommt auch mal der Aftershock von dem Breach raus. Der holt auch nochmal einen weg. 2 sind down von Energy. Und genauso muss das Ganze laufen in der Bonusrunde, dass man die auch noch mitkriegt. Aber mit der Breach-Ult haben sie die Möglichkeit, noch die ganzen Gegner hinzukriegen. Aber die Smokes stören ihn. Er kriegt keinen Kill dadurch. Hens beschützt seine Teammates mit seiner Ult. Macht er richtig stark. Jupp, und rechts klickt ihm aus dem Leben. Easy peasy runtergespielt, die ganze Geschichte. Jetzt werden auch nochmal die Bonuswaffen vom Gegner eingekauft. Und das ist natürlich eine sehr starke und wichtige Runde, damit das Ganze auf 9:6 verkürzt wird. Good post plants. They had the breach ult to be able to work on as well, but unfortunately, it's still that prime game in flawless. Sentinels not losing a single player means their economy is fantastic for the next round. But they're at least my point being the energy are at least getting in. Sehr riskant, so ein Jet Rechtsklick mit der Ult, aber klappt natürlich bei der Distanz. Sagen wir mal zu 90%. Er wusste ja, wo er ist. So, jetzt haben wir einen Fullbuy auf der Seite der Sentinels und in der Eco-Runde auf der Seite von Energy, die ja eben gerade gekauft haben, um die Bonusrunde eigentlich nach Hause zu holen. Das bedeutet, die nächste Runde, also diese hier, geht auch wieder an die Sentinels, wenn sie nichts verkehrt machen. Das sieht momentan sehr stark danach aus, wie als würden sie auch nicht großartig übermütig werden, außer Soms, den klatscht es einmal aus dem Leben mit einem Sheriff-Shot in den Kopf. Und Tex wird da auch nicht übermütig, sein einer Kill ist völlig richtig. Spielt der Katz und Maus mit denen, wartet auf sein Team. He'll be able to tell the rest of his team to just commit onto B, and there's only Sick there. Tries to make a bit of noise in the process as well, just to pull those players towards it still. Sick left to anchor now onto B. Schöner Stun Richtung Heaven. Here up into tower. It could be in trouble. Takes the swing anyway, while Som takes his head clean off. Und da geht der zweite down, das ist genau der gleiche Fehler, den Energy eben gemacht hat. Machen die Sentinels gerade. Sind nur noch 2 am Leben, aber auch nur 3 auf der Seite von Energy. Und da ist Dapper wieder ganz alleine. Ich predikte ganz stark, Dapper schafft das nicht. Er ist zwar für einige Überraschungen gut, aber heute nicht wirklich. Einer geht down. Und jetzt hat er einen oben im Tower. Und der andere könnte da auch sein. Yep. Machen die sehr gut von Energy. 10:6. Viel Spielraum für Fehler ist da natürlich nicht, wenn man die erste Hälfte so hart verliert. Aber den einen Fehler konnten sie sich jetzt leisten. Zweiten leider nicht mehr. Aber die Shots sitzen gut von Som heute. Da kann man nicht meckern. Auch der eingesprungene Bait und Hex hilft ihm da. War auch eine sehr gute Idee. Dass keiner da oben alleine spielt und in einem 1v1v1 die ganze Zeit immer einen nach dem anderen verliert. Schöner Stun Richtung A-Main. Und Dapper versucht da den Shot, kriegt aber nicht hin. Aber Som ist down gegangen. Chess hat ihn da irgendwie erwischt. Konnten wir leider nicht sehen. Gibt's wahrscheinlich gleich im Replay. Die ASRock-Rolle ist raus. Schneidet A Mitte ab. Zusätzlich kommt nochmal die Viper Ult raus, damit da auch kein Approach stattfindet von Soms. Somit ist das Ganze dann auch wieder
Ne, warte mal, das ist die Ult von Android. Das ist die Ult von Energy. Mr. Short goes for the repeat as well. There's just chaos happening to it. Yeah, you can hear the shots rattling out. Aber noch kein Plant. Der Plant wurde gerade denied. Ja, das haben sie ja mal missplayed auf der Seite von Energy. Da hatten sie schon die Viper Ult und die Astra Ball auf A committed. Und jetzt liegt der Spike da so ziemlich unwiederbringlich auf der Side. Tex kriegt da auch keinen Kill mehr raus. Und da haben wir ein Flawless. Eine makellose Runde der Sentinels. Gucken wir doch mal, was da passiert ist. Soms haut der Android um. Der schleicht sich in die Ult von der gegnerischen Viper und haut den da um. Das macht er richtig gut. Deswegen war das sehr verwirrend. Ich habe mich schon gewundert, wie der die Viper Ult rausgeht und sonst Low HP geht. Aber er hat sich in der gegnerischen Viper Ult versteckt. So, 10:7 verkürzt. Wie ich schon sagte, hat man als Attacker keine Chance. Ist in der Defender-Hälfte noch alles drin, denn Attacker ist ultra schwer auf Fracture. Man muss das super koordiniert angehen. Und wenn die Teams eine Standard-Defense aufbauen, die funktioniert, hat der Attacker so gut wie keine Chance. Und die Kommunikation muss natürlich stimmen. Deswegen ist ja auch bei den Pubs, bei Random-Gruppen absolut unspielbar die Map. Und die Teams kriegen das dafür hin. Yeah, they have their opportunities. I think that might be what they're discussing right now as well, if they take a time out. Because, yeah, Tex has dropped EU a rifle, so they've... Okay. Wow, they're going for 4 rifles and the tour de force. They are going for this round. Oh, Energy hat sich eben nochmal beraten. Die haben überlegt, brauchen wir, also kaufen wir rein in einer 10:7 Geschichte, wo wir unterlegen sind, oder nicht, aber sie tut's. Und jetzt hat Tensen Op in der Hand. Und das könnte sehr fatal ausgehen, sobald er natürlich den ersten Pick auch findet. He's also playing on top of a trademark, so even if Tens gets pushed off, they still have some level of info. There's a stun. They're expecting Energy to swing. At some point here, Sentinels are going to try and punish, and they do. Take down Hayes. That's the IGL. The Astra gone. A beautiful response from him. Shaz just throws in a flash for good measure. Just pushing him away. In fact, he's found another one, and Soms with the crossfire. NRG unwilling to give up that space. Pay for it with their lives. Oh, was für ein Flick! Ich hätte jetzt gedacht, dadurch, dass er sein dickes Rohr da vorne rausgucken lässt, ist er instant down, weil da muss er nur runtergesprayt werden. Aber der flickt von oben nach unten so schnell, das ist unfassbar. Und Shazam duckt sich auch nochmal unter weg. Ja. Also schöner Kill von Tex, aber das war's dann auch schon. Alles andere ist irgendwie voll daneben gegangen bei Energy. Und dass sie da auch mit Light Armor einmal reinpushen. Das darf so nicht passieren. Die müssen Infos und Pickoffs versuchen, wenn sie schon forcen. Weil jetzt haben sie 2 Runden lang kein Geld mehr. EU hat noch eine Guardian Light Armor und die forcen schon wieder. Das ist nicht die beste Idee. Ja, gucken wir mal. Vielleicht passiert diesmal. Ich glaube nicht. Jedenfalls sehr schlechte Entscheidung. Dapper ist da zu weit vorne. Der darf in so eine Eco-Runde nicht einfach reinpushen. Das ist das, was wir ja schon klein auf an lernen. Und da geht der nächste down. Tex ist da richtig stark heute dabei. Das müssen die Sentinels nochmal üben. In eine Eco-Runde reinzupushen ist halt Idee. Und die sind 5 Leute auf einem Haufen, das ist natürlich gar nicht blöd. So können sie sich gegenseitig beschützen. Und er dasht in ihn rein. Und beide sind geblindet. Ja, Soms macht auch noch mal den gleichen Fehler. Und da ist es dann natürlich relativ fix vorbei. Tens nur mit einer Operator hat jetzt den Auftrag, so viele Schäden wie möglich am Gegnerteam zu verursachen.
try and attempt the clutch now, just creeping deep onto the site, but it's so hard for him. Or just the flash flicks away. Smoke wants to play inside of it, but now the stun. Oh, this is dangerous for him. Schön gemacht, mit der Frenzy ihn runtergesprayt. Und jetzt ist die Frage, wo ist der Rest? Einer ist Main, das weiß er. Aber der andere, den sucht er erstmal noch. Und da kommt die der Gravity Wall raus von der Astra und das ist natürlich ein easy. On the positive side, there is no way that Android is going to be able to collect that operator, so it's not like they've gifted that Ein easy Diffuse. But that's NRG creeping Eine easy Diffuse-Unterbrechung. Ja, da haben sie der Energy-Truppe eben gerade nochmal eine Runde geschenkt. Das ist nicht so die beste Idee, wenn sie 11:8 hinten liegen. Schwierig. Auf jeden Fall können sie nochmal neu reinkaufen. Das hatten wir ja vorhin schon gesehen. Das Geld ist da. Ein Operator auf jeder Seite auf der Jet. Und 4 Rivals. Gucken wir mal, wie es jetzt abgeht. Zack. Und da ist Som zu stark. Das kannst du so nicht machen. He's good for the shot. That's dish control. Shazam comes to try and plug the gap. Still has all of his breach utility, of course, apart from that fault line. Could look for a flash repeat at some point here, but he's just looking like he wants to go for the dry swing. Da hat Som aber gepennt. Einer down auf jeder Seite. Da wir hier auch weder eine Sage haben noch sonst irgendwas, bleibt das dabei. Wir haben aber eine Breach Ult auf EU ready. Dafür hat Shazam auch eine Breach Ult. Bedeutet, die Breach Ult, die zuerst gezündet wird, wird von dem gegnerischen Breach gecountert. Das dürfte von EU sein. Aber ja, Shaz darf da nicht pieken. Das ist einer der größten Fehler, die sie immer und immer und immer wieder machen. Und so wird das ein Easy Take ohne Breach Ult. Und für Dapper eine unmögliche Aufgabe, das Ganze zu diffusen. Selber Setup wie in der vorigen Runde. Einer bleibt auf Side hinter der Kiste. Und 2 sind Main. Ist unmöglich gegen den Breach da auf Side zu kommen. Und dann sind da noch 2 auf in der Main Hallway. Keine Chance. 12:8 Matchpoint für Energy. Unnötig 2 Runden abgegeben. Timeout für die Sentinels, ja, die Casts haben es nicht kommen sehen. Leider schon. Ich hab's befürchtet, sagen wir es so. Oh, guck mal. Vielleicht kriegen die Sentinels das ja noch gelöst. Die müssen auf jeden Fall voll reinkaufen. Und das wird ein Problem, denn Sek hat kein Geld. Most of us expecting Sentinels to be able to take this, but map point now here, as you can see in this round, so close to taking map 1 in this series. And normally when you see a team deviate away from their permaban and go into another map like this, a fracture pick, for example, map 1, you expect it to be based off scrim footage, right? They've played against them, they understand that they might have an edge against them. Sentinels haven't been scrimming too much recently. That's the overarching narrative of them during this off-season that they've had over winter. They only started, what, 10 days, 2 weeks ago, something like that? It's not like they've been playing religiously all throughout December and January. So, NRG just going for a bit of a punt here on map 1. They have the breach ult to be able to work with this round. They're looking to close it out. Breach ult on either side. The advantage here for Sentinels slightly in terms of the ultimate. Letzte Chance für Sentinels. Beide Teams sind voll bei. Auf der Seite von Energy haben wir einen Operator auf Som. Stark gefährlich ist. Wie wir eben sehen konnten. Jetzt gilt es, Infos zu sammeln und nicht blöd reinzurennen. Auf beiden Seiten. But a lot of the time they're getting A-holes for free and dish for free as well, and that's been a big problem for Sentinels. So I don't mind this Viper's Pit whatsoever. It's really slowed the pace of this round down as well. NRG just have... Main die Hallway ist eine Viper Ult raus, sodass die nicht dort nach A durchkommen. Und natürlich im Gegenzug dazu wird Richtung B verschoben, um dort verstärkt zu verteidigen.
ja, gedeckt ist von der Viper. Energy verteilt sich allerdings alle auf einem Fleck. Bei gucken, dass da keiner von der Flank kommt. Während 3 versuchen, auf das Side Infos zu sammeln und einen Approach anzugehen. Und Som wird da weggeklatscht von Tens, macht er sehr stark. Schön rausgedasht, nochmal so viel Schaden wie möglich. Und jetzt ist Tens aber auch down und da kommt der Spraydown von Dapper. Easy peasy an dieser Stelle. Keine Chance, dass die da noch was reißen. Jetzt kommt allerdings die Android und von der Viper. Oh, er hat Android verfehlt mit der Ult. Das war ein Fehler vom Spiel, würde ich sagen, denn die Ult war einmal über ihn rüber gerollt. Und trotzdem hat er keinen Stun rausgekriegt. Da geht die Viper down und Shazam gegen Tex. Wer gewinnt dieses Duell? Shazam natürlich. Er ist einfach routinierter an dieser Stelle. Ein Problem für ihn und verkürzt auf 12:9, aber das war viel zu knapp für meinen Geschmack. Tens hat alles getan, was er konnte, hat das gut runtergespielt, während leider 2 von den Sentinels ihr Leben einfach so aufgegeben haben, ohne großartig was beizutreiben. Ja, den Spraydown ganz gut, wo sie die halt approached haben. Und dann ging es leider stark bergab. Sehr merkwürdige Breach-Ult, die die gegnerische Viper nicht erwischt hat. Aus der Sicht des Sentinels. Oh, no. Jetzt haben wir immer noch Full-Buys, allerdings ist Som auf seine Ult angewiesen. Während Tex auch auf seine Ult angewiesen ist. Erstmal gilt es, Infos zu sammeln und so viel wie möglich an Ressourcen zu sparen. Ace hat eine Sheriff, das muss erstmal lang. Ren, look how little map control they have on the defense. They don't have tree control. They have no holes control. Auf der Seite des Sentinels hat Tens auch eine Ult. Som kriegt da noch den Shot raus. Hat wieder seine vollen Messer bereit. Oh, 1 HP ist nur DK, das bedeutet, er regeneriert wieder seine restlichen 5. Was auch nicht gerade viel ist. Und jetzt kommt die Utility auf die A-Side und da wird einmal Energy runtergesprayt. Soms steht da wieder 1. Dex versucht noch so viel wie möglich rauszukriegen, aber Tens ist da. Das ist sehr gefährlich, so eine Chamber Ult. Da sollte man nicht einfach so reinpieken, denn der kann richtig schnell mit der Operator schießen. Wenn die Shots treffen, dann geht das Ganze schnell bergab. 12:10 verkürzt, aber es ist sehr knapp. Ne? Also ein Fehler der Sentinels und die sind raus aus der Map. Dann haben sie nur noch eine Chance auf der zweiten, was dann Haven wäre. Oh, hier sehen wir ein paar Lags, das ist vom Stream, vom Valorant-Kanal, nicht von mir. Schauen wir mal, der Approach geht auf jeden Fall wieder quer über die ganze Map. Ein paar Leute gucken Richtung B-Main, ein paar gucken Richtung B. Von der anderen Seite und Tens hüpft da irgendwie hoch, wird noch weggeklatscht, logischerweise, weil er da nicht schießen kann. Und 3 gegen 2 ist schwierig jetzt an dieser Stelle. Som hat allerdings nur 10 HP. Dummerweise aber eine Operator, die sagt, wenn er einfach schneller klickt, war es das mit dem Gegner. Der Astro Ball ist raus, um das Ganze einmal zu beschützen, dass er nicht von der Seite gerusht wird. Aber die geht jetzt auch down. Die nächsten 5 Sekunden. Und weg ist sie. Das bedeutet, die Side kann jetzt
Ich kann jetzt ein Retake erfolgen. 2 sind oben im Heaven-Bereich. Oder auch Tower, wie das genannt wird. Ich werde jetzt versuchen, noch Infos zu sammeln, wo die sind. Da kommt das Stun Richtung Tower raus. Die bleiben schön zusammen, damit sie nicht einzeln weggeholt werden. Jetzt kommt der Gravity Well, damit kein Defuse erfolgt und damit ist das auch schon wieder vorbei. Ja, die Sentinels haben einfach zu viele Fehler gemacht, muss man echt mal sagen. Und Energy unnötig Runden geschickt, obwohl sie einen super Reverse Sweep einmal ausgeführt haben. Von 9:3 sind sie wiedergekommen, haben das Ganze dann verkürzt auf 9:10 oder halt 10:9. Und dann haben sie halt 2 unnötige Maps abgegeben gegen Eco-Runde und gegen ein Fullbuy nach der Eco-Runde. Ja, also die Idee war gut. Die Ausführung ist noch ein bisschen holprig. Da müssen sie noch dran feilen. Gucken wir mal, was bei der zweiten Map auf Haven jetzt passiert. Das ist allerdings der Pick von Energy. Dementsprechend bin ich mal gespannt, wie Sentinels da performt, aber die spielen Haven auch ganz gut. Und ich denke mal, ja, da ist noch alles drin. Kurz Pause, gleich geht's weiter. Zwangsjacke schreiend aus der Klinik rennt. Ich höre Stimmen in meinem Kopf, die mir sagen, ich soll alle, die uns scheiße finden, schlagen. Ja, ich renne durch Berlin und zünde Autos an. Jeder, der mich sieht, der will ein Autogramm. Und ich schreie, wir sind zurück. Mein Therapeut schreibt mich an und sagt, die sind verrückt. Die Polizisten drücken mich an die Wand. Das sind nur Fans, die haben mich sicher erkannt. Und sie schlagen mich mit Knüppeln, es klingt wie Applaus. Ich bin ein Star, ey, bitte holt mich hier raus. Wir ticken nicht ganz sauber, wir sind zurück. Die Klapse hat heute Ausgang. Der Doktor sagt, bei uns hilft keine Therapie. Wir ticken nicht ganz sauber. Simsalabim, guck wie der Patient die Tabletten nicht nimmt. Doch ich bin ganz bestimmt nicht krank, Mann, das stimmt nicht. Ich find mich vernünftig, nur diese Stimmen melden sich stündlich. Und die gehören euch, Mann, die wir seit Jahren mit unserem Shit verseucht haben. Ich könnte schwören, wenn ihr mitsingt, kann ich euch in meinem Kopf hören. Gummizelle und wir dürfen so selten raus. Deswegen treten wir auch so selten auf. Dreh das neue Album auf, bis es kesselt. Wir sind endlich raus hier, entfesselt. SDP ist ein komplexes Zeichensystem. Jeder weiß jetzt, dass wir über Leichen gehen. Die Ärzte weigern sich es sein zu sehen. Ich bin ein Star, ey, bitte holt mich hier raus. Wir ticken nicht ganz sauber. Wir sind zurück. Die Klapse hat heute Ausgang. Der Doktor sagt, bei uns hilft keine Therapie. Wir ticken nicht ganz sauber.
So, Map 2. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Sollte Haven sein, wenn ich mich nicht irre. I think it's very well played from both of these teams, actually, because of both of these teams' play style on defense. Because when we think about duelists, yeah, it seems we have to explode, create some space, and try to play into the executions. But I think Bren and Sideshow summarized it very well. It was very, very cautious. You're trying to push and prod and figure out where the anchors are being played. And when you have a chamber and you have a jet that's playing these further up angles, and you could escape with a rendezvous, they could escape with a jet dash. That's why their defense was really strong for both of these teams, and how Som and Tens were able just to escape on their positioning play. So it worked well for the defender side on how that composition played out for Sentinels and NRG. Right, for both sides, because I thought like NRG in particular were so quick to rotate off and have 4 players stacking on one side of the map with the chamber or the jet walking down on the opposite end, and there were a couple rounds where NRG Beeindruckende Stats, 27,9% Headshot Percentage. Einer der wenigen Games, wo mal Headshot Percentage auch noch im Gewinnerteam am höchsten ist. Im Schnitt sind es meistens diejenigen, die auf Runden spielen und nicht auf irgendwelche Headshots gehen, die die Map gewinnen. Und hier sehen wir das ganz gut. Tens ist knapp unter Dapper, aber zusammen mit Soms und Shazam auf Augenhöhe. Und da muss noch mehr kommen, ne? Also man erwartet ein bisschen mehr von Tens. Schauen wir mal. Auf Haven ist noch alles drin. Vor allen Dingen ist die Teamkomposition da ein bisschen anders als auf Fracture. Denn dort wird auf jeden Fall immer ein Server gespielt. Das ist ein Must-Have-Pick. Eine Sage ist optional, die kann funktionieren, so wie eine Raze. Wird allerdings relativ, ja, also immer nur gegen bestimmte Teams gespielt. Was wir auf jeden Fall sehen werden, ist außer dem Sova ein Jetpack und eventuell noch ein Sneaky Rainer Pick, könnte auch funktionieren. Was auch funktioniert, ist Chamber und natürlich eine Smoke. Muss auch irgendwo her. Da gehen wir mal von aus, dass wieder eine Viper gepickt wird. Die ist derzeit viel zu stark. Ist halt einfach so. Die war mal zu schwach, jetzt ist sie sehr stark und fast immer reingepickt. Aber auf jeden Fall werden wir Sova und Jet sehen. Angle and can defuse the spike. Now, we see on the other half, now it's Sentinels on defense and NRG on the eco. And look at this, we're pushing forward, we're fighting, and sure, you have the gun advantage, but this concuss comes through. Tex is going to get 1 kill, Tex is going to get 2, Tex is eventually going. Das war der Punkt, wo Sentinels die erste Runde gegen eine Eco-Runde abgegeben hat und die zweite Runde auch nochmal abgegeben hat. Und klar, das war ein super Approach, mit Eco-Waffen einmal reinzurennen in die Gegner, einmal alle Utilities vorher rauszuhauen, damit sie auch sicher durchkommen. Aber es war halt größtenteils der Fehler der Sentinels, dass sie in die Gegner mit überlegene Waffen reinpushen und dort einmal gestunt, geflasht und runtergesprayt werden. Das war dann der Punkt, an dem das wieder gedreht wurde von Sentinel Advantage zu Energy Advantage. So, jetzt sehen wir Haven und da verteidigen die Sentinels als erstes. Warte mal. Is there a possibility that that snowballs into Haven, Vansili? I think so, because yes, we talk about how Haven is Sentinel's playground, how good they were when the game first came out and they were that powerhouse team, but that's the other thing too. There's a lot of footage on this team right now, and when you're looking at the past matches that they've played on Haven, for example, versus Envy, you saw that Envy, or now Optic Gaming, of course, Optic Gaming were able to exploit some gaps where you were able to get, for example, FNS or even Ye go through the back lines and get backstabs. Then you have a different type of playstyle that they had against Crew at Champions, where for the last few rounds, Crew just decides to
to run it down and to get overwhelmed when it comes to Sentinels having to play the defense. So they have to brush that up a bit. If they don't, there's definitely a possibility that Energy is going to take the upper hand of that. And is it going to be the answer, a change of agent composition? I hope that that's going to be as well. One of the things that's been talked about a lot in the offseason is the lack of practice that's been mentioned by others when looking at Sentinels. Is there a concern here, Ender, that Sentinels is going to come into this a little bit cold, despite the fact that this is familiar territory, a map they've played a lot at a very high level? Is that potentially going to contribute to Energy getting a leg up over Sentinels? Honestly, I personally don't buy into that. Like, if you're starting scrims late, yeah, sure, there's an element to that. I know certain teams like C9 started scrimming very early on into the year. I'm not sure exactly when Sentinel started picking it up. But, like, the fact is, all these players are playing basically every single day on their own, even if they haven't been practicing as a team for a very long time. Like, I don't think the coldness is going to be a factor. What we are going to see is, have they been able to improve some of their strategical options coming in? Because I think Sentinels have always been a very strong tactical team. If you look at how two players can be thrown into kind of any situation, read that situation, find a weakness, and exploit it, Sentinels are excellent at that. But the game has been evolving very steadily, and I wonder, are they going to be able to keep up with that curve? Because a lot of teams have been left behind in the past. Think about when Astra came into the meta. Think about Chamber now. How do these things start to affect the teams over the long haul? And even over the next few weeks, we're going to see a lot of shifts, I personally believe. And it was something we actually talked about before the show went live. Is Sentinels potentially going the way of TSM, a team that had tremendous success at one point in the game, but then quickly fell off because the game changed and they didn't change with it the way that they needed to? It's not to say they're not trying to. It's just not seeming to click the way that it once did. And that's the nature of an ever-evolving game state. Vansili, we talk about the changing game state, and we talk about the fact that Sentinels hasn't played in a while. What can we potentially expect from them as we start looking at the agent composition selections on Haven? Will we see some of these newer agents come into the mix? Will we see them go for a chamber play? That's definitely what I'm hoping to see, because even when you're looking at that first map on Fracture, yes, they have evolved their playstyle. They have evolved their agent composition, because we didn't even talk about it, but Sick was playing Astra on that past map. That was weird. And for somebody that plays like a flex agent, he's like, I'm going to go controller because we need to actually play on how we could block out the entries to allow players like that to get into sites and trade off the way that he did. Viper Wall, super important to set conditioning, and then you have the Astra to help out to smoke out the main chokes. So I'm assuming at this point, if we've been cooking up some good stuff for Sentinels on Fracture, they could potentially do the same thing right now on Haven. And Haven, when you're looking at that map, we're seeing a little bit more chaos. Ja, die reden immer noch über die ganzen Agents, die gepickt werden könnten und die Änderungen in den jeweiligen Teams. Was wir natürlich nicht sehen werden, ist, was ich gerade eingespielt habe, die Neon. Das wird derzeit noch nicht zugelassen, dass man die spielt. Aber ja, vielleicht ein Chamber auf Haven ist durchaus möglich. Ist ein super Agent für große Maps. Aber ja, so die ganzen Standard-Approaches wie zum Beispiel Sova Jet und vielleicht ein Cypher als Sentinel. Eine Killjoy ist eher unwahrscheinlich. Könnte aber auch passieren. Aber ich denke mal, das wird wieder so die Standardkomposition sein. Sova Jet Chamber. Oder sehen wir Sova Jet Chamber, Sova Jet und ein Cypher, okay. Mag ich nicht. Vor allen Dingen mag ich den Skypack nicht. Da ist immer noch ein KO stärker. Astra ist halt ein Must-Have. Halt der Smoker schlechthin. Omen ist halt raus in der Geschichte, weil Astra halt einfach zu stark ist mittlerweile. Und zu flexibel. Ich meine, du kannst mal eben schnell 5 Smokes droppen. Das kann kein anderer Agent. Ist halt einfach so. Derzeit spielt man Astra auf fast jeder Map. Auf Bind ist sie sehr, sehr stark. Zum Beispiel Breeze, Ascent, Haven, Fracture, Split.
Yeah, and I think like overall both comps Auch situationsbedingt. Da könnte man dann wechseln auf einen Rim oder auf einen Omen. Aber man merkt schon, also die Astra ist halt auch schon ein Must-Have-Pick. Zusammen mit der Jet zusammen und einem Chamber. Und ja, KO kommt langsam rein. Die meisten Teams haben es noch nicht begriffen, dass der zu stark ist. Ich meine, du kannst eine Viper disablen, wenn sie mal gepickt ist. Kriegst die Wall damit down, wenn du sie findest. Und obendrauf geht halt auch noch die Jet zu disablen und den Chamber zu disablen. Das ist natürlich ultra stark. Und dann mit der Ult auch nochmal wiederum alle Agents disablen um einen herum und auf eine Side draufrennen und wild einmal crazy drauf losgehen, während dein Team hinterherkommt und die Gegner keine Utilities einsetzen können. Dann ist auch noch retzbar, ohne eine Sage dabei zu haben, mit der Ultform, mit dem Command. Und das wird auf jeden Fall Sentinels hier zum Verhängnis werden. Vor allen Dingen kann er auch mit Mollys zusammen mit den Sober Shock Darts alle Ults vom Cypher disablen. Oh, da war Greedy, der Shazam, wollte den Ult abholen, das klappt so natürlich nicht. Und wenn ihr das seht, dass da sehr ruckelig alles läuft oder so, das kommt vom offiziellen Valorant-Stream, nicht von mir. Da habe ich nichts mit am Hut. Pick-Off auf A und Approach auf C ist genau das Richtige, was man da an der Stelle macht. Dapper hat es auch nochmal zerlegt und jetzt wird er plant. Utility geht raus von Android, sodass es sich auch hin und her teleportieren kann. Hex geht aggressiv vor. Der Gravity Well geht auf die Side. Aber kein Follow-up an der Stelle. Jetzt kommt noch ein bisschen Scouting-Utility. Shockdarts sind in der ersten Runde halt ultra stark. Ein Hit und man ist down. 90 HP zieht das Ganze ab beim Volltreffer. Er kriegt einen, aber da für mehr ist er nicht gut. 3 noch am Leben von Energy. Ein easy 1:0. Ja, die Sentinels haben noch nicht so ganz das neue Meta adaptiert. Und Energy hat da sich wahrscheinlich die Stats einmal aufrufen lassen und gesehen, oh ja, ein KO. Wenn man den pickt, hat man eine höhere Chance zu gewinnen, picken wir den. Und genau so ist es jetzt auch passiert. Jetzt müssen wir versuchen, das Ganze mit einem Cypher zu lösen. Die Sky könnte was reißen an der Stelle, weil sie auch ein sehr aggressiver Agent ist und auf Sick. Das ist natürlich ein super Pick. Tänz holt er den Som weg und das ist sehr wichtig. Das muss er jede Runde tun, wenn es geht. Denn Som ist einer der gefährlichsten Spieler auf der Seite von Energy. Ja, schöner Pick-Off. Jetzt versucht Energy das Ganze mit ein paar Spectres und einer Bulldog mit 4 Leuten hinzukriegen. Und die machen nicht den Fehler wie die Sentinels, dass sie da blöd reinrennen in der Eco-Runde, sondern machen das Ganze routiniert, taktisch und sehr vorsichtig. So wie es sich gehört. Nichts ist schlimmer als gegen ein paar Eco-Waffen eine Runde zu verlieren. Völlig unnötig vor allen Dingen. Schöne Shockdarts. Sam ist da super am Start, haut einen Low HP, den anderen halb HP. Und jetzt sehen wir die Stärke. Chaos. Er macht einmal den Spawn dicht, sodass da keiner rauskommen kann und ein Easy Plant rausgeht. Oh, da wird alles runtergesprayt. Kriegt nochmal Hilfe in der Garage. Und Shazam holt da trotzdem noch einen weg. Macht er sehr gut. Er kriegt dann noch einen. Wird von hinten gepusht. Das ignoriert er völlig zurecht. Denn von dort erwarten sie ihn, ja. Jetzt geht aber das Knife raus und die wissen, dass er dort sitzt.
Er versucht nochmal einen hinzukriegen, muss allerdings eh sterben, von daher alles gut. 2:0 für Energy. Ja, jetzt wird es interessant. Jetzt gibt es nämlich einen Full-Buy zur Seite der Sentinels und ein Mixed bei Energy, also ein paar kleinere Waffen und ein paar Rivals gehen da raus. The desk were talking about Sick quite a lot in terms of the pre-match narratives around his performance at Champions. In dieser Runde der Vorteil der Sentinels, wenn sie das nicht wieder missplayen. And on Astra on the first map, he was -2 in First Bloods and went 12-21. He can't really have that level of impact on Astra. He needs to be having a big performance here on the Sky. And this is where you see that classic take of short from some. The suck, the recon dart helps him take all of that map control. Guter Versuch, einmal A kurz rein zu dashen, Infos zu sammeln, die zurückzudrängen und wenn dann da noch einer steht, ist er halt einfach down. Wird halt einfach runtergesprayt. Und dann wird es schnell verschoben nach C. Infos werden gesammelt, den Approach müssten die Sentinels eigentlich schon kennen. Bisher gab es da noch keine Reaktion. Ein paar Shockdarts gehen da raus. Zom hat seine Armor verloren und ein paar HP. Nope. So wird das nix. Zom geht jetzt zwar down, aber... Oh! Winnable. 2 gegen 3. Nur noch einer am Leben. Haste kann natürlich noch turteln, aber ich das auch nicht. Und das wollen wir sehen, Potenz. Dass er aggressiv die Starplayer runterrennt und dann den Rest sich auch noch schnappt. So muss es laufen. 2:1 mittlerweile. Fairly clean. I mean, Tens was all over that one. He manages to find the first pick onto Tex, swings his way back in, catches a couple of them by updrafting onto the C box itself. Take a look at this replay too. Yeah. The coordination is pretty good. They're trying to combo a flash and a recon dart for the retake. And then it's this sightline that allows Tens to be able to pick up EU. And then as the smoke dissipates, Hazed, instead of just playing the long angle, goes for... So, was sehen wir hier? Having said that, the macro pathing was Ich würde sagen, ein Dart gegen die Wand zu hauen ist auch nicht so die Lösung. They take short control, make Sentinel scared, immediately Da können die Shockdarts Richtung Garage. when you take A short, Und A lang ist Shazam mittlerweile vorsichtiger, holt nicht instant den Orb und wird darunter gesprayt. Das muss nicht sein. Tens setzt sich mit seinem Bladestorm in die Garage. Versucht da einen Pack aufzukriegen. Schafft er nicht. Guter Versuch. Das ist auch die Stärke der Jet, die kommt halt easy wieder raus. Und ist okay an der Stelle. Drohne geht A lang runter, aber wurde viel zu früh gezündet. Das bedeutet, er sieht nicht den, der hinterm Stein steht. Das ist nämlich Som. Und er holt auch gleich nochmal einen Return-Kill raus. Auch wenn Sick da EU weggenascht hat. Oh, ein eingesprungener Jiggle-Peak und Som ist da halt einfach, er ist halt einfach zu aim- und reaktionsstark, dass man das gegen ihn machen kann. Das schafft natürlich nur eine einstellige Prozentzahl aller Spieler weltweit, wenn nicht sogar 0, na, der Plant geht raus. C ist geplantet. Die Sentinels machen das genau richtig. Die bleiben schön zusammen, schieben zusammen. Und dann gibt es ein 3 gegen 3 Retake. Während Tens noch mit seinem Bladestorm. 2 Blades and a Dream, wie man so schön sagt. 2 Messer sind noch über. Oh, da geht er zum falschen Zeitpunkt in die Smoke. Schöner Return-Kill von Dapper. 2 gegen 2, alles ist noch drin. Gravity Ball geht einmal in die Ecke raus, damit auch schön einer angesogen wird, wie man ja so schön sagt. Und er stickt einfach den Defuse, macht er genau richtig. Oh! Hat er rausgekriegt. Das war ein großes Fragezeichen eben, ob er den Defuse geschafft hat. Aber hat er rausgekriegt. 2 gegen 2. Ja, ganz knapp hier die Geschichte, habe ich euch ja versprochen, dass es einige interessante Plays, interessante Picks rauskommen und das Ganze auch sehr hart auf Kante gespielt wird.
and can kill Som when he goes for Sind the halt swing. Amerikaner, die spielen Really halt sehr smart riskant und understanding flashy, from Som is on how to use his Astra utility machen to das set Ganze himself nicht up so for an auf sicher wie die Europäer. NRG have to take an eco. Und ich mag den Dart hier zum Beispiel gar nicht. Wird einmal runtergeschossen. Das kann man machen, wenn man Soma nicht spielt. Som versucht jetzt in der Garage erstmal mit seinem Bladestorm mit der Jet Ult einen Pick-Off zu kriegen. Wenn Depper da jetzt unglücklich steht, wird er halt einfach runtergesprayt. Der Rest hat halt nicht wirklich Geld. Da sehen wir noch eine Rival auf Haste. Hier hätte er mal lieber Tax geben sollen, aber okay. Schön der Call einmal die Tür runter zu sprayen, damit da auch was geht. Jupp, und ein Rechtsklick klappt so natürlich nicht, aber trotzdem schöner Return-Kill von Tax. Und damit haben sie eine zweite Waffe erbeutet. So arbeitet man sich jetzt Stück für Stück weiter hoch. Der Plant geht nämlich auch raus auf C. Und Sick ist da jetzt auf Side. Die Frage, kommen sie an die Astra ran? Nope. Ja, nö, nicht ganz. Android ist down. Dafür gibt Tens auch einmal. Und das ist sehr, sehr scrappy hier. 2 Shockdarts, da er nicht weiß, ob ein Diffuse rauskommt. Und da kommt der Diffuse von Soms. Hinter der Wall hört man den Diffuse nämlich nicht. Hat er gut gespielt. Tapping it, realizing that that information is going to be denied from NRG, and then swinging through the Astra wall. I'm loving the way that Zoms is closing out these rounds, but they're all getting scary. That was an eco round from NRG, and they were almost able to take it away. Something that strikes me too about the defensive setup from Sentinels is how they're playing double initiator on A lot of the time in these early rounds. Sick is floating in this BA connector most of the time. Sick used to play pretty solidly towards Garage. He is going to play there this round. But a lot of the time so far in this half, in the first 6 rounds, he's been playing over on the A side. So, er kommt die KO-Ult raus und das ist das, was richtig eklig ist. Keine Utilities sind möglich. Der KO kann runtergesprayt werden, allerdings hat er die Möglichkeit geretzt zu werden. Und hier geht einmal Android in Position, um die Garage zu beschützen. Da hat er die Info geholt, teleportiert sich weg. Som holt noch einen, aber wird auch runtergesprayt und das Ganze geht jetzt richtig ratzfatz. Astra Ult blockt einmal die Garage und den Spawn ab. Allerdings können sie noch durchlaufen, wenn sie sich trauen. Ein paar Shockdarts gehen raus, damit die auch nicht mehr voll AP sind. Und da piekt er Richtung Spawn. Keine Chance an der Stelle, haben sie sehr, sehr gut runtergespielt. Ein nach dem anderen haben sie sich gezeigt. Keine Chance. Aber nochmal aufs Head zu kommen. Sentinels came into that round with 2 Spectres and were forced to play a full 5v5 retake with no ultimates available to them other than a Cypher ult, which, how is that going to help in a 5v5 retake? Yeah. Round 7 and it's neck and neck, but NRG are poised to take the lead as Sentinels are forced to take another eco round. Their plan on these ecos seems to have been, generally speaking, for Tens to try and play either peeking with the Sheriff in mid or walking down mid. Looks like they're going to go for that again. Normally EU's been pretty on top of it though, using a recon dart or a drone, something like Jetzt haben wir auf der Seite der Sentinels eine Eco-Runde. Das Ganze sollten sie so ruhig wie möglich runterspielen. Infos sammeln, gucken, ob sie da einen Pick-Off und eine Waffe kriegen. Machen sie auch die Rennmitte runter. Sick is baiting. The sound bait. He's trying to get EU to swing. Sick macht da ein bisschen Geräusche in der Mitte, aber dass der noch lebt, ist ein Wunder. At least for now. So back at this though, it's a quick pivot. NRG immediately going to be taking A. Plan comes through in a very unconventional location. War eine gute Idee, aber in der Mitte Stress zu machen und dann zu gucken halt, ob sie da vielleicht einen wegkriegen. Tens ist da stark. Macht einmal einen Op-Shot auf den Kopf, einen Sheriff-Shot auf den Kopf. Dio macht sich bereit, die Shockdarts rauszukloppen. Sammelt erstmal Info.
Jetzt weiß er, dass sie auf Seite hinter der Kiste sind, zieht sich weiter zurück, weil wenn 5 Leute auf ihn zurennen, wird es eklig und das tun sie auch. Winnable 3 gegen 3. Jetzt geht leider down, also nur noch 2 Leute am Leben. Und was sie jetzt versuchen müssen, ist A kurz runter zu pushen und einmal die Leute da wegzuholen, aber keine Chance. Die bleiben leider auf halber Strecke stehen, das war eine gute Idee. Yeah, I mean, this is where the momentum again starts to swing still. Sentinels, if you look at the money, opportunity for them to try and answer back and even close to a couple of those ultimates as well, Josh. Yeah, Shaz's ult could be a big game changer, but he's also 1-7. He just hasn't been having a good time so far. NRG, especially Hazed's IGLing, has been so good at moving them around the map and using the way that Sentinels likes to play defense. This to me looks like a really aggressive round. Look how the Sentinels are set up here. 2 ready to push B, 2 ready to push on A. Actually, the push on A was not accurate. They just went for a deep trip and a deep cam that's going to give them mid-round information. But Tens and Sick are both posted up in mid. And it seems like they might be slightly aware of this. I mean, NRG are just showing them complete respect. I think when you hear the flash into mid, you have to suspect that they might be playing forwards, but Som is just crouched, holding that angle in case somebody peeks out of garage. Sick could get a monstrous timing. Oh, Sick pusht da aggressiv rein, diesmal hat's Erfolg. Da geht die Ult von der Sky raus, die Seekers versuchen Infos zu sammeln und er weiß, dass sie zurückpushen wollen. Dementsprechend zieht er sich das Zeug, haut seine Utilities raus. Genau richtig so, die Drohne versucht nochmal Infos hinzukriegen. Aber alle sind verschwunden. Ein Zweier-Pickoff. Da riskiert man natürlich nicht nochmal einen zu verlieren. Oh, ein Tripwire falsch gesetzt. Man kann sich hier drunter wegducken. Das könnte jetzt ziemlich eklig werden. Dapper wird da keinen erwarten. Und da geht er down und jetzt merkt er auch, ups, ich habe den Tripwire wohl falsch gesetzt. Und damit geht die Ult auf dem Chamber an den Start. Ja, Shazam versucht das Ganze nochmal zu unterbrechen, indem er da seine Oberult reinknallt. Und Haze ist da in einer super Position, aber hat gerade den Gravity Well gezündet, konnte da nicht schießen, kriegt er erstmal nur einen. Im Prinzip 2 gegen 2 ist noch alles drin, Shazam ist da stark. Ei. Fans geht einmal oben auf die Box. Dementsprechend weiß der Gegner, wo er sitzt. Und Chess ist da stark, macht den Klatsch. Schönes Ding, aber wieder auf Kante, sehr knapp, 4 gegen 4 steht's. Und wir sehen, beide Teams machen Fehler, Sentinels ein bisschen mehr. Nicht viel, aber ein bisschen. But Shazam is able to take down Hazed, to get into the site in the first place, and then just plays the information game perfectly to bait out EU. He's still 3-7 compared to EU's 8-7, but that's an important round to be able to put on the board. Once more here, Dapper is going to start towards... So, Dapper wird wahrscheinlich seinen Draht, den er da auf lang setzt, nochmal überdenken. Und die sehen, dass Tens da eingepusht hat. Das wird nicht funktionieren, Tens. Er hat so weggemusst. Und da geht der Bladestorm raus. Und ja, er hängt da so ein bisschen fest. Diesmal sitzt der Draht von Dapper. Haben die gut unterbunden, das reingepuschte der Jet. Aber sein Team ist am Start, macht den Draht weg. Som verfehlt 5 Messer. Und da geht einer nach dem anderen down. Keine Chance. Das war ein Runover, sehr kostenintensiv. Muss man ja mal sagen. Aber ganz ehrlich, Fans hätte da instant weggemusst, sobald die ihn da detected haben. Hat er nicht reagiert. Trotzdem, ein 4 gegen 5 hätte fast geklappt für die Sentinels. Haste hat keine Waffe, aber der wird eine gedroppt kriegen, denke ich mir mal. Mindestens eine Spectre. Ja, die Sentinels haben wieder kein Geld. Jetzt wird's schwierig.
9 Runden sind gespielt. Nur noch 3 offen. A slow little wraparound now for NRG. Looking away, it looks like possibly 5 of them trying to Guckt work euch mal an, wo Dapper da steht. Er baitet und kriegt aber leider von seinem Teammate mit dem Repick ein bisschen Unterstützung, aber kein Kill. Also gehen Dapper und Sick down, Tense ist auch down und Shazam macht alleine nicht mehr wirklich was. Oh, er ist noch gut für einen. Immerhin. Shaz takes one with him, but this is not looking amazing. Sentinels, when they were at their best, when they were the best team, I would argue, in the world at Haven, it was because their defensive side was immaculate. You know, there aren't that many teams in the game that can play defense side Haven to the same level as Sentinels when they were... Ja, schwierig an dieser Stelle. Ich würde sagen, Energy ist stärker als Sentinels. Ganz klar. Aber es ist noch alles offen. Also die Sentinels können noch mal das rausholen. They have a 6-4 lead. They're already in a good position in this first half. And Sentinels are on the ropes after that map 1 loss. Yeah. Interesting timeout off the back of them winning that round. But I think starting to suspect that there might be a play in hand. Gives them time to think as well. If they're looking at the money situation, they're going to be suspecting that TenZ has bought this operator. That's enough for it. Yeah, they will be aware of that for sure. I mean, the play looks like he's going to opt towards a lobby. Probably with a recon dart. Oh, TenZ mit einer Op. Even a suck from Zoms. Das ist etwas, was wir schon die ganze Zeit sehen wollten, aber rein vom Geld her nicht möglich war. Yeah, Sentinels as well. A lot of teams when they play Haven, they play heavy for that A lobby control. I haven't seen too much of it so far in this map. Well, they've played, yeah, Sentinels haven't really been fighting for it. NRG have taken A short whenever they've wanted it. It reminds me a little bit of Halls on Fracture, you know? They're just being able to take this early map control at a whim. I mean, there's the suck again, but they just don't believe that there's anything behind it. Oh, wow. That Okay, well, TenZ, yeah, be barely does suppressed. anything to Hazed. The KO was so fast, and he's already deep onto the side. TenZ, he's got to try and lock this down. Just a quick little tag off to the side. He gets the damage in, and he collects the Guter kill. Shot, aber hier sehen wir das Problem, was die Leute haben gegen den KO. Normal pickst du mit der Jet, machst einen Op-Shot und dash dann halt einfach raus. Das ist gegen den KO mit einer Ult nicht möglich. Und hier sehen wir auch, das war äußerst knapp, dass er da noch wegkam, war eher Glück. Shazam hat das zeitliche Gesegnete oben im Fenster und jetzt kommt ein Reingerenne von den Sentinels. Kein Problem, da nochmal ein Retake und ein Defuse rauszuholen. Awesome retake, and Zoms again finding that crazy value. The suck vulnerable in 2. He Astro walls off, so they're forced to play on the site. They can't play those post plants from long or from short, and that pushes them into that suck, which gets a vulnerable. And this shock dart did so much damage. If Tex had not died there to TenZ, he probably would have died to the shock that was coming through afterwards. And TenZ just holds angles for the rest of his team to come through. That is another lifeline for Sentinels. And we've just come from an NRG timeout. We're going again here into a Sentinels timeout. This is the final round of the half. I mean, this strikes me. Well, I mean, we interviewed Raucus, Josh, and it has been confirmed. You know, Raucus is still, you know, the coach of his team is going to be calling the timeouts for them. He said that he wants to mess with teams' heads when he's in this coaching seat when it comes to the timeouts. Yeah, but that's something you do when you're massively ahead. Yeah, for sure. You put him in the freezer, but this is not the same case. Sentinels, I think, are genuinely looking for the strategic adjustment that they can make here. And I think one thing they could do is try and swing TenZ out in short, because NRG have been playing for that area of the map a ton. Setting up their op down C long would be good if they have somebody to be able to break the drone. You know, Dapper breaks drone and TenZ stays on the angle. That seems like it would be a great idea for them. I think the value here is going to come from setting TenZ up in a position where NRG's early round utility doesn't force him off the line. It's been, I mean, really tough for him, I think, playing on that A long angle. Just the amount of utility that NRG are happy to shove into it. You see the knives, the recon darts, the pulls sometimes in short. Yeah, but conditioning. But Bren, at least TenZ has a dash to be able to escape. Dapper on the C side is getting overrun. He has not been able to anchor that position at all. And now they've got into a setup here. So, weiter geht's. Like a long short setup
In der Mitte sehen wir einen Operator am Verteidigen. Und hier sehen wir die ganzen Pixel Plays, deswegen sind es die Top-Teams. Bin mal gespannt, wo der hingeht. Oh, das war knapp. Aggressive Sky Plays sind immer noch die besten. Schöner Versuch von Tens. Und da haben sie keinen Bock drauf. Da gehen sie lieber wieder Richtung A oder B. Ist auch völlig in Ordnung so. And again, the IGLing from Hazed is so good. Everyone is playing to the tune of Hazed here. Sentinels once more forced off and forced to use their drones so early just to clear the AB connector. They realize that there's nobody pushed up here for NRG. They're just going to be playing standard post-plant scenarios, and we get down into a 4v4. Zombs does not have any stars to be able to work with, and that's been a key for them on these retakes in the past. Jens versucht unbedingt da noch eine Lücke hinzukriegen. Da sehen wir auch die Stärke der Astra, die ist halt überall am Blocken. Haste wird gecleared. 3 gegen 2, aber die Zeit läuft langsam runter. Viel gemacht, aber kein Diffuse mehr möglich. The 7-5 half here. NRG leading. It's just an absurd circumstance that we're finding ourselves in. Das war ein sehr gutes Beispiel, warum Headshots keine Runden gewinnen, sondern Spike Plant und den dann so verteidigen, dass der hochgeht. Oder halt ein Diffuse rauskriegen. Das sind dann halt die Rundenpunkte und das ist das Einzige, was zählt. Stillstand mich nicht zu bewegen. So, zweite Hälfte von Haven. Energy führt 7:5. Ein ganz klares Bild. Die erste Map haben sie gewonnen. Fracture. Und ich würde sagen, wenn jetzt nichts kommt von den Sentinels, haben wir ein leider nur 2 Map in das Matchup. Guck mal. Oh, die Infos werden gesammelt in der Garage. Dick geht da aggressiv vor und zieht sich aber auch instant zurück. Ein Approach auf B ist nicht die beste Idee.
damage. The crossfire is Wow. already being set up. Eins schafft es da nochmal raus. Swarm, they're fully aware of this strategy. Der Fuse geht ab. Allerdings gibt es dann einen Gravity Well von der Astra. So kann man nicht diffusen. Und da geht der erste Down von den restlichen, die noch über sind. Sam mit 6 HP noch am Leben. Und mit einem Shockdart ist es auch nicht mehr möglich zu diffusen. Da rettet er mal wieder die Runde. Und das als einer der Bottom-Fragger ist halt auch eins. Ja gut, mit 10 Kills jetzt nicht mehr, aber er war bis eben noch Bottom-Fragger. Ist auch wieder mal ein Beweis dafür. Nicht nur Headshots gewinnen Spieler. He's in a 1v1 against EU, similarly to one of the rounds from the prior half. Sends that shock dart. Brent, I thought that was going to miss. I thought that was going straight into backside. Didn't trust the parabola at all. Yeah. But Shaz knows what he's doing. Sets them off on the right foot here, and NRG are not going to force into it. They're dangerous enough with Android's Headhunter and Somber the Sheriff. Oh, while peeking right through. Read like a book. Tens holds down the angle. The Bulldog ADS, of course, coming into play. Drone here for them. And yeah, you're right, Josh. You know, it has typically been Android who's a dangerous one on these eco rounds. It's the Headhunter. Turns it around. Of course, you've still got Som just holding on to the Sheriff. That is some damage applied to Tex. Das ist Perfect Utility Clear. So muss das Ganze laufen, bis er halt auf diesen Triple Shot von der Bulldog nicht ein Peak riskiert, sondern nur mit Utility das gemacht. Sowas würde ich gerne öfter sehen von den Sentinels. Machen sie leider nicht ganz so routiniert, wie sie mal dafür bekannt waren. Aber 4 noch am Leben. EU hat eine Bulldog und verliert sie sofort gleich wieder. 7:7 und ja, alles ist drin, wie immer. Sentinels müssen jetzt einfach nur dabei bleiben. Da haben wir 5 Rivals. 2-mal Light Armor gegen 5 Rivals. Andersrum, 5 Rivals und 2-mal Light Armor gegen 3 Spectres und 2 Bulldogs. Nee, eine Phantom ist noch mit dazwischen bei den Sentinels are poised for some sort of C hit. Is this just Tens pushing behind the drone, perhaps? Definitely seems like it. Oh, bit of timing could be caught here by Android, but tagged up, has to teleport away to safety. Tens dash into the smoke just to try and break any potential crossfire placement being going their way. That is the power of the KO flashes, ladies and gentlemen. A quick little peek. Hayes is able to collect that one, and still the spam comes through, and they've already worked their way into the back of the site. It's over before you know it. Ja, und willkommen im KO-Meta. Schwierig gegen einen KO so zu spielen. Da haben sie leider zu viel riskiert bei den Sentinels. War die Bonusrunde, aber trotzdem hätten sie das ein bisschen schlauer spielen können. Gorgeous play by Tex. Didn't catch that when it was happening live. I thought that was a mistake by Zoms, but he has been fairly rock solid. I'm sure he would have helped if he had the opportunity to. Tens has that Blade Storm online here as they go for another fast, a short push, this time for Sentinels. Same kind of play. Recon Dart allows them to take that. And here's the drone actually committed really early to flush out any players holding short. No one's actually pushing up behind this. They do just about now though, working their way through. That seems like a very useful piece of utility to expend so early on for such little map control. It truly does. It's an interesting cage there. You can see that it was offloaded. I think that ends up making a noise if any player's holding close in those corners. And they're just cutting noise now. Android in the meantime has pushed all the way down C long. I think he's considering breaking this tripwire that he can see. Utility dump now. Yep, here's the A hit. The pull is fantastic. Tex actually, I think, just lays down that nade just so that they can't push deep onto the site. A lot of utility drained out of Sentinels. They weren't able to exec off the back of that. They're just cutting noise again, but we're down to the final 35 seconds, Josh. Zoms is going to have his pull online in 8 seconds. If they combat that with the dog, they have another opportunity to engage. But it's going to be low, and there's 3 players here. Time is their biggest enemy. Good coverage. Sick eventually holds that one down, and a quick dash over the side. That's Tens. Able to scale
Deep, playing in hell now, has got a gun on top of that. Looking very dangerous for Sentinels for about a moment. Uff, schöner Shot von Android. Just tries to hold that one down. Him falling, his Seekers end up getting popped off and they want to try and push through. Und da wird auch nochmal Spawn geklärt. Android alleine noch am Leben, keine Chance. Ja, das haben die wirklich gut runtergespielt. So kennen wir sie, die Sentinels. 8:8 steht's. Obviously, Android still had that trip that he had to break in order to get up on that flank in the first position, but after Dapper died, they had no idea that Android was doing that, so the Seekers there just essentially winning the round out for sick. Android's so scary in that position. You can see from Shazam's point of view how hard it is to hold a swing from this guy when he just wide peeks you and rips your head off with the Vandal. Yeah. RG's scary for multiple reasons. Really just don't know when one of their players is going to explode out. That is a drone. It does get the tag on for Storm. He tries to go for a right click from that range. Absurd. He's going to be finished. Das war optimistisch. Doesn't collide. Somehow he's going to be trying to get out of Und Som wird geklärt. Das war optimistisch, wenn man es höflich ausdrücken will. Von Som dann mit einem Rechtsklick einmal runter zu rennen. Und den Jet Nice. Aber die Shotguards von EU sitzen auch ganz gut. Und er rennt einfach durch mit X, mit seinem KO. Da kommt nochmal der Tag raus. Das ist hart mit anzugucken. Tens with 20 health in a 1v2 and now committing towards it. We don't know where he was. What a swing. Android knew he was low and he could just take advantage. Ja, und so gewinnt man eine Eco-Runde, indem man halt einfach auf die Fehler der Gegner vertraut. Thrifty heißt sparsam auf Deutsch. Also falls ihr mal irgendwie Probleme mit den englischen Wörtern habt, einfach nachfragen. Alle kennen wir hier auch nicht, aber That would be einige. a bit of a throw on a rifle round because you're just setting yourself up for an unfavorable position when you could wait for a full team retake. But when you're on an eco, that's the best way of being able to create an advantage or at least make it even. And he sneaks past Shazam, the smoke not really great from Zoms, and is able to find that first pick. Now things are evened up. 2 Spectres on the board for Sentinels as Som looks for this early line. The cage to cross, and they could have lost a short Genau, Som hat jetzt einen Operator, das bedeutet, dass hier auf A-Lang ist die Todeszone, die keiner betreten darf. Wenn man Tab drückt im Spiel, sieht man dann das Geld der Gegner, und wenn man sieht, oh, der Junge hat fast 6.000 oder 6.000 an Geld einstecken, dann lieber nicht pieken, könnte ein Operator mit Armor sein. Und schöner Shot von Tens. Und da geht der nächste raus. So wollen wir ihn sehen. Das ist genau seine Aufgabe. Reinrennen, die runter nuken, gut ist. Ein Headshot nach dem anderen verteilen. Gar nicht erst stehen bleiben. Sobald er stehen bleibt, ist er nämlich irgendwie, weiß ich nicht, er schläft dann ein, ne? Soll man sagen. Spawn, Close stehen 2 Leute, das müssen die ihm, oder ein dritter, das müssen die nicht. Er ist nämlich noch auf B und wartet, was die anderen 2 in Erfahrung bringen, und die kriegen den Call. Nope, greift mal eure Waffen, da geht nichts mehr, 3 gegen 5. Müssen wir nicht riskieren, wir liegen vorne, alles gut. Just generally, even thinking back to Fracture, the slower paced, ponderous defaulting didn't really work for them on their attack side. And here, even though they start the round slowly, they don't immediately take any map control. The pace once they actually commit to the C push through Garage was explosive. As soon as Android got tagged, take a look at this replay, presumably from 10's point of view. This was insane. I mean, he just immediately duels hazed and then realizes that Android's under pressure from this overall. Knows where he is, swings, another kill. Tens is really far away from the rest of his team there, but still fairly well supported by the Soviet utility. That's the level of explosiveness that I'm looking for from Sentinel. Ja, hier sah man das ganz gut, dass Tens halt vorne rein muss. Das ist halt, ja, der Aim- und reaktionsstärkste Spieler auf der Seite der Sentinels. Während der Rest dann halt aus der Distanz mit Utilities ihm hilft. Dafür haben sie eine Astra, dafür haben sie eine Sky, dafür haben sie einen Sova.
absolut kein Thema. Und jetzt versuchen sie den Approach auf A. Das ist immer noch genauso gefährlich wie in der vorigen Runde. Also Infos sammeln oder ihn rauspushen mit Flashes. Die wissen auf jeden Fall, dass Som A lang sitzt mit einem Operator. Jetzt ist die Frage, ob sie die Disziplin haben, da nicht reinzurennen. Nein, haben sie nicht. Und das ist halt das, was nicht passieren darf. Aber schöner Approach von A kurz. Da haben sie das Ganze nochmal wieder gefixt, was sie vorher nicht gut gemacht haben, die Sentinels. 4 gegen 3. Die Plan kommt raus. Tenz hält beide Angles, das ist nicht so das, was man eigentlich sehen wollen würde. Er kann nicht Heaven und Spawn halten. Jetzt macht er auch noch A kurz mit. Aber ja, haben sie gekriegt. Sick cleart das mit 4 Kills. Hat er super gemacht. And that was the round of some giveth and some taketh away. Because you're right, the pushes over towards A long make a lot of sense. Because he's able to save his dash and so he can take those risks. But he didn't have the dash when he peeks through his own smoke into A short. And so best case scenario, he finds one and... Das war ein super Beispiel dafür, dass jeder alles spielen kann auf der Seite der Sentinels. Man kann die Operator bei Tenz, Sick, Shazam, Bombs oder Dapper in die Hand drücken, die können alle damit umgehen. Genauso die Agents, wenn sie untereinander wechseln. Absolut kein Thema. Und jetzt sehen sie, eigentlich haben die kein Geld. Können sie auch A lang einmal runterlaufen. Machen sie auch. Während in der Mitte noch ein bisschen die Info gesammelt wird, ob da ein Lurker oder ein Flanker kommt von hinten. Das sollten sie mittlerweile gesehen haben, dass da nichts ist. A kurz haben sie nicht geklärt, das sollte noch gemacht werden. Auch wenn wir jetzt als Zuschauer sehen, dass dort keiner ist, ist das immer gefährlich, A kurz nicht zu klären, denn da kann von hinten mal eben schnell einer kommen. Ja, das ist so nicht möglich. Nur Utilities geht auch nicht. Und das ist einer der Fehler, die ich meinte, die Sentinels immer und immer wieder machen, die nicht passieren dürfen. So, jetzt kommt die Astra wohl raus. Dafür haben wir aber einen Zauber-Dart, der hinter die Wall gucken kann. Aber Som cleart das Ganze mit 3 Kills mal eben schnell. Absolut kein Problem für ihn. Und Soms spielt mit der Wall. Kommt aber nicht mehr weg, ne? Ja, haben wir gerade noch von gesprochen, zu viele Fehler der Sentinels, zu viele Plays, die nicht sein müssen, und da machen wir gleich den nächsten. Der Flash war gut von Sick. Das Problem ist halt einfach, dann nochmal den Doggo in die Hand zu nehmen, ist halt absolut unnötig, denn derjenige kann direkt vor einem stehen. Und das tat er auch. Und hat sich gefreut über den Gratis-Kill. Das wäre der Anfang zu dem 10:10. Oh, ein Jiggle Peak und damit ist der erste Schuss der Drohne raus. Den zweiten kann man noch machen, wenn man das irgendwie hinkriegt. Und hier sehen wir ganz gut, warum ein KO einfach nur stark ist. Er verhindert den Push. Allerdings hätte er da weggehen müssen. Mal ehrlich mal sagen. Der Sentinel spielt halt einfach schnell runter. Das ist eine Sache, die sie auch sehr gut können. Sprechen wir mal von Flexibilität des Teams, was ja bemängelt wurde von diesen Castern hier, ist da. Und hier sehen wir das Ganze mal, langsame Approach, immer und immer wieder und dann plötzlich ein Reingerenne wie vom Affen gebissen. Kriegen sie super hin. Flexibel sind die Jungs, nur die Fehler, unnötige Fehler, die müssen sie noch eliminieren. Dann können sie auch wieder zu den Top-Teams zählen, was sie momentan leider nicht tun. Mit runter Bunny gehoppt. Lang. Sieht auch, dass sie selber mit sich nicht zufrieden sind. Wenn sie mit sich selber zufrieden sind, wird immer und immer wieder geteabaggt. Gerade von Dapper, der sehr, sehr
Keyback freudig ist, sieht man 0 Keybacks auf beiden Maps. Ist ein sehr guter Indikator dafür, dass sie sich nicht wohlfühlen. Oh, some Insta bei Operator, I like it. Er weiß ganz genau, ich muss den Jungs jetzt mal richtig einen von Latz knallen. Gibt's gleich ein Timeout hinterher. Das wollen wir sehen. Das ist jetzt nämlich die Runde, die entscheidet, ob Energy Sentinels Moralboost, den sie ja jetzt haben, aufhalten kann oder nicht. Denn ein 2:0 sieht immer ganz gut aus. Will natürlich jeder mitnehmen. Vor allem gegen die Sentinels, die ja mal stärkstes Team waren. Bin ich mal gespannt, wie sie das lösen, das geldliche Problem, was sie auf der Seite von Energy jetzt haben werden. Und ob sie das riskieren, eine Operator zu kaufen. Und wenn sie dann die Runde verlieren, verlieren sie nämlich die Map. Daher der Timeout. Hier sehen wir nämlich, ist nämlich nichts mehr über. Hier haben wir noch 3000 auf Android. Ja, da könnte sogar noch eine Ult zusammenkriegen und die nächste Runde einkaufen. Also ist dabei auf jeden Fall in Zement, wollte ich gerade sagen, gegossen. In Stein gemeißelt. Absolut kein Problem für die da reinzukaufen. 2 Runden in Folge. They've been putting a lot of responsibility on Som just holding down A in the early round with his operator. Like normally teams will try and hold the Sober and the Oh, der Sober da geht A lang runter. Dapper ist depressed, wollte ich gerade sagen. Natürlich suppressed, also einmal unterdrückt, der kann nichts mehr machen gerade. Und das ist keine gute Idee, Leute. Haben wir eigentlich schon mal klein auf einmal gelernt. Aber immer damit wieder vergessen die Sentinels, dass sie sowas nicht machen dürfen. Und da wird es jetzt sehr schnell bergab gehen, wenn sie so weiterspielen, wie sie es jetzt tun. Oh, Som misst seinen Op-Shot. Sehr ungünstig. Und das ist ein Gefühl, was man als Opfer auf jeden Fall nicht sehr gerne hat. Wenn man den ersten Shot rauskriegt und die Gegner trotzdem auf Side kommen. Oh, jetzt kommt der Gravity Well und da kommt die Nade hinterher in die Mitte. Und Dapper ist da am Hintern, um das mal so zu sagen. Der ist da richtig an der verkehrten Stelle und ja, das ist keine gute Idee, da nochmal einzupushen. Unlucky, wie man ja so schön sagt. Schöne Kombi, sehr, sehr schöne Kombi von Energy. Gravity Well, also das Ansaugen der Astra, Into, Nate von dem KO. Das ist eine Sache, die will ich immer öfter sehen. Guckt euch das mal an. Dapper sitzt da, denkt sich, ja, hier gehe ich nicht weg, alles gut. Oh, ja. Verdammt. Shazam kriegt dann noch den einen, aber der hätte da jetzt eher auf Ult spielen sollen. Auch wenn es schwierig ist gegen eine Jet. Die Fehler sind vorher passiert. Nicht Shazams Schuld. Die Fehler sind in Form von Sick passiert, der da einfach Rocken reinpiekt in A-Lang und einen Op-Shot gegen seine Stirn kriegt. So, und jetzt ist Utility King an dieser Stelle, denn Utilities müssen genutzt werden, um die Op oder halt allgemein Agents rauszufinden, rauszudrücken und eine Side einzunehmen, bevor die Op hin rotiert. Wir haben 2 Ults ready, einmal Shazam mit seinem Hunter's Fury auf dem Sober und Tense mit seinem Bladestorm auf der Jet. Da kommt Hunter's Fury raus. Hat er Haze erwischt, sehr schön. Das ist einer der wichtigeren Kills. Der Astra ist halt einfach annoying, macht zu viele Sachen dicht
Und genau der richtige Kill. Da geht die Drohne raus, die wird leider zu spät abgeschossen. Som kriegt da den Kill. Und er versucht den zweiten nochmal hinzukriegen. Aber sein Team hilft ihm dabei, die Ecke zu clearen. Und jetzt kommt's. Jetzt wollen wir sehen, wie das gespielt wird. Und die sind da einfach stark. Das machen sie genau richtig. Die duellieren sich gegen die Verteidiger, die einen Retake versuchen wollen. Genau richtig. Gar nicht erst die Offside kommen lassen und mit einer Operator lang runterschießen lassen. Genau richtig gespielt. Das wird, wenn es so weitergeht, ja, auch so enden, wie es eben gerade ausgesehen hat, es sei denn, und ich sage immer wieder, wer ungerne, Sentinels machen wieder den gleichen Fehler und pieken blöd rein und rennen irgendwas blöd runter. Das sollten sie nämlich nicht tun, denn dass die Gegner kaufen, ist zu 100% sicher. Ja, das sind 12-11. Zustand ist. Schöner Versuch mit dem Rechtsklick. Und Dapper ist schon Offside zusammen mit Sick. Die sind da einfach durchgerannt. Das haben sie genau richtig gemacht. Ein schneller Approach. Schön gemacht von Tans. 2 Headshots mit dem Blade. Storm. Sick macht auch nochmal einen Clear auf B. Piekt da wieder völlig verkehrt rein. Man muss immer eine Sekunde abwarten, bevor der Gegner auch reagieren kann. Das muss auch nochmal üben. Aber ansonsten, schönes Ding. Die Sentinels sind zum Leben erwacht. Es hat kaum Chancen, da nochmal einen Retake zu machen gegen 3 Leute. Schöner Bait, aber ja, es hat Dreiecken, muss er gleichzeitig clearen. Unmögliche Situation. 13:11 haben die Sentinels die zweite Map gewonnen, 1:1 steht's, Map technisch. Wir freuen uns auf eine dritte Map. Das ist, glaube ich, Bind, wenn ich mich nicht irre. Ja, müsste Bind sein. Schwierig. Wen würde ich bevorzugen bei Bind? Energy, würde ich sagen. Muss ich ehrlich sagen, auch wenn ich Sentinels sehr gerne gewinnen sehen würde. Die haben gut aufgedreht, aber es ist halt sehr shaky immer noch alles. Ne? Energy hat nicht nur den Mut und den Willen zu gewinnen, sondern die haben auch gleichzeitig auch noch ein paar sehr, sehr gute Strategien und ein paar Tricks im Ärmel, wie zum Beispiel mit dem Gravity Well, was wir gesehen haben, mit dem Ansaugen der Astra, Into ein Molly von dem KO, die beide on point waren und gleich 2 Leute gecleart haben. Perfekt. Kurze Pause, gleich geht's weiter. Einkaufspassagen und an den ganz grauen Tagen gehst du schauen, was sie in der Auslage haben, kannst den ganzen Kram kaum nach Hause tragen. Und die Reklame leuchtet so hell, ja, was sie hier sehen, ist das neueste Modell. Sie sollten noch heute bestellen, bald sind sie weg, die verkaufen sich schnell. Und dazu haben wir noch den passenden Anzug. Mensch, der steht ihnen doch ganz gut. 2 gibt heute zum Preis von 3. Ist das nicht ein Deal? Komm, schlagen sie ein. Sie quatschen dich voll und auf einmal glänzt die Scheiße wie Gold. So wie Gold. Ja, sie lächeln dich an, so charmant, doch sie verarschen dich voll. Voll. Und du weißt, dass sie lügen. Und starrst an die Wand, und weil du nachts nicht schlafen kannst, machst du den Fernseher an, schaltest von Programm zu Programm. Die Werbung leuchtet in den buntesten Farben, sie können es haben, wenn sie jetzt zuschlagen. Denken Sie mal nach, was sie dabei sparen. Der Vertrag geht nur 24 Jahre. Und bei dem Quiz auf dem nächsten Programm
Ist die Antwort leicht, doch es ruft keiner an. Vielleicht wirst du reich, also ruf einfach an. Nur 50 Cent, du kommst bestimmt gleich ran. Sie quatschen dich voll und auf einmal glänzt die Scheiße wie Gold. So wie Gold. Ja, sie lächeln dich an, so charmant, doch sie verarschen dich voll. Voll. Und du weißt, dass sie lügen, ob du glaubst, was sie sagen. Ja, du weißt, dass sie lügen, ob du stellst keine Fragen. Was du nicht hast, brauchst du. Was du hast, das brauchst du nicht mehr. Was du nicht brauchst, kaufst du. Und du kaufst immer mehr. Was du nicht hast, brauchst du. Was du hast, das brauchst du nicht mehr. Was du nicht brauchst, kaufst du. Und du kaufst immer mehr. Sie quatschen dich voll. Und auf einmal glänzt die Scheiße wie Gold. So wie Gold. Ja, sie lächeln dich an, so charmant, doch sie verarschen dich voll. In map number 2, 13-11. Weiter geht's mit der zweiten Hälfte. Ich bin mal gespannt. Oder beziehungsweise mit der dritten Map. Ich bin mal gespannt. 1-2 steht es map-technisch. Sentinels haben die erste Map verloren. Energy hat sie gewonnen. Andersrum in der zweiten Map. Hier sehen wir das mal. They're looking like the best team at punishing mistakes on eco rounds in NA right now. Like, you give them an inch, you make a misstep, like, they are just going to break you up. And I think they had 4 rounds that maybe not exactly thrifty, but on bad buys for them, that they're just stealing these rounds away from Sentinels. They did it all through the open qualifiers. They did it earlier today on Fracture as well. They were just running through Sentinels, and Sentinels playing a little bit loose at times there. I think it was just a good chess game, though, from both of these teams. Once again, it looked like it was going to be NRG's side at the beginning of this game, but it's just how good the calls were from Hayes when they were playing this attacker side. And then you just had to adjust. And we've talked about how good Sentinels are in micro adjustments and how they have to adapt from round to round. I mean, Sideshow mentioned it on that first map on Fracture, and I feel that I've seen that on their attacker side on Haven, because on defense, because you see a couple of times when they're working on extremities, they're getting picked off here for Sentinels, and Energy is taking the upper hand from like a A fake to a C site, and then suddenly they're going to start working towards his mid site for Sentinels because of that pressure that Energy is pulling apart. And then once you work towards, Wenn man sich das mal unten anguckt, die Runden, wer welche gewonnen hat, sehr ausgeglichen das Ganze, also knapp auf Kante. Und das wird auch so weitergehen. Die dritte Map wird nicht anders ausgehen. Das wird ein heißes Duell hier an dieser Stelle. Both Energy and Sentinels have been pristine on. And I think in particular, like, Tens looked so good, especially in the retakes when Sentinels were on defense. Like, him just jumping up on the default box C long, just ruining NRG when they were trying to... Hier kann man das ganz gut sehen, dass ein KO halt einfach mehr gebracht hat. War halt ja, diszipliniert runtergespielt von den Sentinels, dass sie das noch gedreht gekriegt haben. Aber war schwierig, gegen einen KO zu spielen. Brauchen wir die gar nicht erst fragen, das haben wir gesehen. Dritte Map jetzt, ich glaube das war Bind, werden wir gleich sehen. Und da bin ich mal gespannt, was dort gepickt wird. Denn Bind ist ja genau das gleiche. Im Prinzip wie bei Haven, eine eher klassische Map. Ja, das war wirklich cool. Da habe ich mich auch aufgeregt, das kann nicht sein, dass er mit dem Flash einen Gegner findet, er weiß, dass er da steht und nimmt er den Hund in die Hand, womit er, auch wenn er ihn zündet, unbeweglich ist und einfach runtergerannt werden kann. Und das gegen eine Eco-Runde. Das war der Auslöser zum Untergang für die Sentinels an dieser Runde. And with 2 ults, they're able to hold this very effectively through the wall. Psalm gets the 4K, which is great, but it comes down to them getting that first pick and then being willing to invest all of those ultimates to secure the round. And again, another round we wanted to call out, round 22. When you start looking at that last map, you look at the retakes from Energy. So, und ja, es gibt noch ein bisschen Blabla, die brauchen immer ein bisschen Verwaltungszeit.
Again, they um have sich all their da, utility, and it looks great. And it came off an early pick, so I'm gonna pick with the ja, operator. It's sagen wir 5v4, mal, and they zu say, let's call sammeln, everyone off sind of A ja site. halt Doesn't this auch look nicht familiar? gerade There's a drone coming out from heaven. einfache We still Bedingungen. have our flashes on the KO, and the KO, Die Pro-Player, die brauchen auch ein bisschen comes from Zeit, above. There's um also an sich zu Astra erholen. suck going on to Das ist default, manchmal and the second that lands, there's flashes from Tex too, so he gets gar a nicht kill so and a einfach, half onto 10, so has to dash out of the Molotov einzuschätzen, that's on wie the ground. Again, hart it's schwer the das wirklich utility ist für die that meisten NRG are Leute. so patient on using and then comboing it effectively at the end of the round that they're able to get these round wins. Now, yes, So ein Turnier zu bestreiten ist wirklich viel Vorbereitungszeit und da kommt man natürlich auch schon sehr, sehr schnell an seine Grenzen als Spieler. Man muss sich hart konzentrieren, diszipliniert spielen und ich denke mal, jeder, der mal über einen längeren Zeitraum eine Sache gespielt hat und sich die ganze Zeit auf eine Sache konzentriert hat, weiß ganz genau, wie anstrengend das werden kann. Bin ich mal gespannt, wie sie auf der dritten Map sich schlagen. Again, once mentioned that you wanted to have a good game coming out of Sick in that previous map. He's got 20 kills. He's also using great utility for 10s to be able to get garage control, for them to get these quick pushes into the C site and the executions to actually overthrow and overwhelm energy, forcing them to always play these retake games once they actually bring up the gears. Yeah, and ultimately, I do want to take a little bit more of a critical tone against Sentinels because, like, these players are so damn good. I expect big things from them, and they are not playing as tactically sound as they did last year. That is what set them apart from the rest of the pack. Like, their tactics on an individual level, recognizing situations, comboing utility off of one another, always being ready to trade. And I don't know what it is. Maybe it's their first game of the year, whatnot, but we're not seeing that same level of principled gameplay out of Sentinels. And I think that with that, they should be winning this map handedly, like 13-8, 13-7. All those eco rounds were off of some critical mistakes that they made. Well, aside from the eco rounds, I do agree. I have to give that to NRG, and we talked about it in the green room here, and they're saying that, yeah, it looks like NRG is probably the best eco team in NA so far to run these eco rounds, but I still believe that Sentinels play that very well in terms of teamwork, because you get to these points where it gets chaotic on the retakes or on the executions. Yeah, maybe it's not as clean when you're getting out of these rounds with only 1 or 2 players alive, but that's because they're playing it great in terms of trades for both of these teams. I think it's the opposite. Sentinels are actually playing Haven the way that they used to play. All right, well, let's take a look and see where we're going next in this series as it takes us all the way to a third map. A third map we potentially didn't. So, hier kommt die dritte Map. Coming into the series, we thought this would have been a Sentinels 2-0, or at least most. Nein, Fracture ist es nicht. Haben wir schon gespielt. Haven ist es auch nicht. Haben wir schon gespielt. Bind ist es. Gebannt wurden Breeze, Ascent, Split und Icebox. Die Sentinels verteidigen wieder als Erster. Looking at Bind, it's a map that we've definitely seen a little bit of play from both teams on. Looking at Bind, for Sentinels, they did pick up a win over Team Liquid at Champs, but otherwise it was not a map they typically played. It was not huge in their repertoire, whereas we've seen quite a bit of play more recently from the energy side. Vans, you know, what are you thinking as we move into this third map? So I know I've been harping throughout the beginning of this game that I'd love to see some changes here and there for Sentinels in the past 2 maps, but looking at Bind, they were really good with that regular composition of the Astra and Viper, and Dapper plays that Viper very well on Bind. So if it's going to be the good old same comp, same sense, I'm okay with that on Bind. Yeah, I mean, I think we'll see a little bit more of the same from these two teams. I will say that for NRG, I feel like Bind is kind of the bread and butter sort of map as to how they like to play the game. That slow presence where you creep forward on attack. So often on Bind, you see teams split up like 2-3 as you work for hookah control, A short control, all this stuff. It's all about leaving your options open late in the rounds for those late rotates. But I will still say the weakness of NRG is Tex if he's falling early, because a lot of the times he'll play Sky on this map. He likes to get that hookah control solo. If Sentinels have done their homework, and that's the weakness of playing in open quals, you show this. Sentinels had time to do the research, do the homework. They can come in with a way of trying to trap Tex when he's playing alone. Then NRG are left without flashes, and their site hits look miserable.
Yeah, you end up putting your team in an interesting position when your initiator is a lurker, which is what you've been talking about. You've kind of been leaning on that a little bit, especially going into the last map and now this third map. You think that's going to be a pivotal piece, but you also want to look at just that one-on-one duel between the two duelists on both sides, looking at Sam and looking at Tens. What's going to happen as we move to this third and final map? And again, we mentioned the agent composition. I am curious to see what we end up getting, because even though you say, Vans, that we've seen it work and we know that it wasn't that long ago, things have changed. But the question is, have Sentinels? Because looking at the last map, it didn't seem like they did. They are still using an old kind of meta that we haven't seen played by a lot of other teams. We're seeing teams shift away from that with the introduction of Chamber and more regular play of KO. But we'll be jumping into the agent selection here in just a minute as we get ready to see who is going where. Early thoughts, Ender, looking at this third and final map, before we even see the agent composition for both teams, what are your thoughts? Do you think this leans in favor of Sentinels or does it lean in favor of... So, was denken wir denn, was an Agents of Bind gespielt werden? Ich würde sagen, hier sehen wir das erste Mal seit langem wieder eine Sage. Könnte zumindest passieren. Eine Race wird auf jeden Fall gepickt werden. Sowie ein Sentinel in Form von Cypher. Oder einem Chamber. Ja, hier sehen wir zwei Chambers, genau. Und da ist die Race raus. Es wurde einmal kurz eine Sage angetäuscht, aber die ist nicht gepickt. Der Stand derzeit ist 1:1. Das ist die alles entscheidende Map. Und natürlich ein Zoma muss auf jeden Fall dabei sein. Die Jet ist natürlich auch sehr beliebt. Was ich nicht mag, ist eine No-Flash-Komposition in Form der Sentinels. Die versuchen das Ganze ohne Flashes zu machen. Gut, aber auf jeden Fall die Viper ist natürlich mit dabei. Ganz klar, um einmal alles dicht zu machen. Ist halt sehr schwierig gegen Viper Smoke, Viper Wall und vielleicht sogar eine Viper Ult reinzupushen. Eine Astra kommt oben drauf. Finde ich immer sehr merkwürdig, weil wenn wir schon eine Viper haben, dann noch eine Astra. Die Astra ist halt einfach stärker als eine Viper. Macht halt wenig an Schaden, um genau zu sein, 0. Die macht sie zwar vulnerable mit der Gravity Well Geschichte, aber also verwundbar. Aber das war's dann auch schon. Wenn da keiner drauf schießt, war's das. Das macht dann eher die Viper, die halt die HP wirklich reduziert für den Zeitraum und auch noch Mollys am Start hat. Ja, finde ich ein Overkill, Viper und Astra, aber das ist Geschmackssache, das machen die Amerikaner halt einfach zu gerne. Plus noch einem Server oben drauf, um durch die ganze Smoke- und Wall-Geschichte Infos zu sammeln. Ich finde den Pickup der Race stärker, allerdings ohne Flashes schon wieder sehr bedenklich. Schwierig zu sagen. Ich finde den Chamber-Pick interessant, weil der kann halt auch noch mal Utilities reinsetzen, um Leute zu detecten. Generell sagt man ja momentan, ist es mehr mit Utilities, mehr mit Info sammelnden Leuten. I hack and love Tens. Ja, hat er nicht unrecht. Wir mögen alle Tens. Zwei Duelists sind halt zu viel in den meisten Fällen. Dementsprechend ist vielleicht Race Jet nicht so der Bringer. Aber kann funktionieren. Die Sentinels sind halt sehr aggressive Spieler. Ich würde sagen, Energy gewinnt, da sie nur einen Duelist haben und mehr Utilities, um die Leute auszuschalten und zu outplayen. Vans, we'll start with you. Energy, Sentinels, what do you got? Sticking to the guns. I think Sentinels is looking very good on Bind in the past, and I think they'll continue to do so in this one. All right, Ender, you already kind of gave us your spiel. You think that it's going to be Sentinels, so I think that, or Energy, excuse me. You know,
I feel like I'm torn. On one side, I want to see Energy win because you always want to see these new storylines develop. You want to see teams who have been on the rise or have been hiding in the background, kind of lurking in the shadows, make their come up. But you also want to see the best team in North America return to glory. Even if they win, I don't know if that's what you're really seeing here from Sentinels. A 3-map victory over Energy is not the return to glory we would expect. Yeah, and sorry, Buck, I thought you were just going to bring another 90s pop reference with Natalie Imbruglia with Torn. No, I don't think I was that's gonna, it. That's it. Not, Okay, look. The combined age of you two is larger than the combined age of the 81,000 people in Twitch chat right now. I will hear no more of these references. Der kleine Zoomer in der Mitte macht sich gerade über die alten Säcke lustig. Das geht ja aber gar nicht. Also ja, ich denke mal, Energy wird das Ding nach Hause bringen. Auch wenn ich für die Sentinels bin, sind 2 Duelists, also Raze und Jet, nicht mehr zeitgemäß und nicht gut zu spielen. Zusätzlich haben sie auch noch keine Flashes. Das kommt noch oben drauf. Also rein von den Picks her sieht man das mal. Eine Jet und dann 4-mal Utilities ist halt das Ding der Shit derzeit. Und hier haben wir dann nämlich auch nochmal Flashes. Die haben wir hier auf der Seite gar nicht. Dafür haben wir eine Race. Na gut, gucken wir mal. Also, als erstes wird die Kontrolle über Bathroom hart gefightet. Dafür sind die Utilities eigentlich auch da, aber ohne Ergebnisse bisher, außer dass Tenz natürlich den ersten Shot natürlich trifft, wie immer. Da kommt ein Doggo raus. 2 down von Energy, 3 down von Energy. Tenz macht da seinen Aim-Lab. Das ist für ihn nur eine Fingerübung gerade. Oh, da rennt er in den Schuss von Haze rein. Er macht nochmal einen Value Orb und verzieht sich. Denn gegen 3 Leute alleine mit 33 AP wird schwierig. Shazam ist da stark, weiß ganz genau, wo er entlang geht und holt ihn nochmal. Ja, wie gesagt, es kann alles funktionieren, alles ist möglich, alles ist drin. Man kann auch 5 Duelists spielen, absolut kein Thema. Allerdings ist es halt... Ja, man macht sich das halt schwerer, als es sein müsste. Gucken wir mal, war nur die Pistol Round, hat noch nichts zu sagen. Und hier sehen wir mal die Lineups. Lineup Larry ist am Start. And yeah, conventional wisdom is you should be running 2 initiators on this map, the Sky and the Sova, but the best team in the world in Bind only runs 1 of them as well, so it's not like Sentinels are going too far away from the norm here. They have lost short control as Tens taps down Tex, and Zom's just rock solid in ramps for now. Yeah, players being cleaned up here. They know where EU is. Full classic right-click play. Not going to be coming up with the pick, but yes, easy round here for Sentinels, quite comfortable. That lets them get into a bonus with a couple of Spectres. 3 Spectres and a Guardian. And Brent the Desk were talking about the fact that they anticipate a close map here. I'm leaning the other way. I think NRG should have closed this out in 2. And I think their inability to be able to grab Haven by the horns, direct a 2-0 advantage, and secure the W in the column for them, I think it's going to come back to bite them here. Tens and Sick have started to get activated. Tens played much better. Sick played much better in the second map. And they've just been electric on Bind for a long time. Ja. So, hier sind wir in Full Buy von Energy. Das sollte ein bisschen spannender jetzt werden. Und die Sentinels versuchen noch mit ihren Spectres diese Runde hinzukriegen. Eine Guardian und eine Phantom ist raus. Die Drohne wird geklärt. Oh, jetzt kommt Tex mit seinem Doggo. Findet rein gar nichts. Das ist die Disziplin von einem richtigen Pro-Player-Team. Bloß so wenig wie möglich an Infos rausgeben. Eint ist ja nun schon ein paar Jährchen raus. Da sind die Leute natürlich stark, wissen, wo sie hingucken müssen und wo sie sich hinstellen müssen. Hat man gesehen, auf Fracture ist das noch nicht so wirklich klar. Die verschieben viel zu früh. Das war halt Info, die sie den Gegnern gegeben haben. Ich spreche gerade nur noch davon, dass Pro-Player das eigentlich
verinnerlicht haben und dass sie das können müssen. Aber der Double Blast Pack war von Sick wieder Hard Briefing, so wie in der vorigen Map auch. Hat denen gezeigt, ja, okay, die verschieben wir, dann gehen wir halt einfach auf Side. On the site, they hear the molly popped off. They know he's playing inside of this now as well. Android, holding the cross, not going to anticipate that though. Sick, good positioning for them, and still with the plant going down, it's not ideal for Sentinel. It's a quick swing from Som. He tries to create some magic out of nowhere, maybe get a bit more of a player advantage for them. Sentinels now with a 5 of them. That dart is fantastic. Super Setup von Shazam. Der Arrow hat Tens die Möglichkeit gegeben, nochmal einen Kill rauszuholen. Und der Diffuse geht auch raus. Okay, haben sie gelöst gekriegt? Hat Energy misplayed, muss man ja mal echt sagen. Eine freie Side und dann nichts draus gemacht. When, I mean, for starters, this opening pick is not great, right? But the actual post-plant positions they have are so claustrophobic. They control elbow and long, but they're getting pinched from both CT and hookah. Ja, genau, die haben das halt einfach aufgegeben an der Stelle. Ich verstehe noch nicht so richtig, warum da sich nicht jeder mit dem anderen organisiert und sich gegenseitig schützt, aber gut. Haben sie hier eine Eco-Runde, eine Rival, 4 Sheriffs. Es wird, schwierig, um es mal so zu sagen. Too many of these thrifty rounds have been going away of NRG over the course of this series, and they're well aware of the threat that they might provide. And Dapper, see how just discipline from him. Laying at the back of the site, doesn't want to give them a gun. What's going to be used? He hears him drop down. Aware of Hayes' positioning, you heard the player drop. Even as Dapper dies here, though, Sick still Sick controls our ist immer noch auf Side gewesen, oder zumindest lang. Der beschützt da seinen Teamkollegen, macht halt genau richtig. Und hier hat man das ganz gut gesehen, wie man eine Viper spielt. Im Prinzip hat er sich auf Window konzentriert. Window befindet sich übrigens auf B und nicht auf A. Und hier die Smoke hingesetzt. Wenn die Smoke kurz davor ist abzulaufen, weil halt keine Energie mehr da ist, um die Smoke aufrechtzuerhalten, haut man einen Molly dahin, sodass der Gegner nicht einfach rauslatschen kann. Und dann ist die Smoke auch wieder ready. Man piekt ab und zu mal, wenn da einer drin steht, ist er halt einfach down. Wegen der verlorenen HP. And Noise just being cut. You can see them just recalling there. Couple of stars. NRG want to try and keep Tens mit einem Operator, Som mit einem Operator. Das ist die Runde, wo es jetzt richtig interessant wird. Schön ist auch, dass Dapper Window beschützt, um ihm zu sagen, ja, hier kommt was. Du musst dich von lang wieder verabschieden und dich ein bisschen zurückziehen. Was Som jetzt machen wird mit seiner Operator, ist eher fraglich. Noch guckt er wirklich nicht irgendwie irgendwas an. Die Wall ist bereit. Ja, das wird eine Fake Wall auf A. Das bedeutet, Sentinels konzentrieren sich mit 3 Leuten auf A. Jetzt wissen die aber, oh, ist ein B-Approach. Bitte verschieben, Leute. Machen sie auch. Und Tens ist da stark. Der macht da einen nach dem anderen. Som kriegt noch nicht mal irgendeinen Shot auf ihn raus, so wie er da hin und her flitzt. Das ist die Tens-Show. So wollen wir das sehen. Nein, sein Ace! Ei, wie kann man nur ein Ace denyen von seinem Teammitglied, was einen auf dem Rücken trägt, bis ins Nirvana? Ja, gut. Aber gucken wir uns das nochmal an. Oh, ist das schön. Das gucke ich mir gerne noch 3-mal an. Schöner Dash in dem Moment, wo Som piekt mit der Operator. Und da kommt dann Dapper und klappt den letzten weg. Reportable. 5:0 für die Sentinels. Du kannst gehen, wenn man sich einschüchtern lässt auf der Seite von Energy. Dann kann man natürlich die Duelists gut ausspielen.
think about the way NRG play typically as well. Som typically ends up being the focal point for them. Gets supplemented, you know, Tex maybe just throwing in flashes, normally playing KO, but if Som goes down, normally they've got players as well to just back him up. Android and Tex, notably. But the way this bind comp works, all the support is being essentially put into Som, and they have contacted in that drone. Puts him in a deep position. Seeker's now popped off though, and they are aware that he could be close. Okay, trying to play up the back a bit. That's a right click missed. Schöner Versuch von Tänzer mit einem Rechtsklick, der nice. Klappt nicht. Kann ich euch so schon sagen, dass es halt immer die schlechteste Idee ist, die man machen kann. Oh, Android ist noch in Lamps, der kann noch was reißen, auch wenn er nur eine Frenzy hat. Diffuse fängt an, ja, genau, das kann nämlich passieren, der spielt da super um seine Smokes rum. Ja, da kann er nicht viel machen. Was haben die abgegeben? Einer der Fehler von den Sentinels, die immer und immer wieder passieren. Zu viel Selbstsicherheit, reinrennen in die Eco-Runden und dann einen Hit nach dem anderen kassieren. All of the space that Som takes is then the long angles are being held by the rest of his team with either Headhunter in the previous maps or Sheriffs now on Bind. And these players are so good. Their first bullet accuracy is monumental. Here we go. 10 setting up on that long B angle with his operator this time, as NRG once more move towards Hookah. Tex has been using his dog in most of these scenarios in order to take Hookah control, but they haven't taken it early, and of course there's that Viper's Pit over towards short, so they're going to expect a B hit. They're going to know that's the best area for NRG to push. Information gained here, Shaz. Oh, yes, a tag. That's an instant ult. Can he find the target, though? Yep. One hit comes through. Counter Hunter's Fury. Will stretch, I think, a little bit too far thin there, but EU loses it, at least to clear through Octagon for them. No space being gained. We're a minute in, Josh. Ja, 2 Budget, Hiko, Sova Ult. Immerhin, jeder hat einen Tag auf den Gegner ausgekriegt, also minus 80 HP. Bei 3 Shots natürlich nicht dolle. Und die verschieben wieder Richtung A, wo eigentlich eine Viper Ult auf sie wartet, was halt nicht die beste Idee ist. I mean, they have dog, no drone. So the dog here can clear the Viper's Pit. That's why Tex hasn't gone with the rest of his team. And they're just walking into showers. They're hoping that this read is correct. That they've dragged rotates over to B with that early hookah pressure. Sorry. And Android's gonna ult out here from showers. Oh ja, das ist natürlich eine Sache, die ich nicht gesehen habe. Die haben auf der Viper jetzt auch die Ult ready. So können sie auch easy rausgehen, einmal alles überfluten mit Gift. Und ja, das war die Raze Ult. Ist nicht der Bringer. Deswegen die auch nicht mehr so wirklich gepickt werden. Aber die haben es gelöst gekriegt. Schön runtergesprayt, runtergehüpft die Leute. Tactical Gameplay. An dieser Stelle natürlich nicht, ne? Das war mehr ein wildes Rumgeballer. It's a pretty classic play. You see that a lot at all levels of the game. Trying to counter a Viper's Pit in short by using your own out of showers. It gives you a lot of space, lets you get the plant down a lot of the time, but Sentinels play it to perfection, denying the plant. And yeah, und hier kommt der Timeout von Energy. The only round they have on the board is a thrifty. That's not a good place to come from. Oh, absolutely not. So clean here. It is. This is the power of playing off Sentinels, each other so nicely. That's what I mean. The fundamentals, the swings, they know exactly the chemistry and tens. I mean, at the risk of just putting on my own sunglasses, 14-3, 2 kill per round so far. I mean, that's ridiculous. It is a word I've been using a little bit too much, but I think tens deserves it sometimes. So, what do NRG even do here with this timeout? I mean, what is the adaptation for them? Well, I think one of the things you want to be looking for is the position of Sick on the map, because the area of the map that Sick is playing in is the area, in my opinion, that Sentinels are going to be dedicating the most resources to. Ja, warum wird eine Race nicht mehr so oft gepickt? Eine 3-4er Race. Und das hier ist ein Pro-Player, der müsste das eigentlich können. Selbst die Race Ult ist nicht gut. Ja, ist halt ein guter Pick mehr. Dass sie trotzdem 6-1 führen, schulden sie allen anderen Teammates, allen voran natürlich Tens.
And in this instance, Der mit it's actually only Shaz that's holding Shuka. 14 Kills in 7 Runden Shuka, it's a new part of buying. einfach nur die Gegner zerlegt. They're gonna know that Tens is holding up here. Und natürlich Shazam. Er spielt sich da einen Wolf. Shaz holding it down. Quick little shock dart as he hears. Trifft alle seine Utilities. Macht er sehr gut. On this round, I think it is going to be NRG just looking for any advantage, maybe a quick Wo werden sie es probieren? Die werden sich erstmal ruhig verhalten, ist genau richtig. Die Drohne zeigt, dass sie immer noch auf A gucken. Da Bathroom auch welche waren, ist es höchstwahrscheinlich, dass sie auch A gehen werden. Deswegen stehen sie da noch mit 3 Leuten auf A rum. Sam hat da einen geholt, aber im zweiten hat er nicht wirklich hingeguckt. Und ein wildes Rumgespray um die Box herum. Android gegen Sick. Ich würde auf Android tippen an dieser Stelle. Macht er aber gut. Wird einfach nur den Punkt angeaimt. Secured nochmal die Operator. Und damit ist auch endlich mal zumindest bei den Supports angekommen, von den Kills her. Eine 5-Kill-Race. Ist ja eh nicht so wirklich Sicks Tag heute. Von daher ist es, glaube ich, manchmal kann man einfach sagen, ist eine Race ein sicherer Pick, wenn man eh keinen guten Tag hat, denn die Utilities machen halt enorm viel Schaden. Ist halt einfach so. Und wenn man dann nicht wirklich weiß, wie man an die ganze Sache rangehen soll, macht man Double Satchel, ballert einmal alles runter und hofft auf das Beste. Das ist manchmal genauso wertvoll, wenn nicht sogar wertvoller, als wenn einer da irgendwo hinten rumsteht und einfach nur kassiert, ohne was zu machen. Ja, Tens ist da sicher. In eine Op reinpieken, das haben die Sentinels schon verkehrt gemacht, macht Energy jetzt genauso verkehrt. Deswegen steht es ja auch 7-1 für die Sentinels. Sollten die sich mal abgewöhnen, ohne zu flashen. Denn dafür haben sie ja die Sky eigentlich gepickt. Oder Infos zusammen mit dem Server oder auch der Sky. Oh, da steht sonst echt ungünstig. Schön, dass Shazam ihn da nochmal beschützt. Tens ist da sicher. Oh, die Wall kam noch raus. Versuchte Shazam zu beschützen. Keine Chance an der Stelle. Tens ist da auf einem sehr ungünstigen Platz. Braucht dringend Hilfe. Wenn er nicht, wäre das die auf B rotieren. War nicht die beste Idee. Und jetzt sehen wir wieder, warum wir vorher keine T-Bags gesehen haben von den Sentinels. Und die kommen erst dann, wenn sie sich wirklich sicher fühlen und nicht so viel Müll zusammenspielen. Machen sie jetzt auch. Und schon kommen die T-Bags. Oh, die Schelle, die hat gescheppert bis nach Fracture zurück, welches die erste Map war, die wir gesehen haben. Hatten wir ja am Anfang schon gesagt, bevor das Ganze losging, wenn Tens sich sicher fühlt und nicht unter dem Druck zusammenbricht, dann ist das seine Show. Und genau so muss es auch sein. So muss man nämlich auch eine Jet spielen, nicht anders. Immer im Gesicht der Gegner. Oh, super Versuch von Sick. Der halt leider nicht so ganz auf der Höhe. Macht aber genug Krach, damit die sich zerstreuen und einer nach dem anderen down geht. Doms cleart das Ganze nochmal. Ja, Sick ist mehr jetzt wirklich die Distraction, also die Ablenkung auf der Race, während die anderen 4 ihn durchs Ziel durchtragen. Kann man ja nicht anders sagen. Aber machen sie gut. 9-1 steht es für die Sentinels. Schöne erste Hälfte bisher. 2 Runden sind noch zu spielen. Und für Energy würde ich mal wünschen, dass sie jetzt mal so ein bisschen ihre Confidence wiederfinden, ihr Selbstbewusstsein.
Also mal was reißen. Vor allen Dingen you've ever seen. hätte ich an der Stelle schon längst einen Operator auf SOM gesetzt, aber dafür ist es jetzt zu spät. Oh, Seite ist abgestürzt. Oh, das ist natürlich unlucky. I don't know, that may have caught somebody if they're holding the angle. I'm not too sure. Still, now he's go fast off of this. It's a Hunter's Fury as well, but well, caught it. Just one tag onto tens. Luckily he's got the updraft to try and make. Or at least dodge a lot. Jetzt haben sie endlich mal einen Approach geschafft, aber die sind zu zögerlich. Guckt euch das an. Die nehmen die Seite nicht komplett ein. Oh, schöne Nade von Sick. Die war on point. Beide sind Lambs. Das wird jetzt richtig eklig, wenn Dapper da um die Ecke kommt. Hat er auch mal Bescheid gesagt, ich brauche hier mal Hilfe. Schöner Satchel. Jetzt fühlt er sich auch endlich mal. Und hier sieht man mal den Unterschied. Schönes Ace! Wenn man nämlich Selbstbewusstsein hat und sich fühlt, dann geht das Ganze nämlich komplett anders aus. Und das hat er auch mal wirklich gebraucht. Wurde aber auch Zeit. Jetzt ist er auch mal on board und plötzlich Top 2 Fragger. Der Satchel war halt Premium. Er hat den einen auch mal in die Ecke wieder reingedrückt und in den Spray von ihm selber rein. Und deswegen spielt man, wenn man mal wirklich einen schlechten Tag hat, einfach mal eine Race runter und gut ist. Easy peasy. Astra jail, not for this guy. Get him on a frag and roll. Yeah, now you're seeing him unleashed. Deep off position by 10. He actually misses the shot. Feels like the first one of the series in some cases, but backing away, has the dash to try and get to safety, and NRG are trying to go fast off of this one. Som has the knives popped, the blade storm, and he's hugging this left corner. Are they going to be aware of this? Swinging round. Ja, die haben es noch nicht geschnallt, dass man den Operator nicht so reinrennt. Som macht das ganz gut, er macht den Fehler wieder nett. Aber keine Chance. Einfach reinrennen in die Gegner ist keine Lösung. Das brauchen die Sentinels, dass sie mal so ein bisschen ja, ihr Selbstbewusstsein wiederfinden. Und das haben sie mit 11-1. Würde ich sagen, in eine zweite Hälfte zu gehen, auf Bind, ist schon nice. Fühlt sich bestimmt gut an. I mean, almost unheard of in some situations with many other Jet players, but not tens. We're going to be going to a short break. When we're on the other side of things, maybe we'll see the possibility of a comeback from NRG, but kurze Pause. Likely the Sentinels might just be Ja, able to grasp the win. die brauchen auch mal eine Pause. Gleich geht's weiter. Ich frag mich, was ich für ein Leben hab. Immer nur das Gleiche jeden Tag. Das frisst mich auf. Ich halte es nicht mehr aus. Du sagst, manchmal erkennst du mich nicht. Doch ich ändere mich nicht und dein Blick zeigt, dass es dir schon lange reicht. Und du sagst, ich bin ein Egoist, der sich selbst am nächsten ist. Weißt du, was ich glaub? Vielleicht stimmt das auch. Ich weiß doch auch nicht, was ich will. Ich bin ein Mann, so Mitte 20, und ich rauche und ich saufe und ich meld mich tagelang nicht. Immer wenn du bei mir bist, brauch ich mehr Zeit für mich. Doch wenn du einmal weg bist, wünsch ich mir, du
So, zweite Hälfte. 11:1 auf Bind. Das ist eine Hausnummer. Und wir gucken mal. Eventuell bringen die das ja nach Hause. Also ein Fehler können sie noch machen. Energy. Die Pistol Round sollten sie aber schon gewinnen. They just require every round at this point. From now on, yes. Yeah, it's incredibly rare. I can think of Ja, Sick hat wahrscheinlich auch Bescheid gesagt. Jungs, heute ist nicht mein Tag, gib mir eine Race, ich habe keinen Bock mehr. Ich will da nicht irgendwo auf einer Astra rumhühnern. Gib mir irgendwas Einfaches zum Spielen. Ist ja auch völlig richtig. Manchmal sind die einfachen Lösungen oder die einfachen Agents, easy zu spielenden, halt einfach die Lösung für ein Problem. Oh, schöne Pistol Round für Energy. Don't even bother talking about it this early. I mean, obviously a must-win round, but the journey is so long from here. But yeah, the defensive setup was pretty good. There was a huge amount of utility being used there, but the pop flash from Tex as he plays elbow is the critical piece, because it breaks all of the setups that Sentinels had and isolated that one player on site, and they were just able to pick them off and capitalize from there. I'm worried about Tens with the Marshall. He's spent his 950 credits, and he's looking for a round win. Yeah, he's honestly a mechanical freak of nature. The rifle in his hands. Schöner Shot von Tens. Und wenn sie wissen, dass er da ist, werden sie sich zweimal überlegen, da einmal nochmal ohne Smoke oder Flash reinzupieken. Und daher wird er abgesmoked. Genau richtig. Und Depper flankt da irgendwo rum beim Window. Während aber die eigene Flank nicht beschützt wird. Also keiner guckt da hinten. Erstaunlich, dass auch keiner von Energy flankt, aber die sind natürlich nicht mehr so sicher, was das Ganze angeht. Oh, das ist ein super Peak gewesen auf jeden Fall. Aber Zick ist da jetzt alleine auf verlorenen Posten. Der holt natürlich nochmal einen. Macht er ganz gut. Auch nochmal den Ult-Up mitnehmen. Nochmal gucken, ob da noch irgendwo was geht. Völlig richtig. Er hat ja die Steps gehört. Haben sehr schnell nach B verschoben. Finde ich nicht so gut. It's looking unlikely still. Taps the plan, wants to try and bait this swing from Storm, but the patience is being... Ja, guter Versuch. Hat er nochmal probiert. Wird natürlich so nix. Two of the guns there carry forward into this bonus round. This is where it really does matter, Josh. I mean, at what point are we saying that the comeback is mountable? It all depends on the economy, right? Because Energy can get themselves into a situation where a snowball happens. If they win the bonus, win the next rifle round, ults start to get online. You know, it's not a fixed number where it starts to become feasible for NRG, but also you want to see it in their play too. Yeah. One of the adjustments here, Tech's not playing towards. So, hier sehen wir Som endlich mal mit einem Operator. Allerdings kriegt er da nicht wirklich viel Unterstützung von Haste, der ein bisschen AFK da rumsteht. Schöner Shot. Und jetzt sind die alarmiert, ob ein Op aufwachen. Trotzdem picken die da rein. Kann nach hinten losgehen. Was wir vorher bei den vorigen beiden Maps gesehen haben, dass die Sentinels zwar schnell ihr Selbstbewusstsein finden, aber dass denen auch sehr schnell zum Verhängnis werden kann, wenn sie immer und immer wieder in die gleichen Fallen reintappen, was sie sehr gerne tun, was sie leider nicht wirklich abstellen. Und der Schockdart, Dapper ist Geschichte. Und das ist das, wovon wir vorher schon gesprochen haben. Solche Fehler dürfen halt einfach nicht passieren. 2 gegen 4 ist auch nicht wirklich einfach. Oh, 2 gegen 1.
3 gegen 0. Easy Diffuse und 11:4 verkürzt. Schwierig. Ich finde, an der Stelle sollten sie sich mal überlegen, ob sie das gewinnen wollen oder nicht. Und ob sie dann weiterhin Fehler machen wollen oder nicht. Also erstmal ein Half-Buy, eine kleine Eco-Runde. Der Seite der Sentinels, während Zom immer noch mit seiner Op am Start ist und die restlichen sich voll einkaufen. Ja genau, das sollten sie nicht machen, irgendwie twittern oder so, Help Sua schreiben. Das hat schon ein Team aus dem Turnier gebannt, denn Kommunikation außerhalb des Spiels sind nicht erlaubt. Der Shot von Zom. Einer der Sprüche, die ich öfter mal raushaue, auch bei anderen Multiplayer-Games, Competitive Games, ist, wenn man 5-mal gegen eine Wand rennt und das wirklich wehtut, warum dann ein 6. Mal gegen die Wand rennen? Warum nicht einfach flashen oder smoken, damit die Operator nichts machen kann? Aber gut, das ist eine Sache, die wir hier uns nur denken können. Die Ausführung liegt auf der Seite der Sentinels, die jetzt schon 2 Leute verloren. Mit dem Kopf gegen die Wand. Klappt bisher nicht so gut. Tom's holding the angle down though with the operator. It seems unlikely that he can get any sort of damage done. 30 seconds No bullets in the sheriff. 25 seconds. I mean, this is not a wonderful position. Und weg ist er. But silver lining, 6 death there gets his ultimate online, and Dapper's as well. So now they have Ray's ult, Viper ult into this round 16, and that's a deadly combo. You can, you know, if you take some area of the map in the early round, let's say showers or hookah, you can pop the Ray's ult, clear the defenders off the site, and use that space to put down your own Viper's Pit that can help you massively in a post-plant scenario. So that's what I'm talking about with that eco round. Not only are you testing what does the defensive setup look like for NRG and prodding and looking for holes, but you're also going to get your ults online, and that is massive here. It certainly looks like it's going to be a push through hookah. I think EU could be the guy to close this out. He's getting in a position to ult. That's the back away. You have to respect that push coming through. Sentinel stacked up 4 players. Towards the hookah side. Drone. To clear over these smokes. And now it comes out. The showstopper. Double satchel finds the one. Still shut down by Hayes. That is EU popping off as well with that Hunter's Fury. Last shot being held down. And that is damage onto 2 of them. Jo, da sehen wir aber mal nette Plays. Das ist ein schöne Raze-Ult, eine eingesprungene Raze-Ult gewesen. Allerdings, ja, das Fury war Premium. Der Clear Tens im Window. Wenn der Call ist, ganz viele Window, dann haut man da natürlich alles rein, was geht. Sind kostenlose Kills. Eine Ult oder ein paar Utilities sind immerhin sicherer, als wenn man einfach so reinpiekt in eine Operator, ne? Schöner Shot von Storm. Absolut kein Problem für ihn. 11:6 verkürzt. Und das war eine Runde, wo Sentinels gekauft haben. Das bedeutet, jetzt sind sie wieder unten, was das Geld angeht. Und das kann so jetzt nicht passieren. Oh, und der hat ihn sogar von der Tube runtergeholt auf dem Default-Baumplatz. Gut, 5 Sheriffs, und mal gucken, ob sie wieder sich die Operator-Schüsse abholen. Wie deine Kinder ihre Süßigkeiten. Bin ich ja mal gespannt. Jo, die wollen einfach die Operator-Schüsse tanken, und zwar face-tanken. Ist auch ein Hobby. Kann ich nicht empfehlen, wenn man 11:6 führt, das Ganze so wegzuschmeißen. Schöner Shot von Sake. Und jetzt muss er zusammen mit seinem Team die Side einmal einnehmen, um die Operators zu securen. Die ist nämlich auf 10s. Wir verlieren allerdings 3 Leute in deren Ausführung. Alles noch drin, wird aber schwierig so langsam.
Die Frage ist, wollen sie die Operator jetzt securen oder nicht? Misses the sighting of EU. Up onto the box, checking behind triple. He's got to be meticulous if he wants to try and clutch this one. At any point here, if they go for the pivot through the teleport. Okay, ASRock geht raus. Tens has to find a pick. Das ist eine interessante Geschichte. Plans starting to go down here. Cosmic divide. Splitting up the site. That's going to be pushing him off. You see that dart? Doesn't feel like he can stick this one. Oh, Und ein Schock dort. Aber der Gravity Well war noch nicht draußen, das bedeutet, er war nicht verwundbar. Schöner Shot von Tens. Ins Gesicht. Doms ist auch noch am Leben. 2 gegen 2, alles noch drin an der Stelle. Haste hat eine super Flank da am Start. Tens müsste jetzt ganz kurz sich einmal gedulden. Sich ein bisschen beruhigen wieder. I mean, if he does this, it's an absurd statement. Quick little peek over. One life, not quite missing, not quite finding the target he's looking for. The jump. Na, schade. War ein guter Versuch. Haben die gut runtergespielt noch zum Schluss. War riskant. I actually believe the little jump peaks that he does in order to find just Tex's head. His aim was just slightly off and they kept flying into Tex's. Ja, das war echt knapp. Also der hätte fast den Kopf von der Sky erwischt. Das stimmt schon. So, und jetzt kommt ein Timeout von den Sentinels. Da muss ich gar nicht hingucken auf dem Bildschirm, weil die haben registriert, hey, wir schmeißen gerade 6 Runden in Folge weg. Irgendwas stimmt da nicht. Ja, zu Schulden von Soms, Sick und Dapper. Ganz klar. Die missplayen das Ganze, die versuchen da mit der Brechstange reinzurennen. Das kann man die ersten 1-2 Runden probieren und wenn man das dann nicht hinkriegt, dann muss man das Ganze wieder taktisch angehen. In 11-1 ja, Anfang in der zweiten Hälfte mit 11-1 reinzugehen. Da kann man mal versuchen reinzurennen und danach muss man dann halt aber Gegner anfangen wieder zu respektieren. Ansonsten ist das Spiel ganz schnell vorbei. Gucken wir mal, wie sie das versuchen. Yeah, it's just new stuff being thrown at them. Just little twists and changes to the usual setup. But this is an important round. So, wir haben immer noch auf Som eine Operator. Ich würde das gerne den Sentinels schreiben, dass sie das auch mal registrieren. Vielleicht kriegen sie das diesmal hin, nicht in die Operator so reinzupieken. Und 5 Rivals auf der Seite der Sentinels. Ja, keine schlechte Idee, da runter zu rennen. Nur blöd, dass keiner der Sentinels B ist. Das bedeutet, die wissen aber, dass da 5 A sind. Und wenn wir jetzt schnell spielen, könnte das was werden. Das wird auch was. Android steht da wie eine 1. Und schon geht das Ganze wieder den Bach runter. Schöne Viper Ult. Allerdings breitet die sich nicht so weit aus, wie er das wahrscheinlich gerne hätte. Beschützt nur Lamps quasi. Und das ist nicht wirklich genug, weil da haben sie noch genug Platz zum Spike setzen. Soms hat den Android gefunden. Also geht die Viper Ult auch down und er kriegt seine HP wieder. Jetzt wird einmal Bathroom geklärt. Oh, hat er nicht geschafft. Tex geht da down. Dapper steht da wieder 1. Und damit ist der letzte auch down. 12:7. Sah sehr wackelig aus. Aber hat geklappt. Und wenn die jetzt sich nochmal zusammenreißen und einmal eine vernünftige Runde runterspielen, dann haben die Sentinels gewonnen. Matchpunkt an der Stelle. Sonst wieder mit einer Operator. Sonst sehen wir 9 Rivals. Übrigens ein Loch, wo man auch durchschießen kann mit Arrows, Mollys, allem möglichen, was fliegen kann. Außer mit der Jet selber. Here's Som going to push down short again. I said he loves opping from that short cubby position. That's what he's going for here. He's got Android to be able to cover and bait as well. But Som is taking his op for a walk, looking for that magical play that tips the momentum back in NRG's favor. 4 players watching him. 4 players watching this position. This has to be a rebuy Sentinels, right?
Okay, Som zieht sich lieber zurück. Ist auch völlig richtig. Und diesmal haben sie Glück gehabt. Diesmal hat er seinen Shot nicht getroffen. Und ein Rechtsklick. Da ist er stark. Die Wall geht raus von Astra. Und der nächste Shot sitzt auch nochmal. Fence geht down. Oh. Richter. Ist absolut unverständlich für mich, wie man es schaffen kann, da immer wieder eine Op reinzupieken. 12:8. Und es geht wieder weiter bergab für die Sentinels. Ja, hat er gut gemacht. Under Pressure, falls ihr das Lied kennt. Und trotzdem noch so performen, ist halt sehr, 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 sehr stark. Jetzt gibt es einen Energy Timeout. Wird meistens dafür benutzt, nicht um sich abzusprechen, sondern um die Gegner zu verhöhnen. Na, ihr braucht Timeouts, das können wir übrigens auch. Das triggert die Gegner noch mehr und dann missplayen sie das Ganze noch mehr. So ein bisschen so ein paar kleine Mindgames. And I think NRG are at a tipping point again where they could get back into this map. They would have to win 4 rounds in a row, but Sentinels are 1 away from getting eco'd. And Tens looks like he's only going to be playing with I don't even know, a Sheriff and Armor or something like that. I mean, this is another opportunity here. Surely you give him the rifle, right? Maybe? I don't know. That's what I would recommend. If they're playing into this, money doesn't look good for Sentinels. NRG with a timeout. They're discussing exactly what they want to do here. Som has not been able to find value down short. Shaz has been very disciplined. They don't give them any peaks and they drone every time they're looking to take short control. So, ja, die Casts haben gerade das nochmal besprochen, wie verteilen sie jetzt das Geld. Tens hat halt keine Waffe. Normalerweise müsste er die Rival kriegen, weil die anderen sind halt zu schwach. Tens muss das Ganze trägern hier. Und generell auf der Seite der Sentinels haben die Caster eben gerade nochmal gesagt, sind die sehr diszipliniert und pieken da nicht blöd rein. Das kann ich nicht bestätigen, denn die pieken immer schön in die Operator von Som rein und geben dadurch einfach Free Kills. Machen sie nicht gut. 12:8 von 11:1 ist ein sehr schlechter Schnitt. Da muss jetzt mal was wirklich Diszipliniertes jetzt rauskommen von den Sentinels und nicht einfach reinschleichen und langsam um die Ecke latschen. Schöner Spraydown durch die Wall, das ist halt die Stärke der Viper. Wall hoch, letzte Position merken, wo der Gegner war und einmal rein das Magazin. Genau richtig, 2 Daumen der Sentinels, wieder nicht verstanden, wie man eine Seite angeht. Keine Smokes, Flashes sind nicht gepickt. Und so wird das dann natürlich nie was. Der Plant geht wieder raus, aber 5 gegen 3 von den Spielern her für die Jungs von Energy. Und dann geht der erste Down. Oh, Soms kriegt nochmal Einride. EU kriegt Shazam. Soms kriegt EU als Refrag. Und das geht dann relativ schnell bergab. Wenn man 5 gegen 3 immer in so eine wilde Schlacht sich liefert, gewinnen natürlich die mit den 5 lebenden Spielern. 12:9. Und das war ein Buy, das bedeutet, jetzt kommt eine Eco-Runde der Sentinels. Das verkürzt das Ganze auf 12:10. Und wenn das so weitergeht und die das nicht einsehen, ihre Fehler, wird es in ein Overtime enden. Einfach ist es. Ja, alles ist möglich. 11:1 ist kein Garant für einen Sieg. Und ich denke mal, da muss nur einmal Chess auf den Tisch hauen und sagen, so Jungs, jetzt reißt euch einmal zusammen. Dann habt ihr auch Feierabend. Wenn er das nicht macht, wird das Ganze nochmal in einem Lose enden, wenn er Pech hat. You're tagged up, catches it, Tex swinging off the back of this. Hayes goes down, sick, needs to be dealt with the timing, Sentinels.
Oh, that's the mistake they were looking for. They're on the side. They've got the two-player advantage and guns going their way. Na. Spamming straight through. That smoke he does. Winnable. It's one straight bullet. Eine Eco-Runde, sind nur noch 3 am Leben von Energy. Off the back of this one, and you've given him side control, Josh. This could be where it ends. Ist nicht gesagt, dass Energy keine Fehler macht. Hier haben sie nämlich auch Riesenfehler gemacht. Jetzt kommt Hunters Fury raus. Und Android kriegt 2 Leute down. Chess steht da. Versucht EU abzuhalten und absolut keine Chance mehr. Haben sie dann doch nochmal ihre Form wiedergefunden. Sentinels haben gewonnen, 2:1. Aufbeint, aber wackelig, ne? Richtig wackelig, muss man echt mal sagen. Es war ein starker Anfang. Die haben das super gespielt und dann haben sie so flapsig die zweite Hälfte angefangen, den 6 Runden in Folge gegeben, ein Timeout genommen und dann wieder so flapsig weitergespielt und dann haben sie dann doch nochmal, ja, mit ein bisschen Verstand sind sie an die Sache rangegangen, haben dann noch ein bisschen Glück dazu gehabt und 2:1 gewonnen. Schönes Ding. Das ist eins der Spiele, die ich mir unbedingt mal angucken wollte und euch zeigen wollte. Falls euch das interessiert, auf dem Valorant-Kanal hier auf YouTube einfach oben auf Live klicken. Seht ihr gleich an allererster Stelle mit 25.000 Zuschauern weitere Spiele der NA Qualifiers. Auf jeden Fall, ich fand es richtig genial, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche euch eine gute Nacht. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao, ciao, Leute.